Ja, 4.1 ist raus. Also, ja, keine Ahnung, was ich sonst sagen soll. Ich bin hier reingekommen. Ich habe richtig Bock auf jetzt zocken. Es ist noch nicht mal 4, 2 Minuten davor. Ich musste leider noch erst mein Buch lesen, irgendwie so 30, 40 Minuten wegen Deutsch. Aber ja, wenn ich jetzt anfange, hier reinkomme, direkt fängt es an mit der Archon Quest, also halte ich meine Fresse. You know, we've been walking around for a while now. Why don't we go back to the Spina di Rosula base in the court of Fontaine and have a rest? Navia said something about having a place ready for us there. Didn't she? Come on, let's go! Genau, also erstmal fängt es an. Ich sollte erstmal auch das Game ein bisschen lauter machen, das habe ich vergessen. Aber ich glaube, es passt. Jawohl. Ich habe gestern eigentlich noch vorgehabt, mein Resin umzucraften. Das war um 0:15 Uhr. Aber ich habe dann gesehen, dass die Maintenance von 0 bis 5 Uhr ist. Ich dachte von 4 bis 5 Uhr oder sowas, aber nicht von 0 bis 5 Uhr. Deshalb ist mein Resin seit 2 Stunden gecapped. Oder 3, ich bin mir nicht sicher. Deshalb crafte ich es jetzt natürlich auch um. Genau. Ansonsten ist der Plan heute, die Archon Quest direkt zu zocken. Ich bin nämlich tatsächlich mal hyped auf die Archon Quest, was ich nicht gedacht hätte, dass es passieren würde, bevor Fontaine rausgekommen ist. Aber ja, hier sind auch noch ein paar andere Sachen. Moment, die kann ich mal kurz schnell angucken. Backpack zählt nicht, das ist immer Handbuch. Ja, hier ist halt neue Archon Quest. Hier kriegt man halt was. Halt sozusagen ein paar Sachen, die halt einem noch extra Rewards geben. Ist nicht wirklich was Besonderes, aber es ist halt zumindest etwas natürlich. Hier gibt es, glaube ich, auch noch was. Wobei, das habe ich schon... Ja, wobei, die Sachen habe ich schon alle gemacht hier. Also, das war diese Domains hier. Genau, Commissions ist ja das neue System. Man kann jetzt außer Daily Commissions auch noch die Prime Gems bekommen. Und zwar indem man einfach andere Sachen macht, wie zum Beispiel Archon Quests, World Quests, Chests öffnet. Also, diese Quests erledigt sozusagen, Chests öffnet, Events zockt und so weiter, kann man jetzt auch noch Daily Commissions sozusagen erledigen damit. Also nicht wirklich Daily Commissions, aber halt das Äquivalent zu Daily Commissions, was dann halt Rewards angeht. Was ich sogar sehr gut finde, weil davon kriegt man immer garantiert 60 Companionship statt 40 bei dem zum Beispiel. Was natürlich sehr gut ist. Und ja, das ist halt natürlich auch eines der Features, die sehr geil sind, mit 4.1. Aber nicht unbedingt das, was mich besonders interessiert. Hier ist der Banner. Ein absolut insaner Banner. 2 der besten Forsters. Moment. Okay, nevermind, ich habe vergessen, aus Versehen zu stoppen. Also ich habe jetzt angefangen zu stoppen. Meine Mutter ist reingekommen. Musste natürlich immer genau in dem Moment reinkommen. Ist egal. Okay, 2 der besten Forsters im Game. Einen habe ich schon C6, den anderen auch. Das heißt, mal gucken, wie ich hier die Pulls mache. Mache ich nicht heute. Denke ich nicht, dass ich heute mache zumindest. Und ja, ansonsten noch ein Weapon Banner, der an und für sich schon ziemlich stark ist, aber nur, wenn man auch noch sowas wie Neuvilletts hat. Weil sonst ist der Catalyst komplett useless fast. Also natürlich, die Stats sind immer noch sehr gut, aber der Effekt ist sehr geringfügig. Trotzdem würde ich sagen, ein sehr starker Banner. Hier hat man auch zum Beispiel ein Schwert, wie man es noch nicht bis jetzt wirklich besonders hatte. Also, okay, es ist nicht der beste Banner, aber er ist auf jeden Fall nicht schlecht. Er ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und natürlich die Character Banner, unter anderem eine der besten, die es bis jetzt gab, glaube ich. Ja. Ansonsten... Ich kann mir das einmal kurz anhören. Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. Was ist eigentlich die Genesis Pearl? Man hat keinen Plan, was das ist. Began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. Die Frage ist halt eher, was passiert, wenn man Lumin nimmt? Was, wenn man Lumin nimmt? Ist es dann... Ändert sich das Geschlecht dann? A second crowned heir had already taken up the path where the first had Ich meine, stumbled. jetzt ist es ja... This is the story of your journey, of your tale to be told. Ist es... I mean, hier ist es ja erst ein Mädchen und dann Junge.
Und das ist ja auch, wenn man Ether nimmt. Ändert sich das bei Lumin oder bleibt es einfach gleich? Das würde ich halt gern wissen. Aber ja. Die Sachen sammle ich jetzt noch nicht ein, die mache ich dann heute. Sammle ich heute Abend erst ein. Also, wenn ich fertig bin mit der Quest. Und R5, hier gibt es natürlich die neuen Events. Neuer Boss. Ja, neue Region, die halt freigeschaltet wird. Ja, Archon, Story Quest natürlich. Das ist halt die Archon Quest, die ich jetzt gleich spielen werde. Und hier neue Materialien. Kacke. Hier natürlich die Character Trials vom einmal. Ja, also Neuvilletts sieht einfach geil aus, muss man sagen. Hutau. Hutau ist auch einfach legendär, kann man auch nichts sagen. Vor allem dafür, dass Hutau noch in der Version 1 rausgekommen ist. Ja. Also, hier das Gebiet wurde natürlich auch erweitert. Hier oben. Oh, was? Ist es hier? Ich dachte, die Quadrate sind immer hier. Ja, gut. Moment. Es sind sogar 2 Statues of Seven, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ist eine. Nein. Scheinbar das hier. Oh. Okay, tatsächlich. Ich dachte, es war hier. Ich bin wohl dumm, also. Ja. Dann würde ich sagen, wird es auch tatsächlich Zeit für die Archon Quest selbst. Ich habe jetzt genug herumgeschnackt. Für 6 Minuten, 6,5 Minuten. Also jetzt ist Zeit, dorthin zu laufen. Ich glaube, ich TP mich lieber, weil es ist... Ja, unter der Erde. Dailies würde ich jetzt noch nicht machen. Ich kann ja sowieso durch Archon Quest jetzt sozusagen Daily Commissions Rewards bekommen. Das heißt, ich muss nicht mal die ganzen Dailies machen. Das passt auch. Ich habe, wie gesagt, tatsächlich Lust auf die Archon Quest. Ein paar Sachen mochte ich einfach nicht. Aber an und für sich, vor allem der Trailer, hat es einfach gehypt. Es ist einfach... Ich denke, es wird cool. Das wird jetzt wahrscheinlich halt so 4 Stunden dauern. Fast. Even without Silver standing guard, we can just completely relax. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontaine need to stop and recharge now and then. If we wanted to rest, couldn't we pick somewhere with a decent view? Oh, come on! This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? The truth, Paimon. Oh, fine. Ich weiß nicht mal, was die Antwort darauf ist. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Fair enough. Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a copy. Das Lustige ist ja, eigentlich ist Genshins Story an und für sich nicht schlecht. Manche Teile sind natürlich besser, manche sind schlechter. Und das ist vielleicht nicht auf dem Level von, was weiß ich, sowas wie Fast and Furious. Bei Fast and Furious Story weiß ich gar nicht, wie gut die ist. Es ist einfach Entertainment. It's also like a social documentary. It's actually pretty good. Ich meine so, Genshins Story, also ist jetzt vielleicht nicht sowas wie Avatar, also der Film Avatar, ist vielleicht nicht so ein gutes Story wie, was weiß ich, Attack on Titan oder so ein Scheiß. Aber das ist ja auch ein Game, aber für ein Game ist eigentlich die Story sogar richtig gut, wenn man darüber nachdenkt. Das größte Problem dabei ist das Storytelling. Ich hab das auch schon öfters gesagt, aber jetzt halt, gerade wo ich auch die Archon Quest mache, kann ich es nochmal dazu sagen. Das Storytelling ist das größte Problem. Es ist einfach recht langweilig erzählt. Wenn man die Geschichte dann halt wiederum so sich in seinem Kern anschaut, sind sie nicht schlecht. Sie sind vielleicht nicht unbedingt gerade für so, irgendwie ist es nicht irgendwie so Hardcore 16 plus Shit oder 18 plus Shit, der halt einfach so brutal ist und was auch immer. Es ist nicht sowas wie Star Wars und so Zeug, aber es ist an und für sich eigentlich eine gute Story, die halt einfach nur nicht besonders gut erzählt wird, weil das Spiel sich halt auch an etwas Jüngere richtet. Deshalb natürlich auch ist es nicht so brutal, dieses ganze Zeug. Weil es sich daran richtet, müssen auch manchmal ein paar Prinzipien weiter erklärt werden. Manche Gespräche werden einfach unendlich lang elongiert, was natürlich auch zum Marketing beiträgt. Also, oder wo der Marketing halt eben seinen Beitrag leistet für diese elongierten Gespräche. Paimon, die alles erklärt für die jüngeren Leute, die vielleicht nicht die Story verstanden haben und so weiter. Ist halt leider sehr schade. Ich finde, man könnte es sehr viel besser machen, aber es ist, ja, ist halt ein bisschen schade. Ich fand trotzdem damals die Inazuma Quest war relativ nice, bis halt auf dann der Part mit Kokomi. Also Part 1 war ein bisschen langweilig, Part 2 war schon geil, Part 3 war wiederum langweilig, relativ. Nicht richtig langweilig, aber es so, war ein bisschen nett. Oder war es Part 3? Ich weiß nicht, ist egal. Vielleicht gab es auch 4 Parts oder sowas.
Jetzt hier fand ich Part 1, Part 2 waren eigentlich sogar in Ordnung. Und jetzt Part 3, der Trailer bis jetzt klang auch richtig gut. Also ja. Ich glaube, ich sollte jetzt auch, ich glaube, das war jetzt meine längste Phase, in der ich irgendwas erzähle. Ich glaube, es reicht. Ich spiele das einfach durch, sonst dauert es wirklich 4 Stunden. No! Paimon just spends a bit more time sleeping than you, that's all. Excuse Oh, me. ich schlafe actually sau viel, wenn But do ich you know if the ausschlafen traveler darf. and Paimon are lodging here? Huh? Ja, Who are you? nein, actually, nee. Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? A blonde traveler and a chatty little fairy. Chatty beschreibt sehr gut, ja. Looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Most of the time, anyway. Nee, ich würde sagen, meistens sprichst du viel zu viel. Als meistens passt du auf, dass du nicht so viel sprichst, also what the It's fuck. an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Neuvilletts wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Oh, sendet er uns jetzt irgendwie in diesen Untergrund? Neuvilletts? He wants to see us again already? Huh. We talked so much the last time we met. Has something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Neuvilletts in person. If you say so, but Paimon has a bad feeling about this. Now that I've delivered the message, I'll take my leave. Thanks! We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. Okay. To the stars shining in the depths. Okay. Klingt ein bisschen interessant für eine Fontaine Quest. Ich hätte eher gedacht, das ist sowas wie... Das wäre so eine Sibling Quest, also nicht Sibling Quest, sondern sozusagen... Ja, Daneslave Quest sozusagen. Also ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, halt sozusagen diese Quests mit Daneslave und im Abyss sozusagen. Diese absolute Core Quest. Und man könnte jetzt sozusagen, es gibt diese Core Quests, die halt wirklich nur darum gehen, wo der Traveler versucht, sein Geschwisterkind zu finden. Und dann gibt es sozusagen noch so relativ nah an den Core ran, also nah am Kern rangesetzt, die Archon Quests halt eben, wo du halt in der Welt herumreist und in der Welt dann halt so mit den Göttern und sowas halt sprichst, dieses hier. Oh, hier ist noch eine World Quest, die ich machen könnte. Also das ist ja sozusagen noch ein Part. Hier ist ein Buch, glaube ich. Ja. Compendium of Misery. Und ja, dann halt außenrum kommen dann später die Story Quests und Hangout Events, wo du sozusagen mit den Charaktern, also Main Charaktern mehr oder weniger, noch halt irgendetwas machst. Und zu allerletzt kommen noch sozusagen ein paar World Quests, die vielleicht auch sogar mehr oder weniger Major sind teilweise, aber halt wirklich schon sehr weit draußen liegen. Aber die Main Story ist ja an und für sich eigentlich schon der Traveler We're here! sucht nach einem Geschwisterkind. Huh? Why were you just standing there? You daydreaming or thinking something over? Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this. It has come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Bitte was?
Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating, right? Seit wann spricht Farina so zurückgehalten? Das ist ja sehr interessant. Sonst spricht die so wie eine Fischel, aber jetzt ist es gerade. Okay. Okay. It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Ahem. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must Alles auf clarify that Neuvilletts interacting and communicating Strong. with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join the meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Okay, das ist actually eine gute Szene. Das ist eine gute Szene. So Aqua-be-like. Wenn Kaso wie ist der nochmal? Ach, egal. Irgendwie so Geld hat und es nicht abgeben will. Oder was auch immer. Ey, das ist einfach... Ja, er hat sich einfach kurz hinter Neuvilletts TP, als er gesagt hat, er kommt nicht. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. Look, I am the Bro, die hat sich Hydro grad wirklich Archon TP, das of kann nicht sein. Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. Ey, ich mag diesen Kameraschlag bis jetzt wirklich. Das ist gut. Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting erstes today as Auftreten. an ordinary tea party. Erster Auftritt von I assume Arlecchino. you see it the same way, Miss Farina? Arlecchino the Knave, the fourth of the 11 Fatui Harbingers. Ah, endlich kommt ihr Auftritt. Endlich, heilige Scheiße. Überrascht eigentlich tatsächlich, dass sie nicht in 4.0 schon ihren Auftritt bekommen hat, weil es gab ja schon 2 Akte davor. Und okay, ihre Augen sind ein bisschen weird, aber ganz ehrlich, das Character Design ist schon heftig, auch hier an der Stelle. Lady Farina? Yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvilletts. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing.
and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Iudex Neuvilletts doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well. I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About that. The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. The knave showed up already? Well, Linny did say that Father will be returning soon. Aber das... Okay, das klingt aber schon interessant. Es klingt wirklich interessant. Es ist sogar ein relativ schneller Start, weil es fängt ja immer noch mal so an. Es hat erst einen langsamen Start. Der erste Akt ist eine Einführung, ist ein bisschen langsamer. Diesmal war es schon ein bisschen mehr, weil es halt eine lange Quest war. Aber auch da war es eher eine langsame Einführung nach Fontaine. Und danach in der zweiten geht es schneller zu und in der dritten noch schneller, eventuell, je nachdem. Aber ich glaube, es wird schnell gut jetzt. We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. Please be careful, Neuvilletts. The knave won't be easy to deal with. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the knave. Haben Could die the vielleicht knave Bild? be threatening Lady Farina or something? Es kann sogar gut If sein, that were wegen the dem... case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? Ich denke, dass... Was wollte ich nochmal sagen? Ich denke irgendwie schon, dass... Wie ist nochmal, dass Alekino einen Einfluss auf sie hat. Ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist egal. So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. Disappeared? The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the fortress of Meripede. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's disappearance. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the fortress of Meripede and investigate Child's disappearance. This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail.
The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time. But why do you want us to go? Wouldn't it be more convenient to have an official from Fontaine do this? Wahrscheinlich nicht, weil man sie erkennt. Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the Fortress of Meripede. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The Fortress of Meripede is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The Fortress of Meripede may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, Und die no matter how persönliche serious und die the Person ist dann grounds. wahrscheinlich Privacy. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. Das ist ja einer der Sätze auch vom Trailer. Ja, ja. Ah ne, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Im Trailer konnte man ja sehen, dass Farina um ihr Leben battelt oder so ein Scheiß. Das heißt, wahrscheinlich hat Kino doch irgendetwas gegen Farina. Also ja. Also irgendwas, mit dem sie Farina bedrohen kann. Das ist jetzt ja... Also ich glaube, man versteht, was ich meine. So, are you two willing to accept my proposal? Since you're in such a tough spot, well, Child is our friend after all. Nein, nein. Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best choice. Alright, we hereby accept this difficult task. Reluctantly. You two have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. Certainly. We will rendezvous at the Fortress of Meripede's entrance on Erenius once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Oh, das klingt ein bisschen Miet. Even though we'll be there on mies. trumped up Was für charges, Miet. we'll be in prison for real. On second thought, is it too late to back out? Yep. You didn't even consider the fact we'll be prisoners? We've already agreed, Paimon, just accept it. Please do not worry. Yes? Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. Now Okay. that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. You're a treat. Okay. Are you leaving now? Yeah. In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. Das war doch der von Kino. Gibt es hier sonst irgendwas, was man einsammeln kann? Also eine Chest ist jetzt nicht direkt. Genau, er hat keinen Vision. Das hatte ich ja damals gesucht. Ich wollte wissen, ob es confirmed ist mit seinem Vision. Aber ja, er hat keinen Vision. Der einzige Charakter bis jetzt, glaube ich, der wirklich kein Gott ist und Elemental Powers besitzen kann, ohne ein Vision zu benutzen. Also Digga, wenn er nicht der Hydro Dragon ist, dann weiß ich halt auch nicht. Vor allem, die Sache ist, auch noch eine Sache. Hier. Ich weiß nicht warum, aber seine Haare, wie sie nach hinten abstehen, sehen genau... Sind das überhaupt Haare? Keine Ahnung. Das sieht genauso aus wie dieser Scheißhörner von einem asiatischen Drachen. Es ist einfach so. Also es sieht nicht genauso aus, aber es gibt einem so richtig diese Vibe. So, es ist vom Prinzip her das gleiche einfach. Also, wenn er nicht der Hydro Dragon ist, wenn er es nicht ist, dann fresse ich einen Kackbesen. Das ist heftig.
Gibt es hier irgendwas noch zum Sammeln? Scheint jetzt nicht wirklich direkt der Fall zu sein. Kann ich hier durch? Hier nicht, schade. Da gibt es auch noch eine Tür, aber da kann man wahrscheinlich auch nicht durch. Nö. Ja gut, dann geht's raus. Go to Café Lucerne. Das ist doch da, wo man auch die Daily macht mit dem Kaffee. Denke ich. Ja, das ist. Dann würde ich einfach vom TP-Point aus hingehen. Was macht man da jetzt noch? Stimmt, essen. Kann man nur fressen. I'll have that and that. Oh, and one of those two. Ooh, and no Fanta, thank you. Ich glaube, das ist jetzt mit 4.1 ist es neu eingeführt worden, haben sie es irgendwie, oder sind sie auf die Idee gekommen, dass die Charakter einfach TPen während den Animationen oder während den Cutscenes, dass es irgendwie spannender wird. Und jetzt spammen sie das überall rein. Erst haben sie es mit Farina gemacht, dann haben sie es mit Alekino gemacht, jetzt machen sie es noch mit Paimon. Und die Quest ist bis jetzt 10 Minuten lang, hätte ich nicht so viel Scheiße gelabert. Kann nicht sein. Es ist gut, sag ich. Es ist gut implementiert. Aber ja. Es gibt ein bisschen so mehr diesen Anime-Vibe, I guess. Okay, you sure ordered a lot. Didn't you just finish eating the cake that Neuvillette gave us? That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we're about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Ja, nee, ganz ehrlich, ich sag, Paimon ist einfach der fucking Gott des Raumes oder so ein Scheiß. Sie kann sich verschwinden lassen, aber sie kann auch unendlich viel Scheiß fressen. Du musst dir erstmal anschauen. Dieser Scheißkuchen ist größer im Volumen als Paimon selbst. Und die hat den Kack aufgefressen und kann weiter essen. Und noch vieles mehr. Also wenn Paimon nicht der Gott des Raumes ist im Game. Kein Plan, Bro. Was ist das eigentlich für ein Gesichtsausdruck, Bro? Das ist auch nicht mehr normal. Now that Paimon thinks about it, we've always Ich hab been grad super sehr careful viele ever since extra we Voice arrived Cracks in benutzt. Fontaine. Just to Weiß nicht avoid mal warum. breaking any strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves off to the fortress of Meropide. Maybe this is what they call fate. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. The fuck's this? Oh, what is that I Stimmt. hear? Is it the taste of a breaking story? Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him. But he didn't even show up. Serge. Ah, calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. As long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. Bitte was? You know we can still hear you, Charlotte. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the fortress of Meropide. Cryovision? You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. Trust. Never. We're just going there to, True. Oh no, Paimon almost forgot that Neuvilletts told us to keep it a secret. Ja, Digga, shut the fuck up, Paimon! Das ist einfach das, was man sagen muss. Going to serve our sentences and redeem ourselves for spoiling the ending of a detective novel in public. Huh? You're being arrested for that? Ja, trust. But now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable. Almost as offensive as committing theft. Ach so, ja, scheiße. You mean Paimon really did something that serious? See, I told you, Paimon, you didn't even think anything of it at the time. Sorry, Paimon really messed up. Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Bin's nur ich oder sind die Beine von Charlotte dünner geworden? Also, ich will... Die Sache ist halt, ich hatte mal einen Short gesehen auf YouTube. Das war noch während dem Event, wo Charlotte halt kein Playable Character... Ja, sie ist immer noch kein Playable Character. Da kam ja Charlotte einmal vor einem Event.
Und da hat jemand irgendwann mal so die Beine von denen verglichen. Wie gesagt, es war ein ganz kurzes Video. Ich habe halt mal kurz geschaut. Irgendwann mal kam das mir so empfohlen. Hab das gesehen und ich war so, hä? Hab's dann gesehen, auch in echt. Und jetzt erscheint es mir nicht mehr so, wie wenn die Beine fetter sind als bei anderen Charakteren. Ich bin mir nicht sicher. Just saying, just saying. Keine Ahnung. Right, there's still a chance. Since you're going to be at the fortress of Mirapede, would you be willing to help me gather some material for a Nein. story? About that, Paimon doesn't think we'll have any time. Oh, it's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face to face with the warden of the fortress. Nein. He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only Nein. those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredibly rare. Who? On top of that, the Fortress of Mirapede has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge there. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. You make it sound easy, but it really depends. Of course, I wouldn't ask you to do it for free. So this meal is on me. Oh Gott, du wirst so pleite gehen. Das ist heftig. Das ist wirklich Then it's bodenlos. settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? Ja, ebenso, Bro. Ebenso. Digga, die wird so pleite gehen, das ist heftig. Der Raum, der Gott des Raumes wird so fett alles in dieses scheiß Void stecken. Das ist unglaublich. Actually, ich glaube, deren Kameraschnitt ist besser geworden. Das ist so. Well, guess we have nothing to regret now, so let's get going. I had no idea you could eat so much. That didn't go according to plan. Please, please, don't forget about the material for my news article. Kein Problem, ich werd's vergessen. Warte, warte. Wait. Hannah just said something really ominous, didn't she? Ja. Ja, nee, ich glaube, die Beine sind nicht mehr unterschiedlich. Und mir fällt auf, dass Hutau rötlichere Haut hat als Charlotte. Also vom Farbton her. Aber ich glaube, die Beine sind jetzt gleich dick. Ich bin mir nicht sicher. Weil davor war es, denke ich, schon relativ sichtbar fetter. Keine Ahnung. Wie gesagt, das war... Fun Fact. Das Zeug hier, diese Wasserteile hier, sind zu gründen mit der Hintergrundmusik. Mit diese Wasserspiele hier. Oder? Nevermind, es kann auch sein, dass es doch nicht stimmt. Vielleicht nur während der Nacht. War es vielleicht nur in der Nacht dann? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das eigentlich mal gesehen, dass es so sein sollte. Silly Churl, Billy Churl. Okay, nee, es kann auch sein, dass es Cap ist. Ich dachte, es ist vielleicht true, aber ich bin mir jetzt nicht so mehr sicher. Ist auch egal. Also, let's go hier rein. Moment, ich soll da nach hinten. Lynette kann rennen. Ich behalte Lynette übrigens in der Party, weil falls ich dann irgendwie, wenn ich eine Archon Quest abschieße, zum Beispiel dann dieses Friendship bekommen sollte, dass es dann halt auch automatisch zur Lynette geht. Und hier ist jetzt der Udex. All right, Neuvillette, we're ready. Is this where the entrance is? You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Mirapede from Irenaeus. Was? Careful.
You may want to step back a bit. Whoa! So you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry. It is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. Paimon hopes you're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Wriothesley. He's a very tatsächlich dann noch. shrewd fellow. Was heißt Yeah, shrewd we nochmal? heard Ich about him glaub, too. He's fair that irgendwas. Duke, right? Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Nee, klug, Even though aber you are meine ich mit going dumm. there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever gut, dass leaves mein the Treffen fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. The Duke Wriothesley. I'll keep that in mind. All right, that's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Good. Madeline! I'm here, Monsieur Neuvilletts. Monsieur. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. Kann nicht sein. Manche sagen Monsieur, manche sagen Monsieur. Neuvilletts oder so ein Ach, keine Ahnung. Bro. Ist halt so geil, wie auch noch von Voice Actor zu Voice Actor die Namen einfach anders ausgesprochen werden. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meripede. Was? Note involvement in other quests. Current quests. What? Na, Bro, das kann nicht sein. Continuing the current quest. Man kann jetzt sagen, in welcher Quest der Charakter stationiert sein soll? Ah, das ist so geil. Das kann nicht sein. Continuing the current quest may cause parts of the following quests to become occupied. Progress cannot be made on occupied quests. Unfinished comedy, world quest. Continue this quest. You can choose to continue quests from the quest menu. Natürlich erstmal continue current quest, aber das ist so ein geiles Feature. Kann nicht sein. Es ist so ein Feature, das man seit Jahren braucht in diesem Game. Es war ja immer so, dass wenn man zum Beispiel Hintyu Story Quest gemacht hat und er kam in der Archon Quest vor. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er in der Archon Quest vorkam. Ich glaube, er kam schon vor. Dass man dann in der Archon Quest nicht mehr weiterspielen konnte, weil Hintyu in seiner Story Quest ist. Du musst erst mit Hintyu mit seiner Story Quest abschließen oder einen Part abschließen. Oder wenn es halt Hintyu Story Quest selbst ist, dann müsstest du den ganzen Part abschließen. Und dann kannst du erst deinen Archon Quest fortsetzen, damit er wieder available ist. Und jetzt kann man es auswählen zwischen, spiele ich jetzt die eine Quest oder die andere. Ich mache hier solche Handbewegungen, das ist so unnötig. Ich habe keine Facecam, was mache ich? Genau. Du kannst jetzt wählen zwischen dem einen oder dem anderen, indem du halt sozusagen halt hier F oder C drückst, um dann sozusagen dem Vorrang zu geben oder der Quest Vorrang zu geben. Das ist so geil. Es ist so wichtig. Oh mein Gott, hätte es das Feature damals schon gegeben, da hätte ich die Ayato Story Quest nicht skippen müssen. Das ist so geil. Wichtig. So, Alter, ich mag derzeitig Fontaine so sehr, weil Fontaine einfach so viele geile neue Features eingeführt hat. Das ist unfassbar. Also, weiter geht's. Bis in die Tiefen. Wie gab's davor das? Achso, ja, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier dann runter gehen können würde. Ah, hier sieht man dann, in welche Richtung es geht. Jetzt dann. 6 Meter pro Sekunde in etwa. Are we already 18 km/h. underwater now? Huh. So this is what it feels like to be a Ja, nächste criminal schneller in als 6. Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. Ich habe erst 7 bis 8.
Meter pro Sekunde. Das ist schon relativ schnell, der Lift. Was, wenn ich nach hier gehe? Okay, das geht. Wenn ich nach hier gehe, ist nichts. Ah ja, gut, okay. Ich denke, hier gibt es bestimmt noch Sachen zum Exploren. Kann ich runter? Hier kann ich nicht tauchen. Schade. Also ich glaube, ich bin mir sicher, hier gibt es noch unendlich viel zu exploren dann. Bin ich überhaupt noch auf 100% dann? Es zählt dann immer noch als 100%, okay. Dann denke ich nicht, dass es hier besonders viel zu exploren gibt. Aber wahrscheinlich schon. Bisschen was. Okay, ich kriege hier auch kein Licht scheinbar, das ist schade. Aber ja. Exploration ist... Ah, ne, praktisch nicht gegeben, nevermind. Vielleicht geht es noch ein bisschen weiter hier. Es geht bestimmt weiter, nevermind. Aber ja, wenn ich halt schon 100% habe, dann wird hier bestimmt nicht nochmal deutlich mehr Exploration geben. Das wird dann wahrscheinlich für die oberen Regionen gelten, für die 2 neu eingeführten. Oh, it's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Monsieur Neuvilletts personally requested I escort these 2 convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Es ist nicht ein bisschen sus, dass gerade diese 2 Leute hier für irgendetwas convicted werden? Vor allem auch noch, dass du ins fucking Gefängnis gehen musst. In ein recht mieses Gefängnis sogar tatsächlich, muss man sagen. Dafür, dass du scheinbar eine Story gespoilt hast in der Öffentlichkeit. Also in der Öffentlichkeit. Oder keine Ahnung, was sich Monsieur Neuvilletts ausgedacht hat. Oder warum sage ich selbst Monsieur dazu? Was sich Neuvilletts ausgedacht hat. Aber what the fuck? Er muss sich schon was Hartes ausgedacht haben. Ist es denn nicht sus, dass gerade die 2 hier das ausgeführt haben sollen, scheinbar? Ist auch egal. Well, now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I get to see every day are the new inmates. Well, have you tried service with a smile? Who knows? Have you It might tried help your professional smiling? reputation. Mann, Yeah, der right. beste Rat der As Welt. if. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. Oh, she's True, got a point. Well, I've finished transferring you. You 2 will register here, and Moret will guide you through the remaining procedures. Yep, I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. Warum haben sie nicht irgendwelche Shifts? Weil das macht auch keinen Sinn, dass du immer Okay, das gleich machen let musst. me see. You are the Traveler and Paimon, correct? Present. That would be us. Let me confirm your charges and sentence. Let's see. You 2 are charged with Okay, was ist es? eating a cake specially prepared for the Archon Quest envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political Kann nicht center sein. of Fontaine for a brief period. Kann nicht sein! Sentence, 45 days? Eating a cake specially prepared for the Archon by a Schnessneien envoy without the Archon's permission. Kann nicht sein, er hat den Kuchen von scheiß Farina genommen, ihn an Paimon verfüttert und das als... Oh mein Gott, kann nicht sein, Bro. Das ist... Oh mein Gott, 45 Tage. Oh Mann, das ist actually geil, actually. Sehr gut. Wait, you mean the cake that Neuvilletts gave us was... Ich dachte mir halt auch, ich Just dachte mir auch looking at davor the schon. charges, it seems you 2 are capable of causing some serious trouble. Das ist halt genau das, was ich dachte. Ich dachte mir so, ja, ist egal. Ist wahrscheinlich der Kuchen, wie auch immer. Aber ich dachte mir schon so, das ist doch der Kuchen von Kino. Ich dachte mir so, hä? So, ist es okay? Und am Ende ist das einfach das, womit der einen verklagt. Kann nicht sein, Mann. Ich habe übrigens richtig fett von Nick abgefärbt, dieses kann nicht sein, die ganze Zeit als Tick. Ich glaube, das hört man noch die ganze Zeit, dass ich das sage, aber trotzdem, es ist einfach gut. Also sorry, falls ich das zu oft sage. Also, niemand wird das jemals hören, was ich hier gerade sage, aber you know. And considering how fond Lady Farina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself.
Geil, you flatter us. You really have an eye for criminals. Now I've seen everything. Ah, ja. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mug shots with my camera. Ja! All right. But be sure to catch Paimon's good side. Bro, shut the fuck up, Paimon. Die Mugshots. Das wird auch geil. Es erinnert mich an Donald Trumps Mugshots. Warum ist Paimon so groß? Müsste man sie nicht von unten auf nach oben eigentlich fotografieren? Also sozusagen, dass sie auf dem Boden steht. And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Was? Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days! You two are the new inmates, right? Ist nicht so, dass man Follow dann, me. ist nicht so, dass sobald... Warte. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch von irgendwo anders, aber war es, sobald du einmal hier unten bist, kriegst du erstmal eine kleine Charge, aber das wächst dann sozusagen mehr, weil irgendwie kommt dann jenes zustande, irgendein Kack, und dann kriegst du noch einen Charge obendrauf und noch einen Charge und irgendwann mal verlängert sich das auf lebenslang und doppelt lebenslang und irgendwie 7 Millionen Jahre oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Oh, okay. Paimon is Paimon and this is the Traveler. Save it. Not like I'll remember your names. Move it. Ich habe gerade meine Fresse gehalten, weil die Ambiente gerade war schon heftig. Muss ich sagen. Also die Atmosphäre ist, finde ich, richtig gut. Bis jetzt. So, are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here? Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? You shouldn't seem like a guard. Why were you sent to bring us in? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupons? Ja, man kriegt davon Belohnung natürlich. Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. Warum benutzt du lyrische... Es waren nicht lyrische Mittel, oder waren es lyrische? Egal. Irgendwelche sprachliche Mittel. Das sag ich. Warum benutzt du sprachliche Mittel, während du hier normal sprichst? Kann nicht sein, Mann. So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. Ja, auch dann sind noch And Leute this mit is also exactly why so many geboren. criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Paimon was under the impression that it'd be more like a prison. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Es ist
Das ist die nächste Line vom Trailer. I see. Ich dachte, war sie nicht von Freminute? Eigentlich? Keine Ahnung. Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Have you ever seen the Duke? Keine Antwort. Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all Sad. you care about is Mora! Wait, no. Coupons? Almost there. It's down through here. Your turn to give it a try. Visitor to the Aquarium. Okay. Ride the Rift. Okay. Erstmal hat man hier einen TP-Point natürlich. Ah ja, mal ist schon? Hier, okay, ja gut, das gehört dann natürlich alles zur Exploration von dem Gebiet. Ach, stimmt natürlich, das Schiff hat eigentlich hier rübergetragen. Kann man nicht angreifen. Das sieht cool aus. Ich sage, das wird noch eine Relevanz haben vielleicht. In irgendeiner Quest. Also entweder in der dritten oder in der vierten. Also im dritten oder vierten Akt. Kann ich natürlich nicht sicher sagen, aber ich denke, eventuell. Sieht einfach so andeutend darauf aus. Hier kommt man dann wieder nach oben, oder wie? Oder hier kommt man eigentlich auch über andere Wege dorthin. Ich weiß, eigentlich sollte ich jetzt hier das machen, aber ich will mal kurz schauen, ob du auch über andere Wege dorthin kommst. Eigentlich sollte sowieso das Ganze unter Wasser sein. Also, wahrscheinlich kommt man da schon hin, das bringt einem bloß nicht besonders viel. Also, was jetzt den Archon Quest betrifft. Also, du kommst nicht in dieses Unterwassergebiet. Ich schau mal, also auf jeden Fall, ja, man kommt hier rüber. Man sieht auch schon hier ein TP-Point, ja, Statue of Sam, das ist die da hinten. Hier ist auch noch eine Statue of Sam. Man wird hier auch nicht mehr von Paimon zurückgeschickt. Das sieht cool aus, ja. Ich würde aber lieber die Statue of Sam hier zuerst aktivieren, denke ich. Weil dann kann ich auch auf der Map ein bisschen was sehen. Hier ist ein Vogel. Ich habe gecrittet scheinbar. Subdetect. Was? Okay, das ist Liffey Region. Und ich habe 2% Exploration einfach nur durch die Statue of Sam, okay. Ja, hier ist noch irgendwo... Ja, komm. Oder nee, ich sammle erstmal gar nichts ein. Ich bin hier nur hergekommen dafür. Ansonsten gehe ich zurück hier nach unten. Und holy shit. Die Unterwasserregion hat sich um ein gutes Stückchen erweitert. Das heißt, es gibt mehr Exploration jetzt wieder. Ja. Also es geht irgendwie bis hierhin. Ich muss halt schauen, dass ich nicht... Also dass ich halt weiß, was ich schon explored habe und was ich dann skippen kann. Beziehungsweise was ich dann noch machen muss. Das ist ja das Wichtigste. Ansonsten jetzt sollte ich vielleicht tatsächlich weitermachen. Jetzt kann ich nämlich auch ein bisschen so sehen unter Wasser, wo ich jetzt bin. Komme ich dann nach oben? Weiter nach unten. Okay. Also noch tiefere Tiefe. Kann man nicht gleiten? So, we're going even deeper now? Just how deep down are we? It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. Ah ja, jetzt sieht man schon. Go to the corner of the corridors. Warte, welches? Das ist R1. So this is the actual entrance to the fortress of Meribed? Scheinbar. Huh. It looks like there are other new arrivals too.
Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. Yeah, probably the only one who doesn't fit in. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, Jetzt stell ich mir grad so eine Neuvilletts might Scheiße not be vor. able to rescue us. If we ever get found out, then maybe we'd become criminals for real. Aber der Judex auch. Scared Paimon? Oh, Paimon's not ready for all this. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened to anger someone important, did you? Farina selbst. Someone important? Paimon doesn't think so. Den Gott der Nation. Trying to talk to us now. Das ist Now's nichts not the time to Besonderes. worry Okay. about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. What was that all about? Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? Apparently not. Does this mean that They're Riots already die? onto us? Get ready to fight. Nee, es ist Riots die, der kommt. Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. Die Frage ist so, warum ist hier Fragezeichen, 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 wenn doch höchstwahrscheinlich jeder, der das Game zockt, schon weiß, wer es ist. Okay, nee, tatsächlich Action Diamond. Ich wollte ein bisschen mich beschweren, aber es macht keinen Sinn. Nicht jeder neue Spieler würde direkt wissen, wer der Charakter ist, aber trotzdem. When I heard that you were friends of Monsieur Oh ja, eine Neuvilletts, Menge had the Scars. Gardamex come and wait in formation. Eine Menge Wait, you know about our connection with Narben. Neuvilletts? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair. So you must be... The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the fortress of Meripede had been built on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, So this is the das? Duke. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. Warum sagst du so laut, the fuck? The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? It was okay, his attitude could use some work though. He's taken really great care of us. Splendid chap, really. Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed fate during our last work meeting, I believe that fate will reward all those who take every aspect of their work in life seriously. When you return to your bunk, you'll find the guards have issued some extra credit coupons to you. Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't believe you gave me such praise. Okay. If you need anything in the future, anything, please, come find me anytime. No credit coupons necessary. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Es war irgendwie eine schnelle Änderung in seiner... Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life seine here. Einstellung. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Sinn He's gemacht going hat, so to wie ich meinen Satz personally give us zerschnitten a habe. cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at Let's all. just roll with it for now, but I hope he doesn't know too much already. Roll with it, like No Sayu. wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with him. Ein weiterer Husbando-Charakter für die weiblichen Sims. Oh. Surprise! Was ist das? Gibt's hier irgendwas? Bin in so etwa 30 Minuten zu... Warte, was? Frau Schatten mir irgendwas geschrieben auf Discord. Bin in so etwa 30 Minuten zu Hause, dann pull ich, falls du Zeit hast.
Also, das ist ja heftig. Er wird pullen, das heißt, er wird auf Neuvilletts pullen. Ich bin da zu 1.000.000% dabei. In etwa einer halben Stunde, das heißt... Ja, ja. Wie groß ist eigentlich... Oh, fuck. There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Ja, trust. Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no-good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. In the Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the Fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? We should still try to verify the truth with our own eyes. Let's continue this way. Okay, was jetzt? Precisely at the Pancration King. Was ist eigentlich What? Der ist ein Staff? Man kann mit dem reden? Let's go. I'd like a welfare meal, please. Understood. Enjoy your meal. Ja! Warte. Used to obtain a meal. Warte. Oh, das ist cool. Warte, wo ist es? Wo ist es? Expired das nach einem Tag oder nicht? Ich weiß nicht. Ich würde es dann gerne einsammeln. Ich use es mal. Thanks for your patronage. Fontanian Onion Soup. Ey, das ist voll cool. Ich mag das Feature. Okay, have another. Just kidding. Was ist... Oh, Mann. Wo ist der Slip hin? Der ist wahrscheinlich nirgends zu hindern. Der verschwindet einfach. Du kannst ihn einmal lesen und das war's, oder? Oder landet er hier irgendwo? Ich glaube nicht, dass er hier irgendwo landet. Ja, nee. Der verschwindet safe. Aber das ist cool. Ich glaube, wenn ich jetzt mit ihm spreche... Ja. Ja, aber es gibt noch Paimon, what the fuck? Ich will auch Paimons Essen haben. Ja, aber das ist actually ein cooles Feature, das mag ich. Ich werde das jetzt jeden Tag abholen. Das ist heftig. Man kann diese Teile aktivieren. Oder treffen zumindest. Das heißt, und die sind Numa Oja aligned. Da sind halt beides zusammen schon, also keine Ahnung. Das heißt, irgendwas kann man mit dem bestimmt auch machen. Der TP-Point hier ist unten drunter.
Was ist mit der Hintergrundmusik? Hä? What should we do for our next performance? Die Musik ist schon wild. Muss ich sagen. Es passt nicht ganz, aber es ist schon wild. Ja, hier kann man sich hintippen. Genau, okay. Fortress of Repeat. Was macht der Guard? Interessiert mich nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Hier kann man nach unten gehen weiter, was einsammeln. Das ist interessant jetzt, auf jeden Fall. Moment. Hier kann man nicht abtauchen. Und was ist das dort? Das Welfare Meal. Ich hoffe, ich kann mich jeden Tag daran erinnern, das einzusammeln. Ich will's haben einfach. Also for real, du kriegst ja einfach for free Food Buffs. So, ich hab Bock drauf. Enter the office. The office, by the way. Gibt's hier eine Chest? Ne. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier nach oben zu kommen. Ich glaube, das ist scheinbar... Aha, ich sitze auf Rioths Stuhl. Oder Sessel eher. Auf Rioths Stuhl. Genitiv. What the fuck? Hä? Hä? The fuck? Okay, dann... Ja. Leuten geht's gut. Wie sitzt die eigentlich? Oder sitzt auch so. Und männliche Charakter sitzen dann wahrscheinlich eher so, ja. Wahrscheinlich haben große und kleine und mittlere Charaktere halt noch einen Unterschied. Also die kleinen Mädchen springen ja immer. Und die großen, keine Ahnung, bei Männern und Frauen keine Ahnung, was sie da machen. Ich habe jetzt aber eine Zeit, dass ich zurückgehe. Also endlich mal weitermache. Aber davor gehe ich immer auf Toilette, weil ich muss. Also bevor es weitergeht, ganz kurz Pause. Okay, ich bin zurück. Das heißt, es geht weiter. Surprise. This place is known as the Pancration Ring. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. In that case, I'll pass. No, seems you know me too well. So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Of course, the fees are also quite useful. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that,
No. That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Okay, gut. Also weiter. Pancreation Matches. Ich bin interessiert. Ich will mal kurz schauen. Damit kann man wahrscheinlich hoch... Ah, gut, komm. Mach ich dann doch nicht. Aber weiter. Wo ist der TP-Point? At Dormitories. The fuck? Warum ist es so weit oben? Ach, da oben ist dann noch der TP-Point. I see. Ich habe da schon eine rote Leuchte gesehen. Was das macht? Wird vielleicht ein Unfall, oder nicht ein Unfall, sondern ein Notalarm ausgelöst wegen irgendetwas. Und das... Also, natürlich sollten die Teile existieren, aber... Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man sie schon hier implementiert im Game, dass man sie dann auch benutzt. Warte. Ach, ich soll da noch rum. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait, what time is it again? What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. Ja, das ist ein Problem, unter anderem, wenn man zum Beispiel nicht im natürlichen Lichtzyklus lebt, ist, dass man halt den Rhythmus verliert eben, weil das Licht der Sonne ist ja eben genau das, was einen im natürlichen Zeitzyklus bindet. Und wenn man unter der Erde lebt, dann könnte es einen sehr stark den Sinn der Zeit rauben. Manche Leute denken dann zum Beispiel nach einem Tag, dass schon 3 vergangen sind. Und manche würden nach 3 Tagen denken, es ist erst einer vergangen. Das ist auch etwas, das schon in Experimenten durchgeführt wurde, also just by the way. Wobei das erste auf jeden Fall, dass man denkt, dass die Zeit langsamer vergeht, beziehungsweise, dass man nach einem Tag denkt, es sind schon 3 Tage vergangen. Andersherum bin ich mir nicht sicher, aber ich denke mir, das wird auch Sinn machen. My apologies, Your Grace. Ich glaube, es trifft beides gleichzeitig zu. So am Anfang, wenn du noch nicht weißt, wie viel es ist und du abschätzen sollst, wie viele Tage es sind, fängst du an, erstmal viel zu viel abzuschätzen. Wenn du zum Beispiel 2 Tage drin bist, wirst du denken, es waren 5 oder so ein Kack. Aber mit der Zeit wird es genau andersherum sein, sodass zum Beispiel, wenn du nach 10 Jahren zurückkommst, vorausgesetzt, die Person ist nicht schon längst komplett verrückt, was sie mit einer 99,9999%iger Wahrscheinlichkeit wohl ist, in dem Fall würde man dann wahrscheinlich denken, dass nicht 10 Jahre vergangen sind, weil du praktisch 10 Jahre Void hattest, 10 Jahre gar nichts. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, waren es 2 Wochen? Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht von Zahlen, beziehungsweise vom Scaling nicht ganz so, aber es stimmt tatsächlich so, wenn du jemanden außerhalb des Lichtzyklus komplett lässt, also dass es gar keinen Zyklus gibt, dass alles die ganze Zeit monoton bleibt, kann es sein, dass es passiert, dass zum Beispiel 1 Jahr vorbeigeht und man denkt sich, es waren gerade mal 2 Wochen oder sowas in der Form. Weil man hat ja nichts getan. Wobei, natürlich, es kann auch sein, dass man dann produktiv ist und sowas, aber allgemein, wenn man dann zum Beispiel nichts getan hat oder weniger produktiv war oder was auch immer, dann kann es ja sein, dass es sich sozusagen im Kopf so anfühlt, wie wenn es weniger war, weil man halt weniger gemacht hat. Just by the way. Jeez, that guy's so nervous he almost forgot to breathe. Sorry, forgive my manners. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Wow. Ja. Wait, you're Das the wird wahrscheinlich manager the of way this to go place, and you're just sein. telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce,
Many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences, but also a giant machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Thank you, Your Grace. You got it, boss. Let's move on. The tour continues over this way. Was macht Lily hier? What the fuck? Hä? Oh! Der Herr? Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. Kann nicht sein. The fuck? Hä? Warum ist Lily hier? Er wurde doch freigesprochen. Hat er nochmal was gemacht? Aber es gibt ja auch noch im Trailer, da sagt er so, what have you done to my siblings oder so. Das heißt, okay, man könnte schon denken, dass er hier irgendwie involviert ist, aber trotzdem. So, hä? Das kam so random. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. Trust. Und jetzt ist er einfach erst weg-TP. Und der andere TP-Punkt ist halt unter der Erde, das heißt, da werde ich jetzt erstmal nicht hingehen. Das sieht so aus wie die Sewers, also... Ja, nicht wirklich zu sauber dafür, aber... Sewers ist ja... Wie ist nochmal? Abwasser, Kanalisation. Genau. Oh. Yeah. The scent of treasure. Es hat einen Geruch. Fuck. Waste a Great Sword. Wie viele Waffen habe ich? Ja, sit close. Ah, das ist das Vieh, stimmt. Wird das ein oder wären das zwei Charakter? Es wären safe zwei Charakter. Ein Lully und ein... Ja, okay, Wraithsly weiß man ja schon. Nevermind, was laber ich? Your Grace? What are you doing in the infirmary? Warum weiß... Warum... Oh no, you didn't injure yourself, did you? Warum weiß man, wie sie heißt, aber bei Wraithsly wusste man es nicht? Macht überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Weil bei ihr wusste ich wirklich nicht, dass sie Siege Win heißt oder irgendwas heißt. Oder Siege Winne. Was auch immer das halt sein soll. Herzchen hier auf dem Bauch. Ja gut. Die wird halt der nächste Lolly-Charakter. Und hier ist noch ein großes Lebkuchenherz. Das sieht aus wie ein Lebkuchen. Das ist nicht wirklich ein Lebkuchen, aber trotzdem ein Lebkuchenherz da. Was wird sie sein? Ist sie in Nemo? Sie sieht aus wie in Nemo, Hydro oder Cryo. Ich würde sogar eher fast sagen... In Nemo wäre halt sehr nice wegen originell. Aber ich denke eher Hydro. Hydro gibt's aber auch noch keinen. Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Siegeween. Dolly heißt ja by the way einfach nur kleines Kind. For those two. Also kleines Mädchen. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Siegeween here is the Fortress of Meripede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Ja gut, Hydro. Dann hatte ich wohl recht mit Hydro. Ich glaube, so Nemo sieht halt unwahrscheinlich aus. Einfach Hydro macht mehr Sinn auch. Aber ja, gut, Hydro, Hida. Hoffentlich nicht so ein Reinfall wie Chi-Chi. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Was? Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your kleines work, Gebiet. there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well,
Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Ja, sie boosten Defense. Bis jetzt. Hä? Drei Betten. Stark. Boah, Digga, die sehen so ranzig aus. Das ist heftig. Wirklich, wie ranzig die aussehen. Das kann man auch nicht mehr fassen. Das ist ungreifbar. Welch eine Ranzigkeit über die diese Betten verfügen. Das war knabber irgendeine Kacke, by the way. Gibt's hier oben irgendwas? Was, wenn zum Beispiel dort oben hingeht? Ich meine, hier sieht es so aus, wie man durchgehen kann noch irgendwo. Ja, hier geht's dann weiter wahrscheinlich. Okay, ich will mich jetzt auch nicht zu weit entfernen, also komm. What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious! Neuvillette made it sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? Ja, es ist aber halt eine Mahlzeit pro Tag. Oh, isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. Ah. It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Hä, was ist das mit Preferential Treatment? Ich verstehe nicht mal warum. Also, für was? Hi, Frau Spulidi. Jojo, oha. Was geht, willkommen. War's schon eine halbe Stunde her? Ah, fast. Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure! Excuse me, did I hear you mention Neuvilletts just now? I've been wondering how he's doing. Is he busy with work? Has he been taking care of his health? Bro, what the fuck? Woher soll ich das wissen? But he works so hard all the time, so it must be really tiring. Die sieht so aus wie so eine Kreuzung aus Melusein und Mensch. Oder Melusein und Hydro Dragon oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Das könnte gefühlt die Tochter von Neuvilletts sein. Nee, actually nicht. Nee, was laber ich? Aber die ist doch auch kein fucking Mensch. Was hat sie? So einen komischen Schwanzflügel und irgendwelche... Ich glaube, man weiß, was ich meine. Ich hoffe bloß, dass sie nicht der Hydro Dragon ist. Ich hoffe, dass es Neuvilletts ist, wenn es sie ist. Sie hat ja auch eine Vision. Wenn sie der Hydro Dragon ist, dann werde ich sauer. Weil Neuvilletts muss der sein. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sigewinne. Oh, that's good. But I still feel like it's been Ja, nee, niemals ist sie der Drache. In keiner Welt. No news is good news. Komischer Hase, wenn schon. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meripede independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Neuvilletts' character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvilletts. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. Understood. You're very welcome. Well, your new life awaits. Ja, aber die Voice-Lines von Ripe, die klingen richtig smooth. I don't know. Ich finde, klingt sympathisch. Guter Sprecher. Sehr guter Sprecher. Ja, Frau Spulli, das ist die Frage jetzt. Willst du pullen und ich kann zuschauen? Oder willst du nicht jetzt pullen? Weil wenn du jetzt pullst, bin ich natürlich dabei. Ansonsten würde ich noch das nächste Ding machen. Weil jetzt gerade ist natürlich eine gute Pause. Ansonsten würde ich hochgehen und Archon Quest einfach weiterzocken.
Muss noch kurz payen. Okay, okay. Valid point. Understood. Ich schau noch kurz, was das ist. Das sieht sass aus. Huh? Just as I expected. Credit Coupons. Wie viele habe ich von denen? Wo sind die überhaupt? 30. Ah doch, hier ist der Fortune Slip. Tatsächlich bei Quest Items. Was ist das? Treasure. Das sieht ja aus wie so ein Item. Ich meine wie ein Artefakt. Ja, ist auch egal. Dafür muss ich das Game updaten auf einem Gerät, das Giftcards unterstützt. Also geht maybe so in 5 bis 10 Minuten. Ja gut, perfekt. Dann glaube ich, mache ich vielleicht doch noch kurz den nächsten Part. Ich glaube, es dauert nicht länger als 10 Minuten, oder? So. Sollte nicht. Das heißt... Das heißt, ich mach mal noch erstmal kurz die nächste Szene. The Traveler and Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Follow me. Yes, Chef. Sieht schon ein bisschen ranzig aus. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this! The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. Ja, mein Vater ist kurz reingekommen, kurz wegen Chilling. Aber ja, checkst das neue Daily-System. Hab aus Versehen 2 Dailies gemacht. Und dann Post-Champ. Ja, Post. Ich glaube, es funktioniert halt eben so, es gibt ja, genau, du kannst halt eben die 4 Dailies machen natürlich, aber du hast noch andere Sachen, die du erledigen kannst. Und das ist halt eben, und bis zu 4 davon kannst du ja halt machen pro Tag. Entweder 4 Dailies oder zum Beispiel 3 Dailies und eine extra Task oder 2 Dailies und 2 extra Tasks. Dann kriegst du halt nicht mehr Belohnung. Und dann kannst du halt unter anderem World Quests, Archon Quests, Story Quests machen, Event-Zeug oder auch einfach nur Chests öffnen, also ein bisschen Exploration oder auch zum Beispiel irgendwelche Oculi sammeln. Das eine ist natürlich nachhaltiger als das andere. Die Daily Commissions sind natürlich die nachhaltigsten und die anderen Sachen sind halt so, muss man halt mal schauen. Die Sache ist halt, am Ende kriegst du für die Sachen, die du ausführst, dann halt eben die Belohnung, die du auch bekommen würdest für eine normale Daily. Und ja, das war's dann halt. Macht Sinn, hab Truhen geöffnet. Genau, davon kriegst du halt eben dann dieses Zeug. Also das mit Truhe öffnen ist halt, finde ich, sehr cool, weil just saying, du kannst einfach in irgendeine Region gehen, die du noch nicht 100%ed hast, öffnest 2, 3 Truhen, machst noch eine Daily und das war's. Also es geht schnell. Ich mag das System sehr. Es ist auch noch etwas... Du hast die Option dazwischen zu entscheiden, ob du die Dailies machst oder ob du sie nicht machst, weil du kannst auch das andere Zeug machen. Natürlich, es wird schwer irgendwann mal mit der Zeit, weil irgendwann mal hast du halt zum Beispiel nicht mehr die ganze Exploration oder sowas, aber ganz ehrlich, es kommt ja sowieso immer neue Patches raus, immer neue Regionen, das heißt, an und für sich könntest du auch einfach gar keine Dailies mehr machen, glaube ich, von vorne jetzt. Also ab jetzt. Ich werde sie wahrscheinlich trotzdem noch weitermachen. Teilweise. Aber ja. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvilletts. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvilletts. Ey, das war immer noch geil. Is it You are possible that he charged knows for we're here on a mission? Or is eating Paimon overthinking things? a cake. Warte, it's very possible he probably knows more than he's letting on. Sus Paimon ate that cake. Kann nicht sein. Bro, na. Alter, ich hab so darüber nachgedacht, will ich den Joke bringen, will ich ihn nicht bringen? Ich habe mich entschlossen, ihn nicht zu bringen. Und dann kommt Frau Spolini mit Sasuke, Paimon ate that cake. Naja, es ist ja auch egal.
It's very possible. He probably knows more than he's letting on. Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." The fuck? Anything honey. Paimons Aussprache. Legendär. Wobei, das war ja auch extra, aber trotzdem. But there's nothing we can do about that. We're already here after all. By the way, das mit diesem Cake. Das war auch so wie gestern. Gestern so ein Mädchen sagt, ich habe Kopfschmerzen. Ich hätte so darüber nachgedacht, soll ich diesen scheiß Witz bringen oder die Scheißfrage mit, hast du genug getrunken? Ich habe nichts gesagt, habe mich entschlossen, nicht diesen Scheißspruch zu bringen. Und dann kommt der und dann sagt die so, aber ich habe doch eigentlich genug getrunken. Ich eben so, oh mein Gott. Ist genau das gleiche, genau die gleiche Situation gefühlt. Ja. Leak Art, hey hey, jojo, was geht, willkommen im Stream. By the way, ich habe gehört, dass es nicht stimmt mit diesem Chingling Off. Scheinbar hat er nicht meinen Twitch in seiner Bio. Aber ja, ist auch egal. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvilletts empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." Trust, das kommt gut. And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvilletts, right? Das ist halt so, deshalb frage ich mich so, wie bist du eigentlich drauf gekommen? Also auf diesen Dings. Also an die gerichtet ist es. Aber egal. Diese Betten sind aus Stein. Sind sie wirklich aus Stein? Sind sie nicht aus Metall? So, we at least need to try. Das ist doch trotzdem kacke. But egal wie. Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. There was one other important thing. You mean? Lenny's presence here. So wie ich es gesagt hatte. Ja gut, dann keine Ahnung. Sehr verwirrend. Yeah, aber that's passt. what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Lenny as just another inmate. Ich schwöre, ja, nee, ist okay, passt. Hard to help clear Lenny and Lynette's names, and yet we turn around and bam, he's in prison anyway. Das ist auch geil. Ey, aber, ja, das mit dem... Ich habe gesehen, dass in seiner Bio Chingling P11 verlinkt ist, aber nicht Chingling LP. Du weißt, was ich meine? So. Ich bin verwirrt. Egal, wie man es sieht, aber ist egal. Wie gesagt. Oh, right! Lenny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! And look, there's something over there. Huh? Oh, Aha. it's a card! Paimon didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's Jetzt in poppt er prison so aus der and still Karte doing his raus. little tricks, huh? Let Paimon have a look. It was nice to bump into you again. Schade. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. This proves that he's up to something here too. If So, you bin say ready. so. We Okay, can ask dann. him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Ja, also ich würde dann sagen... ich mache das noch kurz zu Ende bis zum nächsten Part, wo man Pause hat. Hey, you're finally awake! Und dann ja. Well, it's Jojo. Paimon's first day as Was a geht? prisoner. Warte kurz. Last night, Das Paimon ist- dreamed about also, getting interrogated das by ist the halt guards gerade noch am until Laufen, Paimon deshalb. told them everything, and then Paimon woke up. Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry, we're going right away. Okay, gut, jetzt. Ich denke mal, das... Ja. Also, erstmal, was geht, Frosch? Was geht? Wie geht's denn so? Gut, gut. Bist du bereit? Nein. Okay, ich darf es natürlich mitstreamen, gell? Ja, klar. Sehr gut. Also dann... Die... Ich weiß noch ja? nicht ganz, ob ich mein Glück auf dem Homer-Banner versuchen will. Auf dem Homer-Banner? Ja, weil Homer will ich eigentlich, aber die andere Waffe ist halt ein Downgrade. Ah ja. Ja, das dauert aber sowieso noch ne... Ja, nee, actually. Es macht halt Sinn schon, weil du sagst, du wirst ja sowieso den Dings-Jade haben. Wie heißt es nochmal?
diesen anderen halt. Siehst du, wo die Bonusse hin sind? Ja. Ja. Ja, gut, ja, stimmt, du hast ja gesagt, der, wie heißt nochmal, dieser... Wie heißt nochmal die Battle Pass Waffe? Sacrificial Jade. Ja, genau, der Sacrificial Jade ist ja R5 scheinbar besser, aber bis du ihn R5 bekommst, Ja. ist ja sowieso noch erstmal ein bisschen Zeit vergangen. Ja, also mit Furina ist er besser. Also, Ja. ich glaube, ich bin 30 Pity mit Chichi. 30 mit Chichi, okay. Machst du kein, irgendwie, wie ist nochmal, Ritual oder Nein, einfach direkt? funktioniert Einfach. alles nicht. Funktioniert nicht, okay, schade. Hab ich aufgegeben. Bei mir hat damals das Hutor-Ritual funktioniert. Das ist, okay, 40, eine Diona-Con, beziehungsweise Diona-Seed 20. Ja. Okay, 50. Aber zumindest ein Witz-Hit. Ja, nehme ich. 60. Oh Mann. Okay, nee, das Game ist einfach bodenlos. Ein besseres. 80. Auf Soft Pity. 71, 72, 73. Also ist okay, wenn ich mitzähle, oder? Ja. 76, 77 und 78, 79. Let's go. Ah ne, warte, das ist kein Win. Ist garantiert. Sorry. Ich dachte, das ist ein Win. Ich dachte, das ist ein Win, aber nevermind, stimmt. Du gehst nicht auf Constellations, oder? Also, ich hatte ja so Träume, dass so ein gewisser Hydro-Charakter kommt. Und seine C1 macht, dass quasi einer seiner 3 Stacks du gratis bekommst. Weil sonst ist es unmöglich, maximale Stacks zu bekommen mit einem Hydro im Team. Ja. Und aktuell ist das noch kein Problem, aber wenn die Träume wahr sind, kommt er einen guten Teammate. Ah, ja, ich glaube, ich sehe eine ähnliche Vision. Das ist schon wirklich krass, nicht wahr? Ja. Ja, ich glaube, ich warte auf einen Rerun, wo eine bessere Waffe da ist. Also für den Homer meinst du, ja. Okay, Ja, ist dann auf jeden Fall verständlich. mal schauen, C1 oder die Luke. Das ist 11. Oh ne, Jonathan kann gerade nicht. Das geht nicht. 21. Wer weiß, vielleicht Early, wer weiß. Oh, 3. 3 Forsters. 5 Ball. Das ist gut. Da geht die Whale Currency Behalt weg. mal noch ein Paar für, falls ich einen Skin hole. Oder Ja. so. Auf jeden Fall. Boah, Digga. Instant so viel converted. Oh, early, let's go. Wait. 50-50 Win, Post-Champ. Und die Luke. Oh nein. Ja. Kann nicht sein, Bro. Schade. Jetzt ist eine 5er Lose-Streak, ne? Ja, aber eigentlich ist das ein Win. Weil Ja, es ist early, ja. garantiert für 30 PT. Ja, ja. Und Wär's ein Win, Nari. ist besser, sage ich. Ja, klar. Jetzt C1. Gar nicht so schlecht. Ich spiele nach. Ja. Jetzt ist die Frage. Trust back to back. Ja, komm. Back to back. Wer weiß. Ja. Aber du musst ja noch genug übrig lassen für Farina. Das ist ja auch. Ja, aber vielleicht kommt Early. Vielleicht, ja. Jetzt kommt 36, glaube ich. 36 Early. Ah, ne. Ja, Homer ist immer noch. Was ist deine Pity? Aber die Chance ist. Glaube fast nichts. Die Chance ist halt sehr gering. Ja. Du hast den Key gekauft? Du hast einen Nido, ne? Ach stimmt, natürlich hast du einen Nido. Und nachher das Lampe auch noch. Arsch. War ein guter Banner. Ah ja gut, das macht Sinn, wenn man. Das waren Nahida und Nilo Banner, oder?
Genau. Ja, okay, gut, dann ist es sehr stark. Also wenn man beide hat, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, ich kann schon noch Furina C2 holen, auch wenn ich jetzt eine C1 hole. Von Okay. dem her. Mach, was du denkst, es richtig ist. 46 in etwa. Aber warte kurz. Warte kurz. Du könntest dir jetzt gerade mit den anderen Teilen noch 25 holen, oder? Ja. Nee, nicht 15. 15 weitere Puls holen. Das heißt, Genau. ein Multi könnte man sich dann noch holen. Ja, gut. Es ist halt close. Wobei, du willst dir noch die Boni kaufen, wenn es resettet wird oder noch nicht? Oder... Es kommt halt drauf an, weil ich glaube jetzt gerade rein rechnerisch sieht es ein bisschen eng aus. Ja, also ich meine, ich gebe schon noch Geld dafür aus, nicht? Damit will ich noch C2 holen. Ja... Ja, okay, gut. I guess nicht. Thomas wäre so ein Gegner, das glaubst du gar nicht. Ja, Thomas, am Raten, dass ich unter 100 ausgegeben habe. Er hat gar nichts ausgegeben. Ja, komm, jetzt. Ah, Mann. Der war jetzt der Soft Pity, ne? Nice. Ja. Gut. Ja. Ich meine, für meine Verhältnisse. Für deine Ein Verhältnisse. Early. So, mal schauen. Oh mein Gott, ich muss jetzt die Krabbe. So, aber das ist halt... Nicht nur ist das etwa so 25% mehr Damage, sondern auch noch eigentlich unendlich Interruption Resistance. Das ist cool. Jetzt flex deine Pieces. 42 Crit Damage. Oh, ich hab das nicht mal realisiert, what the fuck? Ich glaube, das Maximum ist 45 irgendetwas. Bro, Alter. Das ist etwas scheiße. Ja, das... Aber es ja, geht. Es geht. ist okay. Das ist, glaube ich, das Schlechteste. Ja, Bringt eigentlich fast nichts. Ja, EM ist nicht so wichtig, glaube ich. Wobei, es kommt drauf an, spielt man Hyper oder spielt man nur Reaction. Auch bei Reaction würde man ja normalerweise nicht mit EM haben wollen, sondern jemand anderes. Aber das ist ja voll krass, das Goblet ist. Ja, das ist eigentlich mein Jelan auf Peace leider 50-50 verloren. Also, ja, gut. wäre es Emblem, dann... Das ist insane. Ja. Aber es dann, ist... Das ist... Naja. Viel HP, warte. Die Ratio ist... Ah. Wie? Oh, da fehlt noch was. Hast du eine Crit Weapon? Also Raid? Ja. Ah, stimmt. Und 36 Crit Rate noch vom Set. True. Und dann... Holy shit! Und das ist schon heftig. Ascended mit Crit Damage. Also da kommt noch 88 Crit Damage dazu. 88? Ja, ich glaube. Er hat 88 das ist die 5-Star. Ja. Nee, Bro. Also, ja. Man kriegt doch 40 vielleicht. Also meine... Oh no. Oh no. Warte, meine Ganyu hatte damals Crit Rate 19,6, glaube ich, bekommen. Nee, Crit Damage war es irgendwie 40 oder was, 36 oder sowas. Aber doch nicht 88. Kann kurz schauen, aber ich glaube schon. 8, ja, doch, 88,4. 88 Crit Damage. Ja. Sicher, dass es nicht 38,4 ist mit den 50 vom Anfang? Weil ich glaube nicht, dass es so viel ist. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ich mein, Ganyu hatte das ja auch nicht. Ne, dann wäre es... Da müsste es jetzt 38. Das wäre ja sehr wenig. Jetzt müssten 20 dazu kommen. Ja, eben, das kann nicht sein. So, noch jetzt, aber dann müsste er 20 pro Ascension extra bekommen. Und jetzt kriegt er ja wie viel mehr? Tja. Ja, wie gesagt, also 8,6. Das sind die früheren Ascensions weniger. 9,6. Genau, 9,6 mal 4 ist ja unter 40 schon, ist dann ja halt eben 38,2. So. Warte, ich schicke dir ein Bild. Okay. Ich schau kurz danach. Das steht halt normalerweise. Ja, Was gut, der von der
das ist ja die Sache, weil deine Base-Crit, du hast ja die 50 Base-Crit und dann kommt ja halt eben noch das drauf, was du durch Ascension bekommst. Deshalb ist es bei 88,4. Weißt du? Kann schon sein. Aber das wäre dann ja nicht ziemlich wenig. Ja, aber 38,4 ist ja Standard. Du hast ja immer diese 38,4 oder 19,2. Das ist ja immer bei den 5 Stars. Wie gesagt, Ganyu hat ja auch 38,4. Und wenn du Crit Rate hast, Linny zum Beispiel hat ja auch 19,2. Es macht keinen Sinn, wenn Linny zum Beispiel jetzt 38,4 Crit Rate hätte. So, ich hoffe, die sind nicht unter Wasser. Ich will nicht sagen, aber die sehen so richtig aus. Ja, ja. Wenn die unter Wasser sind. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich die Archon Quest gleich weiterspielen würde, aber Digga, nee. Ey, erstmal cool, dass ich mit zuschauen konnte. Gerne. Ja, was? aber... Ja? Wo? Ah, fuck, die sind im Wasser. Ja. Also, und in dem neuen... Ja, das... Ich will, es sind die Sterne. Aber das Resin habe ich, glaube ich, ungefähr. Und sonst Prima Gems. Du hast Resin? Ja, für die Bosse. Ach so. Das mit Primogems, mach das nicht. Bitte mach das nicht. Oh, wirklich. Ich krieg davon Kopfschmerzen. Das glaubst du gar nicht. Das ist... Na, Mann. Das kann man nicht machen. Das ist illegal. Es gibt nur 79 pro Welt. Dann kann ich nachher bei dir vielleicht nachholen. Ja, klar. Oder geht das, während du die Story machst? Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, bis deine 89 oder wie viel auch immer durch sind, wird ein bisschen Zeit vergangen sein. Ja. Wo zum Fick? Ah. Das sind die neuen Scarabs. Aber wirklich. Scarabs habe ich nicht mal selber gefarmt. Habe jemanden bezahlt. Hatte so keine Lust mehr nach den ersten Farm. Weiß ich, irgendwie so 5 Schweizer Franken und er macht's für dich. Ja. Das klingt schon wild. Wo zum Fick? Habe ich bei Catch auch gemacht. Der keine Bock auf die Refinements. Oh Mann. Ich meine, es ist wahrscheinlich valid. Würde ich halt nicht machen. Die sind eigentlich noch chillig, die sind einfach so am Strand. Ja gut, dann geht's noch. Es gibt ja auch diese komischen Conscious Start, du weißt ja, was ich meine. Wahrscheinlich. Die ist auch schon ja. schicker. Sind das die nichts bringen? Ja. Ich frage mich, wofür sie da sind. Ob die überhaupt noch irgendeinen Sinn haben. Oder werden sie am Ende so wie Loach Pearls sein, die du in Re-Wafing kannst, am Ende gar nichts machen. Ja. Ich will dann nicht sagen, aber es könnte sein, dass wenn ich dann ich glaube, wenn ich die Archon Quest weitermache, dass ich dann irgendwann mal eventuell auch aus dem Call wieder rausgehe, weil you know, ist die Quest dann. Ja. Erstmal muss ich... Bro, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Nein. Bin ich. Oh Mann. Und... Ja, dann TP ich mich. Aber ich habe wahrscheinlich vor Fontaine zu 100%. Das heißt... Mal schauen. Hast du die Regionen bisher schon 100? Ja, habe ich. Adventure time. Also... Ja. Die 3 anderen halt jetzt hier. Ja. Das sind 3 der 4 einzigen Regionen, die ich 100%ed habe. Also das andere ist diese eine Insel da auf Inazuma. Wie heißt sie nochmal? Serai Island? Nee, ich glaube, es war die andere. Hier. Ah doch, Serai Island habe ich. Also die Thunder Manifestation. Aber das ging auch voll schnell, die haben gar nicht so viel. Dann irgendwie so eine Kiste, einen halben Prozent oder so fast. Ja. Das ging auch. Da dachte ich mir, okay, das kann ich machen. Und Fontaine hat einfach Spaß gemacht. Ja. Ich weiß nicht, wie ist nochmal... wie ist nochmal die andere Insel? Diese hässliche da, die unten drunter. Enkonomia. Nee, ich mein Tsurumia nicht. Enkonomia habe ich nicht mal freigeschaltet. Aber ich hab's noch vorzumachen irgendwann. Mal schauen, ob ich es noch schaffe.
Aber Tsurumi Island ist ja wirklich so disgusting. Da habe ich nicht mal Hast du nicht den Boss da gebraucht für Shenhe? Oder ist das ein anderer Account? Ne, Shenhe braucht den von Dings. Wie heißt das nochmal? Sie braucht den Boss halt eben, diese Wishaps halt. Wie heißt das nochmal? Von Enkenomia. Da habe ich bei meinem Kumpel einfach fett rein geschmort. So. Ich habe dann an einem Tag irgendwie so 20 Fragile ausgegeben. Hey, du glaubst nicht, wie cool die Region aussieht. Aber die ist so geil. Hab sie noch nicht gesehen. Aber, ne, stimmt, warte, du bist gerade dort, oder nicht? Ja, unter Wasser. Ja gut, ich bin halt bei diesem Gefängnis. Also falls man das Gefängnis nennen kann. Die sagen ja selbst, es ist kein Gefängnis. Huh? The fuck? Ah ja, gut. Aber ich glaube, ich würde dann den Call verlassen, so. Weil jetzt ist die Archon Quest. Jojo, dann. Okay. Benny's Adventure Team, assemble! Er hat genau in dem Moment verlassen, wo ich auf den Knopf drücken wollte. Und dann habe ich es gemisst. Adventure time! Ah, you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned in this space. Dann lacht er mich aus. Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Okay. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Ja, aber true. Anyway, the Fortress of Merope doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Yes, sir. Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the processed widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. Was ist das? Okay. Unprocessed widget. Start processing. Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with... So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Das ist einfach die Strat. Digga, irgendwie ist die Maschine sehr kaputt dafür, dass es so häufig gejammt wird. Also, wie ist nochmal, dass es stuck ist. Dass es festhängt, meine ich. Alter, ich kann nicht mal mehr Deutsch reden, das ist auch bodenlos. Okay, you got this. Great! Now we can report back to the foreman and give him the processed widgets. Ja. Huh. This one is tolerable. Though, since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Let's go. Muss ich mehr davon jetzt machen per Hand? Ah, nee. Besser ist es. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. Ja, es ist auch besser so, dass du nicht sprichst, Paimon. Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria. We still need to meet Lenny first, right? He probably just finished up his work too. He should be around here somewhere. Jetzt poppt der hinter dir auf. Vielleicht auch nicht.
Credits, Coupons, was? Was steht da in Klammern? Credit Coupons for use during investigation. Credit Coupons 30, Credit Coupons hier 400 scheinbar. Okay. Lenny? Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. Your luck isn't here, but elsewhere. Try your luck nearby. Okay. Let's go find some treasure. Hä? Was mache ich überhaupt? Ich check's nicht. Consider it a gift from fate. Ja, was denn? Das. Oh, ow. Where did that come from? Hä? Good things come to those who don't wait around. Ach That's what so. they say anyway. Knowing Glück my für luck, Lilly. the opposite is Ja, es hat probably true wahrscheinlich for nichts mit me. Lilly zu tun. Aber ich denke trotzdem, dass wenn ich dahin gehe, dass da was gibt. Also. Eine Chest. Yep. Now that's what I call treasure. Ah! Ja, gut, das Ding wird weiter upgegradet. Hurra. Achso, und ich wollte jetzt mal nachschauen. Habe ich schon 4 Dailies dann theoretisch gemacht? In der Tat habe ich. Das heißt, ich kann alles einsammeln. Perfekt. Und die Dailies kann man dann nicht mehr machen. Richtig. You have claimed the maximum number of commission rewards already. Das heißt, man kann es wahrscheinlich machen, aber es bringt einem nichts mehr. What the fuck, ich wurde unter Wasser festgenommen, bin jetzt in einer Cutscene. Oh. Oh no. Weil ich in irgendeinem roten Licht war. Oh. Ja. Keine Ahnung. I mean, ja. It is what it is. Mein Vater ist unten im Garten. Ich sehe ihn da aus meinem Augenwinkel. Where could he be? What the fuck, ich will nur Seesterne farmen. Ich will nur Seesterne farmen. Nee, kein Ding. Das ist einfach, weil mehrere Charakter zum Beispiel... Das ist jetzt inzwischen so gemacht vom Prinzip her, dass du... Ich glaube, du hast es inzwischen verstanden, aber ich erkläre es trotzdem. Dass du ja manchmal Quests hast, in denen mehrere unterschiedliche Charakter drin sind. Oder ein Charakter in verschiedenen Quests. Und hier ist halt einfach so, dass der Charakter, wer auch immer es ist, der jetzt da teilnimmt, potenziell in all den Quests drin ist, die hier angezeigt werden. Also in denen hier kommt er alle irgendwann mal vor. Und dann ist halt die Frage, willst du ihn jetzt hierfür benutzen, den Charakter? Oder willst du lieber diese Quest verschieben auf ein andermal und dann kannst du halt erst die anderen Quests machen. So funktioniert halt das System. Dann kannst du halt auf F drücken, Continue Current Quest, und kannst halt eben C für Suspend Current Quest machen. Also wie gesagt, ich glaube, du hast das Prinzip verstanden, aber es ist halt einfach so ein... Ja, du kannst halt... Es ist sehr cool vom Prinzip her, weil jetzt kannst du so einer Quest Vorrang geben über den Charakter, sodass nicht irgendwie 7 Millionen Mal geblockt wirst. Was wie gesagt halt eigentlich schon sehr geil ist. Hey, over here. Poppt einfach von der Seite rein. Oh, you scared Das ist auch eine neue Art von Animation sozusagen im Game. Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? You little...
The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. Oh, Lynette! You're here too! You two really are inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. Okay. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Ja, und wo ist er? You mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. Ja, schade. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Ach, die haben das also extra gemacht. Ich dachte so, ja, das war False Charges, nevermind, das war deren Absicht. Leftover drawer of the... Weil sonst würde er es ja nicht wissen. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. That's not the point, Lenny. The question is, what are you two doing What are you two really doing here? Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so! See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Why is the house so interested about this secret? Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. Okay. Huh? How did she manage to learn information that important? Oh, ich hab Nasenbluten. Ja, also ich bin kurz weg. Okay, ich bin wieder da. Also weiter geht's. Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the fortress of Meropide and is related to that secret. Ich habe auch gehört, also das war nur eine Theorie, ich habe mal ein Video da angeschaut zu Dings Theory, Fontaine Theory, dass Farina vielleicht nicht der einzige Hydro-Gott ist, Hydro-Archon, sondern dass es noch ein oder zwei weitere gibt und denen gehört dann zum Beispiel des Gnosis, weil, ja, warum sollte der Gott, dessen Gnosis nicht abgenommen wurde, nicht des Gnosis besitzen? Muss es ja irgendjemand anderes geben, der das Gnosis besitzt. Es ist vielleicht so wie bei Raiden, wo es bekommt, wo Miko es bekommen hat. Aber da war es halt auch irgendwie gut begründet. Mehrere Hydro-Archons, schade um mein Geld. Das ist ja nur eine Theorie, keine Ahnung, ob das stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass die dann playable werden würden. Aber ich habe halt so, ich denke so, es könnte Sinn machen. Oder es gibt halt irgendeinen anderen Platzhalter, irgendeinen anderen Charakter, der dann halt am Ende dieses Gnosis besitzt. Vielleicht ist es ja sogar Neuvilletts selbst, der das Gnosis besitzt. Oder keine Ahnung, halt irgendjemand, der es dann hat. Aber wenn Farina es nicht hat, dann kann man sich natürlich fragen, wer es wirklich hat. Und hat sie überhaupt noch ihre Hydro-Abilities? Höchstwahrscheinlich hat sie es, weil sonst wird sie nicht ein Playable Character werden. Wird sie auf jeden Fall. Das ist dann die Frage.
So it's all about the Gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Neuvilletts send you here? Oh, das ist die dritte Person, die jetzt Monsieur anders ausspricht. Pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? Ich glaube nicht, aber I guess. You've already said everything. Consider it an exchange of information. You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere. Almost like a bargaining chip. Oder, das ist jetzt ganz weit hergeholt. Vielleicht gibt es einen... Na, ich laber Scheiße. Ganz kurz zum Blitzgedanke im Kopf, der gar keinen Sinn macht, aber gut, ich formuliere es nochmal kurz aus. Vielleicht ist dieser Hydro-Archon auch das Ding, das Furina kontrolliert und deshalb bettelt Furina in dem Trailer für 4.1 um ihr Leben. You know, vielleicht gibt's ja sowas wie noch einen richtigen Archon mit dem Gnosis und der Archon mit richtigen Gnosis ist halt einfach diejenige Person, die Einfluss auf Furina hat und deshalb muss sie um ihr Leben betteln. Trust. Good take. Keine Ahnung, auf was das jetzt war, aber Trust. Bestimmt. Macht so viel Sinn. Und alle Kino hat bestimmt noch irgendwelche Verbindungen, deshalb hat jetzt nochmal Furina so viel Angst vor alle Kino. Trust. Ich weiß es. Oder noch besser, alle Kino ist der Hydro Archon. Okay, das ist jetzt halt wirklich nur Scheiße, das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, gut. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as bad as ever. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. Sorry, I must refuse. Oh, okay. See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. If all we're doing is sharing info, fine, but I may reconsider if things get serious. Very prudent of you, this thing. and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. Was meinst du mit schade dieses Ding? Was ist damit? Wird jetzt 100-mal gekillt. Ja gut, das ist... ja. Ja gut, hätte ich mir denken können. Ja. Ist halt sehr tot, stimmt wohl. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. Alright, since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the Fortress of Meripede has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone from the guards. Nee, meine C6 Yelan will nur mit ihm reden. Ja, gut.
Ich sag mal. Ah, ja. Ja. Will nur reden. Bisschen friendly Chit-Chat, you know? So. Kampf ging so 4 Sekunden. Es war ein kurzes Gespräch, Mann. Ich glaube, da war ein schlagkräftiges Argument dabei. Mhm. Es hat ihn bestimmt geschockt. +3. Ja. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where the child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Das Lustige ist, dass ich tatsächlich Hunger habe. Auch in Real Life. Weil ich halt um 12 Uhr zu Mittag gegessen habe. aber Archon Quest hat Vorrang. Oh, that's just what Paimon wanted to hear. Paimon's starving after all that work today. We can talk more about the investigation later. Let's go get some grub. Wobei ich denke fast schon, maybe kann ich meine Mutter dazu überreden, den Reis mit nach oben zu nehmen. Kann ich jetzt in deine Welt? Ja, klar, ich glaube, es gibt gerade kein Problem. Ich würde kurz schauen, also ich gehe... Jo. Also ich schaue kurz, ob ich die Archon Quest weitermachen kann. Wenn nicht, dann wäre es halt schwer. Aber ich glaube, es sollte funktionieren. Oder? Ah. Dann liebe ich. Ja gut, also sorry. Sorry, aber dann ist halt schwer. Okay, na dann. Ich muss ein paar Russen beklauen gehen. Ja, tu das. Ey, aber for real, wirklich, gefühlt die einzigen, die hier sind Russen. Wobei, eine Sache ist, auch Ukrainer und Russen also Ukrainer sprechen auch zum Teil Russisch. Weil es gibt ja auch einen russischen Bevölkerungsteil. Das heißt, du weißt nicht, ob sie vielleicht auch einfach nur Ukrainer sind, die auch Russisch sprechen. Aber gut, letzten Endes sind es auch Russen. +3 again, W. Let's go. Aber ich glaube... Es geht nach unten. Ja, das war jetzt nicht so ganz planmäßig. Pog. Holy shit. Es ist ein Goblet, aber oh mein Gott. Bitte was? Full Crit und es ist... Okay. Weil das Lustige ist, das Set ist wahrscheinlich sogar saugut, weil du ja sowieso Charge-Tags benutzt. Bei Neuvilletts. Just saying. Also... You know? Never mind. Oh no. You know? Tust mir wirklich leid, aber es erinnert mich halt auch einfach an. Ich weiß nicht, habe ich das... Ist das Bild hier noch irgendwo? Es erinnert mich halt auch ultra stark an dieses Artefakt. Genshin Impact halt. Ne? Das Gacha-System. Es war ein Vorliner mit fast perfekten Stats und alles ist in die falschen Stats gelaufen. Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Oh, who knows how long it'll be until we're lucky enough to get that super tasty meal again.
As long as you're here long enough, it'll only be a matter of time before you get it again. True. Aber 45 Tage ist nicht so viel. Forget about it then. Na, geht auch schon We'll just wenig deal auf. with the regular food for the time being. Let's just get out of here as soon as possible. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. Have some advice for us, old-timer? I like your attitude. I can, let you in on a little something. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. Am I right? Oh, But what he they up to don't something. tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The rules for being a prisoner. The truth is, this place has a lot of hidden rules. Hidden rules? What do you mean? Don't drop the Not soap. everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. Ja, eben sowas wie Don't drop the soap. Das einfach nicht fallen lassen, achso, ja gut. Ooh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that. Have some advice for us, old-timer? Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Come on, mate. Ja, der This is will einfach valuable nur so fett information. Coupons abzocken. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell you? Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. No. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? Come and find me once you've been here longer. I'm usually around the rag and bone shop. Just call me V-Doc. Bye-bye now. Warum spricht der Bre so weird? He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? But I'm still interested. Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? But, like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Ah, we were so busy talking we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. Ich muss aber sogar sagen, bis jetzt gab es weniger unnötiges Talk, beziehungsweise fast gar kein unnötiges Talk im Vergleich zu anderen Archon Quests. Also wirklich wenig. Ich bin gewohnt, dass es so richtig viele unnötige Phrasen gibt, aber hier war es so. Das hat noch gepasst, das mit Paimon, komm, wir essen besser bevor es warm wird. Ist noch so, es ist einfach nur ein Satz, das passt. Reicht dann halt auch. Also, not gonna lie, es ist bis jetzt nicht schlecht, die Quest. Off we go. Auch vom Storytelling nicht. Auch wenn es natürlich ein bisschen länger war bis jetzt, aber you know, man muss ja Story aufbauen. Aber es gab jetzt nichts allzu Unnötiges, meine ich. Die Charakter wurden auch sozusagen eingeführt bis jetzt. Ich bin so schlecht. Mein Movement ist so kacke. Off we go. Boah, das beste Bett aus Metall. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time.
They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Welcome to the real Night, world. Traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. Was? Oh. Okay, was war das? Was war das? Are you awake, Aber interessant. Traveler? Hmm? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Dreamed of child. Gott. Is that even possible? Unless Vision, ich hab wasn't einfach an gemacht. ordinary dream? Ja, ach nee, no shot. Child's vision! So you had it with you this whole time? Sie haben einfach ein Vision erlaubt, okay. Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. Okay. Das ist mir neu, dass es funktioniert, aber gut, man hat es noch nie irgendwie sowas eingeführt, aber ja gut. Maybe I can use his vision to see everything he experienced from his perspective. Da sind Visions ja theoretisch einfach solche kleinen Radars oder noch mehr, einfach Überwachungskameras. Ferngesteuerte, die man nicht aufspüren kann. Oh Gott. Privacy Goodbye für alle Vision Holders, sobald man ihnen die Vision klaut. Das ist ja so der Plan für einen Archon. Du kannst einfach ein Vision auf jemanden packen, es zurückholen und jetzt kannst du ihn bespicken. Wobei ich denke, die Archons könnten es so oder so, sonst könnten sie ja nicht einfach jedem random irgendwie ein Vision geben. Wobei sich dann auch wiederum fragt, warum sie nicht allwissend sind, wenn sie es doch scheinbar sind. Naja. And our investigation has its first major breakthrough! Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? The dream was a little hazy and I didn't see anything particularly useful. Huh. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. What's the Wie plan kann man for so today? fucking motiviert sein? Let's go work in the production zone. Let's spend some coupons to skip work. Let's go! It's time to start working. If that guard Fielding catches us skulking about, he's sure to give us an earful. Was habe ich jetzt für... Ach, egal. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Already on it. Good, here you go. Remember to give me the widget once you've finished processing it. Clue book, Fortress of... Okay. Kacke. Mann. Alright, finished. Climb on speed. But after so many shifts, it seems we're really getting the hang of it It now. does seem to be getting easier. All you do is float around and telling me what to do. Ja, sehr anstrengend, Paimon. Hey there, fellow shift mates.
I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Oh, hey there! We've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but Rowan. notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. Okay, erstens muss man eigentlich überlegen, jeder der hier unten, das ist ein Krimineller. Das ist ein bisschen nett, wobei natürlich nicht jeder Kriminell ist irgendwie böse oder sowas. Und ich sage auch nicht, dass ein Großteil von denen ist. Ich denke mal, viele Kriminelle in echt sind auch allgemein, wenn sie nicht in einer schlechten Position sind, das sollten generell Menschen nicht sein. Also wenn man in einem guten Umfeld lebt, an sich nett. Aber trotzdem, just saying. Ist doch egal, aber Rowan erinnert mich an Dings. Viva la Dirt League. Da gibt es jemanden, der heißt Rowan. Das ist ein YouTube-Channel. I've been working here for almost 15 years. Just Even by the the way. foreman Grainville always calls me Chief. Whoa, you've been working here a long time, Chief. Hey Chief, in other words, you haven't managed any improvements in 15 years full front. Hey, not so loud. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. All right, Chief. We'll be sure to come to you first. I think I've got the work more or less down pat. We just haven't quite learned all the rules. Did you just ask about the rules? Yes. Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear Ja, it from? weirdo halt. I don't think you need to know that. The hidden rules, that's what they are called, right? Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? Leute werden einen There's ausrauben. even a rule about that? What would have happened if you never told us about this? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. So the conditions in this case are? If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Oh, okay. Huh? Like what? Oh, don't scare Paimon. If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? What did that worker look like? Did you ever see him? Keine Ahnung, ich glaube, ja nee, in Genshin gab es das glaube ich noch nie, aber das hat mich an eine Story erinnert von irgendeinem Anime, aber ich habe auch vergessen welcher Anime. What did that worker look like? Ja, okay, nee. Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Thank you very much for the information. We'll give it a try. Child oder wie? Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? It sounds like a good lead to me. Nothing ventured, nothing gained. True. Alright, if you insist. Ich meine, literally in diesem Game ist man der Main Character. Just saying. Eine Chest freigeschaltet? Habe ich das richtig gehört? Whoa! Ah, keine Ahnung. Isn't this the Hier. super lucky Ach so. Paimon's gonna take her Deshalb. time and savor every bite? What would you like to do this afternoon? Let's go investigate. Let's go to Pancration Ring and Pancration Ring. Let's go work in the production zone. Knowing Child, he must have been there all the time. Ja. Sollte man nicht weiterarbeiten? Ich weiß nicht, ob man weiterarbeiten soll oder ob man... Adventure time. Oh! Das ist geil.
Digga, die haben so viele neue, wie ist nochmal? Features eingefügt, das ist so geil. Wirklich, Genshin wird einfach besser wieder. Das hätte ich nicht gedacht. While working the morning shift, apply for continuous. Ja, okay, gut. Oh Gott. Ah ne, warte, ich kann hier. Es geht relativ schnell in der Wahrheit. Ich dachte gerade ganz kurz, es dauert voll lang. Ich glaube, ich war noch nie, kann es sein? Ich glaube schon. Also dann, vielleicht hole ich mir noch bald Dailies ab. Aber ja. Was heißt eigentlich das jetzt hier? Claim Daily Commission Rewards. Das heißt nicht mehr Complete Daily Commissions. Ja, richtig. Also, war ich hier schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Off we go. Oh, you must be the traveler, huh? Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. Even convicts value their lives, don't they? I hope you can understand. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. Again. Let's what do you think? Interested? And if we lose the game, will it cost us credit coupons? Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration Ring. Alright, I'll give it a try. Okay, great. Let me walk you through the rules. The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. But the second you mess up the order, you'll lose. Game over. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, you up for it? Ich kann's ja nicht mal ablehnen, aber okay, sure, got your coupons right. Thanks for your patronage, mate. Now, let the game begin. Target will come up in order. When the targeting light turns blue, you must attack the target in the order in which they came up. Successfully follow this attack this order 4 times will complete the challenge. Conversely, attacking it in the wrong order a certain number of times will cause you to fail. Manually interrupting the challenge or leaving the challenge area will also cause you to fail. Das heißt, wenn du ein schlechtes Internet hast, kannst du es nur failen. Adventure time. Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said. Ja, Digga, also komm. Man darf sogar mehr Fehler machen, als man richtig haben muss. Kann nicht sein. Was bekommt man? I'll be. They weren't exaggerating about how strong you are. Don't worry, I wouldn't dream of shortchanging you. Here's the credit coupons you won. Put them somewhere safe. Ja, Digga, du kannst nicht einfach Geld für irgendwas bekommen, was nicht irgendwie eine Leistung am Ende hatte. Das heißt, du hast... The fuck, was war das für eine Leistung? Ach, egal, komm, nevermind, das ist ein Game. Seems we had a productive day. Also, Hope we can make even more progress tomorrow. Oh, das ist wieder dieses Ding. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht zu lange. Also ich will jetzt nicht irgendwie 7 Stunden den Kack machen. Maybe we can make some progress in our investigation today. What do you have planned for us? Ja, jetzt müssen wir arbeiten gehen. Ja gut, ich habe keine andere Wahl. Right, we just need to keep at it. You arrive at the production zone. Look who decided to show up! Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. If possible, I like to apply for 3 continuous working days. Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? You need coupons that badly? Sure.
more. Warum kennen dann Let's just say zumindest... we really want to test our limits. Warum kennen die Wärter zumindest dann dieses Ding nicht so... Man könnte doch irgendwann mal, wenn man jahrelang hier arbeitet, ein Muster erkennen, dass kein Schwanz 3 Tage in Folge arbeitet. No? Also das könnte man ja schon bemerken. Zumindest wenn man es jahrelang macht. Also ich kann es mir vorstellen, okay, die ersten 2 Wochen, die ersten 3 Monate. Vielleicht sogar könnte es schwer sein, das zu bemerken. Aber nach einem Jahr, 2 Jahren wirst du irgendwann bemerken, dass keiner 3 Mal hintereinander aufkreuzt. Oder wenn er aufkreuzt, dass er dann wiederkommt. Das bemerkt man doch. Jetzt sind einfach nur die Animationen ausgeführt. Paimon's had it. Who knew that processing these widgets would be so tiring? That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Bro, es kann nicht sein. Come on, Lunchtime for Paimon. Kann nicht sein, das ist nie im Leben so anstrengend. Wie er so Kopf schüttelt. We should work and arrive at the coupon cafeteria. Hat wieder 400 Coupons bekommen. Paimon's exhausted. It's just work and more work. Paimon's little body can't handle this much Bro, du machst nichts anderes außer herumschweben, du Huren. Now that Paimon thinks about it, haven't we been working non-stop for 3 days now? And now it's lunchtime. Now it's lunchtime! You're just realizing that now. Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. What's going to happen? Ein Child wird hinter dir spawnen. It doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria safely. Are the so-called hidden rules only a rumor after all? Don't get your hopes up, that would be quite a disappointment. Well, there's no use to just guessing all day. Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Let's just eat already. Paimon wonders what we'll get today. Maybe we'll get the super lucky meal. Das Schlechteste. What? Huh? This is... What in the world is this? What's with Paimon's food? And yours is the same. Is this stuff meat? But it looks and feels so bizarre. What kind of chef would make food like this? I've never seen a welfare meal like this, and there's something wrong with this meat. What do you think is going on? Meat. Is this the bad thing that Rowan was talking about? Someone went missing before, and now our meals have this strange meat. Das ist Essen, Mann. No, stop right there. Paimon gets what you mean, just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and be done with it. Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. It's about the meat in our meals. Look, does it seem normal to you? Yes. The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. How could this be fun? Hey, don't leave! You barely even looked at it! Hey! Ugh, what should we do now? Woolsey wouldn't even give us the time of day. Is he trying to hide something? Looks like we'll have to investigate it ourselves. The plot thickens. Yeah, looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now she's lost her appetite. Let's go. The strange meat, the strange welfare meal received after violating the hidden rules of the production zone. What would you like to do this afternoon? Oh, das sind eine Menge Credits, die ich bekommen habe. Investigate the clues we discovered. Since we have time now, let's focus on investigating some more. Also walk around and look for clues. Muss ich mit dem reden? Fitzroy? Oh, hello. You two are the ones who were with His Grace. No need to be so nervous. Sorry.
I couldn't help but think of His Grace once I saw you, and I... Are you that scared of him? Well, it's hard to say. Maybe I am. He's got a very overwhelming presence. It makes me feel like I'm just some insignificant little bug. Wait, seriously? Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. It's like a reflex. I just instantly start to tense up the moment I see a smart and capable person like His Grace. Oh, I get it. You want to take his place. What? Please, don't say anything like that out loud. How could you possibly think something like that? Ja, gut, schade. Da nicht. Ah, man kriegt... Ich habe auch noch Primes mal bekommen. Ich habe nie gesehen, wann und wie viel. Und mal kurz hören, denke ich. Off we go. Hier muss man hoch. Oder? Nee, was? Ich gehe mal hier zum TP-Point. Das ist mal ein bisschen weiter oben. Ah, das ist nicht hier. Das ist weiter unten. Okay. Wahrscheinlich in der Nähe der Kampfarena dann. Oder so. Sonst gibt's hier noch irgendwas? Ah, Lynette. Oh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn reward coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after all. Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. Have you also been investigating the area, Lynette? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. Nice. And how's Linny holding up? My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But knowing him, it won't be long before we get more leads. Oh, before I forget, this is for you. Huh? Credit coupons? Why are you giving us these? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Aw, that's so nice of you, Lynette. We'll be sure to make good use of these coupons then. Thanks a bunch! Okay. Warum auch nicht? Coupons for use doing. Ja, es gibt wahrscheinlich noch einen Unterschied, weil man später die noch benutzen kann, die Credit Coupons. Aber halt eben nicht jetzt. Also halt nicht die hier, weil die dann halt nur für die Archon Quests ausschließlich sind. Hey, look! There's something here! Looks like a research notebook. That suspicious guy peeking into the infirmary just now. Are they a fan of Seedwing? He must have dropped this. Let Paimon read it real quick. The Melusine perceive the world very differently from humans. There are significant deviations. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. This must be taken into consideration when giving gifts. Ooh, this all sounds pretty serious. He sure did his homework. Won't you object to us looking through his notes? We should thank him for the intel. And as for the notebook, let's take it. Okay, warum auch nicht. Ansonsten... Off we go. Kann ich jetzt noch hoch? Warte. Da oben ist hier noch irgendwas anderes? Ah, hier ist jemand, mit dem reden soll. Rowan? Huh? Rowan? What are you doing here, Chief? Oh, I was injured a bit just now. Nothing major. I think I just pulled something. Little mishaps like this are unavoidable at work, you know? Huh. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the Chief would still get hurt on the job. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where's Seedween when you need her anyway? The one time I need to make a quick trip to the infirmary. Oh, you mean she wasn't in the infirmary? Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch, and nobody knows where Seedween gets off to. So this isn't just a coincidence, but she's always absent during lunch. Huh. That's
actually really strange. Cedrine's always super dedicated to her work. Where else would she possibly go? Forget it. I can take care of a small sprain like this on my own anyway. No need to trouble her. Schon wieder +3. Nice. Warte, aber es ist immer in langen Abständen. Ah, Moment, mein Vater ruft. Ah, das ist klar, ich bin wieder da. Moment, was hat Frau Spöli geschrieben? Ich gehe in die Welt eines Russen, beklaue ihn und mache dann einen Boss. Ich glaube, ich habe jetzt zwar genug Seesterne. Ja, aber, warte, holy, 4er Streak. Bei +3. Let's go. Naja, ich mache jetzt die Quest auch wieder weiter, natürlich. Man muss dann noch weiter nach unten. Oh man. Also ich muss jetzt irgendwo nach unten gehen. Wo ist ein Aufzug nach unten? Oh Mann. Hier ist kein Aufzug. Da ist ein Aufzug nach oben. Hier ist ein Aufzug nach unten bestimmt dann. Also da. Hab ein bisschen pre-farmed. Was meinst du mit ein bisschen pre-farmed? Ah ja, I see. Understandable. Ich glaube, es ist nicht die falsche Richtung. Echt nicht die richtige, meine ich. Ich denke 10, 6, 6 fürs Erste. Ja. Kann man machen. Gibt es hier einen Aufzug nach unten? Ah ja. Wie sieht es morgen bei dir aus? Wie meinst du mit, wie sieht es morgen bei mir aus? Hab nur bis 12 Uhr Schule. Ah, ich hab bis 1:30. Oder 20 nach 1 eigentlich. Warte, gibt es hier eigentlich einen TP-Point? Ist der auf der Ebene vielleicht? Ich würde den mal einsammeln wollen. Ja, bisher. Ich würde das dann als erstes machen. Bis 12 Uhr Schule klingt sehr nice und das habe ich theoretisch auch zweimal die Woche. Hätte ich nicht noch immer etwas, was dort so Interferenz leisten würde. Ich weiß nicht, ob man es Interferenzen nennt. Wiederum. Aber ich denke, es macht Sinn. Vielleicht. Sonst würde ich es ja nicht benutzen. Hey! It's the Traveler in Paimon! So now you remember our names? No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praising me in front of His Grace. Here are the extra credit coupons he gave me. I'd like you to have them. Und für was? Huh? No, we couldn't Plus take them. 2. They're your reward after all. But when I was welcoming you, I didn't do anything but give you the stink eye. Come on, I insist. These coupons are nothing compared to getting the attention of His Grace. I won't take no for an answer. Okay, das... Okay. Ah! Da ist das kleine Mädchen. Das Loli. Literally, what the fuck?
kid, you wanna have some candy? Ne, warte. Hey kid, you wanna check out my van? I got some candy. Oh scheiße, man kann ihr Gesicht sehen. Ich weiß nicht, man sieht's ganz schwach. Ganz schwach sieht man's. Da sieht man ihr Gesicht von der Innenseite. Ach, ist egal. Mir fehlen noch 20. Aren't you supposed to be in the infirmary? What are you doing in the production zone? Hello, traveler. Paimon? Oh, God. Everyone's usually busy around now, and we don't have any patients to look after in the infirmary. I thought I'd come here and enjoy the sight of everyone hard at work. Ich weiß nicht, ob ich diesen Charakter mag oder absolut hasse. What's there to enjoy here? Na, Spaß. Das ist echt really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just so interesting and adorable. I like to watch your expressions while you work. Are you talking about pets or people? You also happen to be a veterinarian as well as a head nurse. Was ist ein Veterinarian? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melusines are a different species, Sie ist doch ein and we Melusine. see the world very differently from humans. It's very easy for me to observe everyone's condition. All it takes is one look, and I can tell which workers are exhausted. Das heißt, wir haben einen Playable Melusine. Kann nicht sein. Du siehst nicht mal aus wie ein fucking Melusine. Ich habe gesagt, sie sieht aus wie eine Mischung aus Melusine und Mensch. Aber sie ist einfach tatsächlich ein Full-Blood Melusine oder so ein Scheiß. Das... sie sieht... Oh fuck, ich will nicht mein Wasser umkippen. Ich bin so am Ausrasten auf meinem Stuhl, das kann man nicht. Ich mach so Fax auf meinem Stuhl, weil ich davon ausraste, das ist heftig. Ich hoffe, die ist erst, damit ich sie nicht spielen muss. Aber so valid. So fucking valid. Am Ende ist sie sowas wie Bailu. Ne, sie sieht so aus wie Bailu und am Ende ist sie so richtig OP. Bailu ist ja von Star Rail, ne? Ich denke, sie sieht so aus wie Bailu, weil... keine Ahnung. Aber sie hat Stiff Competition anyways. Ja, das ist auch true. Hydro Healer gibt's genug, Hydro Applicator gibt's genug, Hydro DPS gibt's genug. Die wird niemals besser sein als die anderen. Aber sie sieht aus wie ein fucking 5-Star, Mann. Ihr Character Design sieht so, schreit so nach scheiß 5-Star. Und sie hat gerade schon so unglaublich viel Screentime bis jetzt gehabt. Alleine dafür, dass man sie noch nie gesehen hat. Du hässlich. Ich mach wirklich Faxen mit meinem Hals und ich habe scheinbar Corona. Denn ich hatte Husten, ich wusste nicht, dass es Husten ist. Dass es Corona ist. Und bei mir in der Reisegruppe zur Toskana ging scheinbar Corona herum, weil jeder wurde krank und hat jemand getestet und es war Corona. Egal. Aber sie sieht nicht nach Hintyu Yelan Farina Power Creep aus. Monka I, Monka I, Monka I, Monka I. Ja. Jetzt Monka W. Ja, die Sache ist, ich glaube, es ist nicht so schlau mit Corona oder sowas. Nach Corona, ich weiß nicht, ob ich Corona habe, solche Kack-Sounds zu machen. Aber, ey, das kann nicht sein, Bro. Egal. Melusine, Digga, wirklich, 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 du hässliches! Wait, Melusines can see that? Huh. That does sound useful for being a nerd. Aber du bist doch kein fucking Melusine, du siehst aus wie ein Mensch. Und nicht aus wie ein fucking Melusine, nicht so aus wie ein Kind von, keine Ahnung, Pink Panther und so einen anderen Dogshit. Da kann nicht sein, Bro. Yes, running around tending to everyone's health is very fulfilling. +2 But P I'd much %. prefer it if you're all happy and free Oh from nein. exhaustion and pain in the first place.
take care of your body. Make sure you Das eat kommt well. einfach so random. Always rest when you're tired from work and don't push yourself too hard. We'll definitely take care of ourselves. Thanks for the reminder. Shut the fuck up, agree, G. Was? Warte, an was war das jetzt gerichtet? An den Melusine oder war das an mich gerichtet? Keine Ahnung. Off we go. Aber agree ist dann wahrscheinlich an, war es an fucking Melusine gerichtet. Digga, unfassbar. Automod, fuck you. Hey! Oh Mann! Oh Mann, das ist geil gerade gewesen. Ich muss nach oben. Das hat er persönlich genommen. Oh, for real. Der war so, nö. Jo, wohin soll ich denn gehen? Walk around and look for clues. Auch die Quest geht zu dieser einen spezifischen Stelle, die irgendwie so 300 Meter von deiner originalen Stelle entfernt war. Und hier kommt man wieder zu diesem Bailu-Fake. Na, doch nicht. Oh, you wanna stop investigating and go rest? Nein, mir wurde gesagt, ich soll es machen. It's time for rest. Okay, you should rest up. We'll be back at it tomorrow. Wie lange dauert das eigentlich noch? Es nimmt gerade doch langsamer So Fahrt working auf a few als... days straight, we got some strange meat in our lunch. What was that all about? Has our investigation turned up anything useful recently? I think I've got something, but unfortunately it's not related to child. Really? Then it looks like that part of the investigation has hit a dead end. Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Good night, Trap. Ist okay. Rise and shine. Maybe we can make some progress in our investigation today. What do you have planned for us? Choose to go to the Pancration Ring in the afternoon and gather information. Let's spend some coupons to skip work. Let's go work in the production. After working here so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? Let's see if there's any really easy work. Yeah. Mann, der Scheiß braucht so lange Back zum and Respawn. relax once in a while. Ist es nicht einmal alle 3 Minuten oder so? Das soll doch die Bosse normalerweise sein. Okay, man kriegt jetzt wahrscheinlich 200 Coupons, ne? Also es wird Sinn machen, weil es dann ja leichte Arbeit ist. Just nee, a regular trotzdem noch meal 700. set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. What would you like to do this afternoon? Ja, dann muss man halt zur Pancration Ring gehen. Maybe we'll be able to find some leads there. Oh, back for another try? I hope you brought enough credit coupons this time. Of course. All right, then get ready to play. Leaks. Sus. Was? Was meinst du mit Leaks? Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said. Aber ich glaube auch Sword Character ist hier besser. Nicht, dass ich aus dem andere hatte. Ach komm. Talk to Collins.
Paimon Your hat gesagt. strength really shouldn't be Ach so. underestimated. Ja, keine Ahnung. Now I get why you're prohibited from participating in any official fights. Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. You flatter me, can't know for sure if you don't let me have a go. However, you two haven't tried betting on the outcome of a pancration match yet, have you? Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you support comes out on top. Plus 2 FML. Sind es die Items? But Ach so, fuck meine. Ja, gut. Never mind, ich jetzt zu schlecht. possibly know who to support. Ja, schade. That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. It won't be long before you can pick winners in your sleep. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have enough coupons, we could probably bet at random until we figure everything out. Let's go, Kengan Omega Bet matches. at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you can't do that, but I'd advise you to give it some more thought first. Huh? We shouldn't get too carried away. What's the problem? Could it be that there's some sort of rule here? What? I never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're pretty perceptive, too. Just a guess, that's all. The hidden rules, that's what they're called, right? Might as well tell you about it, since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to be one of my greatest customers. I think I can let you in a bid. Besides, I don't want to risk ever losing a customer like you. Is it that serious? Okay. The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets and support them both, something bad will happen the next morning. So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone actually did that, wouldn't they be guaranteed to lose coupons? Who would do that anyway? And what do you mean by something bad will happen? How would I know? Not like I'm stupid enough to do that, but I've heard a story about the rule. According to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill and power. None of his opponents even stood a chance against him. However, in the final match, the organizers told him to take off his mask. He refused and never showed up to the fight. And after that, he was never seen again. Some say he died, Skill issue? or that he was taken care of by the event's organizers. But everyone remembers that he was someone who cherished honor above all else. In his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor the competition itself. So you mean it's like a curse? He'll take vengeance on anyone who does that? Trust kann er bestimmt. Do you know anything about him? Have you seen what he really looks like? No, he was always wearing a mask, like he was intentionally trying to hide his identity. I don't even know anything about his past. Traveler, do you think that boxer was... Ja, wahrscheinlich. We'll give it a try. Huh? We will? You're not serious, are you? Doch. Look, here I was just trying to be nice and warn you, yet here you are trying to break it on purpose? Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. Sounds like a good lead to me. Nothing vengeance. Ja, das ist genau das gleiche. Wie vorher schon. Seems you've made up your Copy-paste. mind. Just be sure to protect Paimon, okay? Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough, then go ahead and give it a try. Just don't come running back to me if something happens. So teuer? Aw, looks like we won't get a chance to sleep in as long as we're here. Let's get to bed early. Okay. Langsam wird es ein bisschen repetitiv, muss ich sagen. Was nicht so gut ist für Storytelling. The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? What do you have planned for us? Go to the pancration ring after earning 3,000 credit coupons. Choose to... Okay, gut. Ich mach erstmal After das. working here so long, but doing this... Yeah, Ja, das ist einfach gerade repetitiv. Aber man kriegt ein bisschen extra Coupons, you know? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch einen gewissen Nutzen für.
your time and savor every bite. Wie findest du den neuen Momeli? Oha, es ist eine lange Zeit her, seitdem du das letzte Mal da warst. Was geht, Momeli? Willkommen im Stream. Was meinst du aber mit den neuen? Meinst du Neuvilletts oder was anderes? Ich gehe mal davon aus, du meinst Neuvilletts. Sorry, Stress. Ja, nee, kein Ding, natürlich. Ist einfach nur so. Halt, war ein bisschen her. Deshalb sag ich so, den Dude mit dem Laser. Ich sag, er ist cool, aber ich glaube nicht, dass er ein Must-Pull ist für mich. Ich schau mal, aber ich denke, ich gehe vielleicht auf den ersten 5-Star sozusagen. So, ich werde Hut auf C1 mir holen, auf jeden Fall. Ist er stark? Ich glaube, er ist reasonably stark. Du kannst ja Frosch fragen. Er ist schon stark, aber er ist kein Must-Pull. Das ist sowas wie ein Hutau. Ist sie ein Must-Pull? Absolut nicht. Ist sie trotzdem stark? Auf jeden Fall. So in diesem Sinne, denke ich mal. Ist er stärker oder schwächer als Hutau? Weiß ich jetzt nicht. Ich würde mal sagen, Hutau ist schon sehr hoher Standard, aber ja. Ich habe das Gefühl, dass er ziemlich stark ist. Ja, er ist auch auf jeden Fall nicht schwach. So viel kann man sagen. Hutau ist ja auch überhaupt nicht schwach. Und ich würde sagen, im Vergleich mit Hutau, ne? Ist gut ohne Farina und extrem gut mit Farina. Ja, gut, also, das ist die Antwort. Ich denke mal, ich werde, wie gesagt, auf ersten 5-Star gehen, aber da muss ich halt noch schauen. Farina. Farina ist der Hydro-Archon und sie kommt in 4.2 sehr wahrscheinlich raus. Ja, würde schon sagen, dass er zu den Top 3 DPS gehört. Ja. Also eigentlich schon ziemlich stark. Freaking damn strong. Top 3 hast du ja gesagt, ist Farina, nächstes Mal Hutau, nee, nicht Farina, Hutau, Alhaitham und Neuvilletts. Ja, Hutau besser, Neuvilletts besser, Alhaitham. Ja, genau. Also ja, macht Sinn. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, Neuvilletts, wenn du es halt richtig hast, aber ja, die 3 sind deutlich über dem Rest. Ist Ayaka so viel schlechter als Hutau, meinst du? Weil, ich weiß nicht, also es ist nicht irgendwie so, wenn ich sage, oh nein, meine Ayaka, sie ist stark. Oh, for real? Aber wie gesagt, das ist, also ich denke, es ist halt mir nie aufgefallen. Das könnte auch wahrscheinlich daran liegen, dass ich halt Ayaka viel mehr invested habe. Ich habe Signature Weapon, Signature Team mit Signature Weapon, dieser Scheiß. Also natürlich, okay, es kann auch Sinn machen dann. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Ayaka jetzt so viel schwächer war. Aber gut. Kann gut sein. Sorry Leute, ich finde Hutau langweilig. Sie ist stark, aber langweilig. Frosch. Ich glaube, wir haben eine Nemesis gefunden. Ich glaube, wir haben eine Nemesis gefunden. Momeli, das war gerade ein sehr gefährliches Statement, das du gerade... Scheiße, Frosch unterstützt es! Ich wollte gerade so ein bisschen sagen, so ein bisschen mobben, aber Mann, er sagt jedem das Seine. Ja, Mann. Du musst erst anfangen zu mobben und danach darfst du es auflösen. Erst musste man so fake mobben, erst musste man so sagen, das geht nicht, das ist kacke, du bist irgendwie so dumm, hast keine Ahnung oder so ein Scheiß. Ja, ist egal. Ja, kill yourself, du Hund. Ja, egal. Natürlich understandable, Hutau ist... Muss man nicht mögen. Ich mag sie, aber das habe ich auch gepullt. Aber du meinst wahrscheinlich eher Playstyle. In dem Fall. Ich mag Hutaus Playstyle. Aber ist natürlich auch kein Must-Pull. So, ich glaube, ich mache jetzt auch die Archon Quest weiter. Jetzt. What would you like to do this afternoon? Ich habe den 9 in 4 Puls bekommen. Oh Mann. Time to go to the Pancration Ring. Sure. If we're not... Ich glaube, Froschpulli ist gerade... Eben. Are you two here to buy tickets? Oh Mann. Better be Oh quick nein. about it. Another match is about to start. Who are the boxers in the next round? We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Demon Horde. Are those their nicknames, or did they choose those names themselves? Either way, super weird. Lieder habe ich damals auch noch Since you're new around here, I'll kann help you out and give you a Ach little stimmt, Momeli, du warst ja der Typ, der viel zu hart reingerannt hat. Oder? Demon Horde is a first-class dark horse with incredible potential. Digga. Anyway, for this match, Aber... I recommend that you pick... Na, du weißt nicht, Froschpulli, die hat bodenlos viel Pech beim Pullen. Deshalb... Was hast du gesagt? Dass jemand bist, der viel Glück hatte?
Ein bodenloser Lacker? Ich meine so... Ich bin mir nicht sicher. Aber das, was mir jetzt schon reportet ist, ich habe unnormal viel Lack. Ja gut, dann. Dann Trust. Stimmt. Froschbolili hat bodenlos viel Pech beim Pullen gehabt. Und ich kann es teilweise fühlen. Aber ich bin halt kein Pair, das heißt, ich kann es nicht so hart fühlen wie Frosch. Ich habe bei dem schmerzt es ein bisschen mehr. Just saying. Das ist halt so die Sache. Leute sagen, ey, yo, ich würde es doch dem gönnen, wenn er was Gutes bekommt. Das ist so normalerweise die Line von einer Person, die Glück hat. Warum? Das ist so du bekommst selbst Schmerzen und siehst dann den Kontrast bei anderen. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die sagen so, ey, yo, ich freue dich für mich. Ich freue mich für dich. Aber letzten Endes denkst du dir so, wie kann es sein, dass ich so viel Investment hatte, so viel Schmerz durchgehen musste und der kriegt einfach alles gehandelt. So, born with a silver spoon in his mouth. Das ist so das, was du dir dann denkst. Davon kommt halt diese Reaktion so, ne? Also, denke ich mal, dieses PPW. Und das denke ich mir auch dann immer so, come on, kann nicht sein. Aber ja, ich spiele fast nie und jedes Mal, wenn ich mich einlogge, bekomme ich durch die Primus im Briefkasten den neuen 5-Star. Ja. +3 Ease. Let's go. Aber das ist halt so die Sache. Du kriegst jedes Mal den neuen 5-Star fast. Weißt du, ich bin so fucking aktiv in diesem Game. Farme und spare extra genau für die Charakter und am Ende kriege ich sie trotzdem nicht. Meine Nahida und Ganyu Puls, by the way. Ich habe darauf irgendwie 50 Stunden gefühlt hingearbeitet. Ich glaube 50 ist sogar nicht mal Full Cap. Ich glaube es waren wirklich 40 Stunden. 30, 40 Stunden, die ich kombiniert während der ganzen Version gefarmt hatte. Ich habe da so viel reingegrindet. Was ich bekommen habe, ist High Pity, 50-50 Loss und dann nochmal bis High Pity ist der nächste 5-Star. Das war übrigens vor 4 Monaten. Ne, 5 Monaten fast. Das war vor fast 5 Monaten. Ich hatte vor 6 Monaten, also vor fast genau einem halben Jahr, habe ich damals für Nahida Primus gegrindet. Das hat mich irgendwie 20, 30 Stunden gedauert. Ich habe auf 80 Pity oder sowas 50-50 verloren. Danach hatte ich auf Ganyu gegrindet, weil ich dachte, jetzt habe ich Ganyu guaranteed. Ich bin bis Pity 60 oder sowas gekommen. Bis genau 60. Ich habe nichts bekommen. Das heißt, mein letzter 5-Star war ein 50-50 Loss von einem Charakter, den ich nicht haben will. Vor einem halben Jahr. Und wir reden hier von einem sehr aktiven Account, der jeden Tag spielt und im Durchschnitt pro Tag in etwa 1 bis 2 Stunden Spielzeit hat. Das ist dann halt so dieses Level. So, wie kann das sein? Egal. Genau, freue mich auch für mich. Welches Set auf dem neuen? Marisches Hunter. War noch nie im neuen Gebiet, auch noch nicht in dem davor. GNP grindet, ich paye und spiele auch aktiv. Und Momelic bekommt for free. Ist so. Das kann einfach nicht sein, Mann. Also das mit dem Wasser. Marisches Hunter ist das mit Charge Attack Damage Bonus. Und when your HP decreases or increases, Crit Rate increases by 12%, maximum 3 stats. 3 stacks. Das ist das Set. Also die erste Artefakt Main in Fontaine. Ich habe so um die 20 5-Stars und habe nur 300 Stunden und spiele seit Release. Ich spiele seit Release. Hab 8 5-Stars. Und hab inzwischen wahrscheinlich über 1000 Spielstunden. Das Game ist einfach so fair. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Frosch gezockt hat. Und was er sonst noch investet hat. Außer Zeit. Also ja. Okay, das wirkt noch etwas capped. Das ist fast unmöglich. Ja, keine Ahnung. Das klingt auch... Ich weiß nicht. Egal, ich mache jetzt die Quest weiter. We'll buy tickets for both fighters. Huh? For both fighters? I can tell you're new to this, but I didn't think you were completely clueless. Maybe you don't quite understand the rules, no? Let me try to explain again for you. 20 5, das sind 300 Stunden. You see... Ich meine, guck mal, er sagt ja selbst, er loggt sich ein, macht ein paar Puls, die er von den Briefkasten bekommt. Und davon kriegt er meistens einen 5-Star. Ich meine, dafür musstest du ja nicht irgendwie eine Stunde Spielzeit überhaupt gehabt haben. Du musst ja einfach nur einloggen und Sachen einsammeln. Das dauert dich vielleicht 5 Minuten. Dann kannst du halt noch ein bisschen nebenbei gespielt haben, ein bisschen mehr gefarmt haben. Und dann ist es ja noch in Ordnung.
Und wenn du halt wirklich fast jedes Mal Early bekommst und fast jedes Mal 50-50 gewinnst, dann ist es sogar realistisch. Bei 300 Spielstunden, ich meine am Ende, meine vielen Spielstunden sind ja auch ein bisschen zu viel, aber egal. Sorry, ich habe nachgeschaut, das sind nur die PS5-Version, 450 Stunden, aber trotzdem lucky as fuck. Ja eben. Also ich meine halt so, wenn du sau lucky bist, kannst du so nachrechnen und kannst dann denken, ja gut, so ungefähr schon in der Abschätzung kann es Sinn machen, wenn du im Schnitt so bei einer 40 Pity 50-50 gewinnst. Was sehr unwahrscheinlich ist, aber es kann passieren. Bei so vielen Spielern, die es gibt, ist es bestimmt schon Leuten im dreistelligen Bereich passiert. Also who knows. Alright then, if you're absolutely sure. Remember, no refunds once you buy the tickets. Yeah, we got it. Just shut up and take our coupons. Paimon, ultrasauer. Plus 3. Jedes Mal das Ease-Emote. We woke up so early today that Paimon's been nodding off all afternoon. Good thing it's finally time for bed. Okay, was passiert jetzt? Hey, Traveler. Paimon. Package here for you. The next time you buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man, Ich hab gar nichts bestellt, the fuck? Huh? A package? For us? Did you buy something, Traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? I didn't buy anything unless this is... Right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe this package is the bad thing that Colin said would happen. Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon after you opened it. Okay. Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! Ja, nichts wird passieren, egal. Ich bin so ein ekelhafter Lacker, sagt Murmelie. Huh? What is it? Are you okay? Ein Plüschtier? Let Paimon take a peek too. Ah. Oh. Nee, gut, schade. It's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Rumor has it that box Almost went like- missing and the liquid in the bottle obviously looks like blood. Welches Set eigentlich auf dem neuen Charakter? Habe ich schon gesagt. Gibt es einen neuen Weekly? Es gibt den von Sumeru 3.7, glaube ich. Das ist der Dendro-Drache, den du von Nahida Story Quest bekommst, wobei ich nicht weiß, ob es 3.7 ist oder vielleicht auch schon 3.4. Den musst du farmen für seine Materials, denke ich. Vielleicht gibt es auch einen Weekly-Boss, das weiß ich nicht. Ansonsten wäre es halt der. Und Magisches Hunter ist das Set, genau. Ja. Wie gesagt, das habe ich schon gesagt, das ist das erste Artefakt-Set in Fontaine, das dir 15% charged und Normal Attack Damage Bonus gibt auf ein 2-Piece und auf ein 4-Piece. Bis zu 3 mal 12% Crit Rate. Habe ich dir auch gesagt. When HP decreases or increases the Crit Rate of that character by 12%, maximum 3 stacks. Ich weiß nicht, ob es genau richtig zitiert ist, aber so mehr oder weniger. 36% Crit Rate. Ja. Okay. Rumor has it. Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what Das you're ist ja trying fast to say. genauso wie Blizzard's Trainer, ohne dass du den Gegner dafür freezen musst. Und das ist halt krank. TF? Was meinst du mit TF? Und Farina lässt jeden Charakter im Game das verwenden. Not true. Das ist insane. No way! Get that stuff away from Paimon! Seems like we'll have to investigate. This place is chock full of strange happenings after all. Hab ich geträumt. Ja, true. Das ist. Hab ich aber tatsächlich auch geträumt, schon heftig, ne? Just trust Paimon on this one, okay? Also keine Ahnung, ich hatte irgendwelche Tagesvisionen auf einmal und. Oh! Ja, nee. Hä? Ich weiß nicht, kennst du es nicht, wenn du so irgendwelche Visionen hast am Tag? So Machtvisionen? Bist du nicht machtsensitiv? Kein Jedi? Though it feels nice to slack off a little, Ich mein- less work means less coupons. Let's make the most of our morning. Ich meine, so, kennst du es nicht? Du gehst so ins Bett und du denkst so an manche Tagen einfach, ey, scheiße, ich glaube, ich habe einen hellseherischen Traum. Das ist doch voll normal. Und meistens ist es halt irgendwie über Farina oder sowas. So Genshin Really. Ich weiß nicht warum. Es ist ultra selten. Es ist ultra krass. Ne? Aber
Ja, ich habe von Leaks geträumt. Was für Leaks? Was sprichst du hier von Leaks? Es sind Träume, eindeutig. Das ist heftig, wirklich. Ich mach meine Augen zu. Manchmal sogar, wenn ich meine Augen offen habe, sehe ich dann so plötzlich Playstyle. Das ist heftig. Ich weiß nicht, von wo das herkommt, aber das ist einfach krass, ne? Who are you? We've never seen you before, and you don't look like a fellow convict. I'm not. Of course I'm not. Please, don't mistake me for a criminal. I'm a good, law-abiding citizen. Then what are you doing here? You sure seem anxious about something. I'm a promoter for Fontico, and I'm usually responsible for promoting our drink products. I thought I could complete my task here quickly and return to headquarters, but I've been here way longer than I anticipated. Es ist selten und seltsamerweise immer kurz vor nächsten Patch-Release. Sasuke. Ja, ey, es ist halt einfach true, Mann. Es ist sau komisch, aber es ist einfach so. Ganz zufälligerweise vor den neuen Patches, ne? Also ich muss sagen, boah, also, meine Träume über Farina sind schon insane, dass sie jetzt schon auftauchen, obwohl sie erst wahrscheinlich in 4.2 kommt. Die Tatsache ist, ich habe auch geträumt, dass sie in 4.2 rauskommt, ne? Also das ist auch heftig, was ich geträumt habe. Also unglaublich, Mann. Das ist crazy, man. +3 to Ease. Let's go. Oh, a promoter from Fontico? So what kind of problem did you run into? I'm so upset. It's all because of that Duke. Nope. After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. Let me take a moment and recall his exact words. I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. W-Moment von Risley. Anyways, vielleicht sind das die Nebenwirkungen, von denen gesprochen wird bei zu viel Spielzeit. Ja, true. Dass auf einmal Tagträumst, das kann sein, ne? Neuvilletts 80. Heilige Scheiße, Frosch hat einfach zu viel gezockt. Warte, deine Träume von ihr, Bro, what the fuck? Ja? Ich träume von Frida. Okay, nee, warte, nevermind. Nein, hold up a sec. Nee, das wird nicht geklippt. Ich muss so vorstellen. Ich muss essen. Ah, das ist klar, Frosch. Dann einen guten. Ja, nee, trust, ich hab gute Träume von Frida. Oh Gott. Ah, scheiße, Mann. Okay, nee. Ich mach die Archon Quest. Fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid, that they were completely ignorant of the value of credit coupons, despite living in the underworld, would ever possibly consider buying your drink. Let's just forget it. Anyway, that's how he rejected my proposal and asked me to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for him. Can you believe that guy? F. Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine. I know, I should just let it go. I'm on his turf after all. His house, his rules. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the value of coupons. The Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons will spend them on Fonta. I see. Wie lange dauert das noch? Weil irgendwie ist es gerade sehr langsam. Der Progress hier. Am Anfang dachte ich, war Story Progression noch in Ordnung, aber jetzt wird es gerade immer langsamer. Habe ich das Gefühl.
Hier ist erstmal kurz was ein Clue. Hey, what are these papers scattered all over the ground? Are they registration forms or something? Maybe not. Every page has the Fontico symbol on it. Maybe it's some flyers from the company. Let's take a look before anyone else shows up. Okay. But if someone catches us, they could accuse us of trying to steal the company's secrets, couldn't they? What are you afraid of? We're already convicted criminals. Egal. Die Genshin-Welt wird immer moderner. Das ist so weird. Meinst du? Ich denke... Also bei Mondstadt ja, understandable. Mondstadt und Leo sind noch ein bisschen rückständiger sozusagen. Aber so dieses Steampunk-Zeug, das ist halt einfach... Das hat man auch schon in... Das hat man teilweise tatsächlich auch schon, glaube ich, in Mondstadt Story Quests gesehen. Und dann vor allem später noch in Inazuma. Ja, am Anfang war es mittelalterliche Gebäude, jetzt eine Fabrik und so Zeug. Nee, ich sag, es ist halt einfach... Deutschland in Isekai-Welten ist halt einfach typisch dieses Mittelalterliche. Und China ist halt... Dieses historische, dieses, was weiß ich weiß nicht welche Periode es ist aber halt auch sehr beliebt. Als so eine Fantasy-Story. So Modern China ist ja keine schöne Fantasy-Story. Aber auch beliebt ist zum Beispiel Steampunk und das haben sie halt jetzt einfach für Fontaine gemacht, weil es auch passt, weil es Hydro-Region ist. Denke ich. Und Inazuma ist halt so, da ist auch sehr bekannt die Sakoku Decree halt. Der Sakoku Decree ist ja auch in echt gewesen für eine Zeit. Ja, und das mit Sumeru, keine Ahnung, da kann ich ihm nichts sagen, wirklich. Aber ich sag, da geht's noch. Aber ja, weil die anderen denken, dass wir in Deutschland mit Ritterrüstung rumlaufen. Trust. Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow, and some researchers on the project have voiced concerns. We have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. We have decided to only conduct closed, small-scale trials for the time being. Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides Fanta. But it sounds like things aren't going well at all. Let's put these papers back where we found them and make it look like nobody went through them. Okay, good. Ja, du hast gar nichts gemacht, aber gut, passt. Also, jetzt noch das letzte hier mit dem B sprechen. Hey, I heard you crazy fools really did it. You bought tickets to support both fighters, didn't ya? Well, did anything happen? Well, the next day we received a mysterious package, but we still haven't made any sense of the contents. So it is real. You didn't become cursed or anything like that, did ya? Are you both still okay? Wait, are you sure that it's still you controlling your bodies right now? No. Paimon's not sure. What do you think, Traveler? Is Paimon still Paimon? Only you'd ever ask such a question, so I'm pretty sure you're fine. Oh, okay. Well, that's good. Ich hoffe, Paimon fragt während der Main Story. Don't seem to have changed at all. Trust, but I wouldn't save. let your guard down just yet. Still, I didn't expect you would actually do it. Stellt sich heraus, Actually dass sie throw der away böse Gott ist. coupons like that just to satisfy your curiosity? Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn any coupons. Das Unterwasserkampfsystem ist Trash, meinst du? Ich find's geht voll. When it comes to things like this, it's always the organizer who makes the real profits. Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fanta. Oh, so it's the company that manufactures Fanta sponsoring the events? Paimon thought all of this was thanks to the Duke's support. Let's just say it's a mutually beneficial arrangement. They reached out to us first, hoping to promote Fanta products in the fortress of Meropide.
I understand. That's some important info. Anyway, you try and take extra good care of yourselves these next few days, you hear? Okay. Fanta? Ja, Fonta. Ich meine, Fanta ist ja Dings. Ist ja ein Begriff, der gecopyrighted ist, glaube ich. Und nicht ich weiß nicht, heißt es Copyright? Egal. Du darfst ihn halt einfach nicht benutzen. Denke ich. Halt im Regelfall. Darfst halt so Sachen in so Fiktionssachen wahrscheinlich nicht irgendwie extra darstellen, weil du kannst irgendwie Rufmod begehen oder so einen Scheiß. Zum Beispiel in Donald Duck Comics nennst du die Charaktere ja auch nicht irgendwie Yogi Löw, sondern Yogi Löwe. Ist ja nicht so ein Ding, an das ich mich speziell gerade erinnern kann. Na, ich sollte mich hier hingehen, okay. We ended up here without even thinking about it. Wanna grab something to eat? Let's end the shift. Alright, but remember that we bought this time with coupons, so let's make better use of it next time. Okay. What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. Oh, Paimon misses your cooking now. Man sieht nicht mal, was es war. What would you like to do this afternoon? Beziehungsweise, was ich machen muss. Let's go work in the production After working zone. here, but doing the same thing all the time. Yeah. A mysterious box? A bottle of crimson liquid? Paimon still doesn't know what to make of it. Do you have any ideas, Traveler? I think I've got something, but unfortunately it's not related to child. Really? Nee, ich hab keinen Plan. Then it looks like that part of the investigation led us nowhere. Well, maybe we'll have better luck tomorrow. Good night, Traveler. Ja, und was jetzt? Stage objective complete. Okay, so we've investigated 2 of the hidden rules. Paimon didn't think this prison would have so many weird things going on. Oh mein Gott, sieht das unter Wasser geil aus. Ja, das ist es. Es ist tatsächlich sehr cool. Aber, weißt du, was auch cool ist? Ich muss fett auf Toilette gehen. Also, ja, bin ich erst gleich wieder da. Und damit bin ich wieder zurück. Also geht's weiter. We'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get anywhere. Let's spend some coupons to skip our shift so we can go investigate. Yeah, let's skip work for now and put our time to good use. Also, ich weiß nicht, ich habe das Achievement gerade nicht schnell genug lesen können. Aber jo. Body and mind. Time to act. Man kriegt gut Morra auch. Ich bin bald demnächst wieder über 26 Millionen, ne? Ich fühle es, dass es unmarkierte Bosse gibt. Was meinst du? Unmarkierte Bosse. Hey, isn't that Vidok over there? Is it just Paimon or are there fewer people than usual here today? Ja, Bosse, die nicht eingezeichnet sind. Was meinst du? Ah. Seeing Welche you at Bosse this sind denn time nicht must mean you've eingezeichnet? already saved up a lot of credit coupons. Or at least enough to skip work. Seems you're getting into the swing of things around here. We're getting by. My goal is to become the next Duke. Impressive. Shut the fuck up. Now can you tell us about the hidden rules you know? If that's what you want to know, I guess you couldn't have come at a better time. Huh? What do you mean it's a good time? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I wouldn't want them listening in without paying up. We get it. Just tell us already. So, you know those pipes that make strange sounds? Ah, die Don't nächste Nein. ever go near them at night. Vom Trailer. Even if you manage to avoid the guards,
you might find something even more terrible there. Richter des Ozeans und so ein anderer Boss, der mega lang zum Killen braucht, die nicht auf der Karte sichtbar sind. Ach so, ja, das sind nicht wirklich Bosse, das sind halt einfach Local Legends. Aber die zählen nicht wirklich als Bosse. Bosse sind ja nur die, die dir auch Boss-Drops geben, aber die geben dir ja nichts. Die droppen dir einen Kack, einen Schmutz, einen Rotz, Müll, Schrott. Also, ja, sie sind Bosse rein technisch gesehen von der Schwierigkeit her, dass sie eine Bossbar besitzen und so ein Kack, aber an und für sich sind es nicht wirklich Bosse. Also ja. Something even more terrible? Like what? A group of cannibals. Oh. Okay. Hätte nicht gedacht, dass es in Genshin Impact vorkommt, Kannibal. Aber nur ist ja genau das mit den Karten. Es gibt Vivian of the Lake, Lilian of the Lake, es gibt den Richter des Ozeans, es gibt die Zwillingsrochen und es gibt noch den, der sich unsichtbar machen kann. Es sind 6 Local Legends, die es gibt, nicht nur 2, by the way. Beziehungsweise 3, die du gesagt hast. Cannibals? Oder? In the fortress of Meripede? Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared here. But what's even scarier is that they have a special proclivity. Wie sollst du den Richter des Ozeans killen? Ja, das geht recht einfach. Du kennst doch diese blauen, erst nochmal. Diese blauen Krabben, von denen du die Krabbenfähigkeit bekommen kannst. Wenn du die Krabbenfähigkeit einsetzt und währenddessen gehittet wirst, kannst du einen größeren Hit bekommen. Also, das ist ja so ein bisschen wie ein Beidou-Counter. Du kriegst halt sozusagen Shield. Das kann natürlich immer noch durchbrochen werden und der Richter des Ozeans wird mit einer Attacke auch dein Shield sehr stark durchbrechen können. Das heißt, da musst du aufpassen, dass du genug tanken kannst. Oder dass du dem dann halt einfach ausweichst. Aber wenn du angegriffen wirst und es counterst, kriegst du einen Hit, der halt 50k macht, statt irgendwie nur 18k, die du sonst machst damit. Es ist recht stark, halt, diese Fähigkeit eben. Und damit kannst du ihn auch theoretisch one-cyclen, wenn der einmal in seine Shield-Position geht oder Shield-Face und du sein Shield breakst, dann ist er auch instant tot. Aber ja, du kannst doch einfach langsam nach und nach killen. Das geht auch schnell genug. Wie gesagt, wenn er dich mit irgendwas abschießt, einmal I gedrückt halten, auf ihn zielen, abschießen, 50k Schaden. Since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms. Die konnte ich ja mit halt eben E gedrückt halten. Fortress forever. Paimon might already know what you mean by other forms. So that's what's going on here. Oh, Paimon's stomach doesn't feel so good. Is that really true? There's still a chance that what we saw isn't connected to cannibals. You two look pretty skeptical. No matter. Learning the truth behind dark secrets isn't necessarily a good thing. I've got things to do too. I suggest you just act like I never told you anything. Okay, Chef. Traveler, can we just trust him on this one? Oh, Paimon doesn't want her blood and flesh entombed here for all eternity? Even if it's true, do you really think cannibals could take me in a fight? Oh, so that's how you see the situation. Huh. You know, Paimon does feel a little better about it now. Alright, then that's just like before. Let's get ready to investigate another hidden jewel. Let's go. When will all the secrets end? Return and investigate again. Vidok isn't here. But the guys who went to work in the morning are back. Let's go ask them. Spielt der Damage der Charaktere unter Wasser eine Rolle? Nein. You shouldn't go around saying stuff like that. Es gibt nur 2 Sachen. Defense und HP. Oder Baiju C6. Baiju C6 ist auch sehr stark. Listen, you should keep your nose out of other Aber people's nur Baiju business. C6. Ansonsten ist jeder andere Charakter nur noch abhängig von HP und Defense, wie viel er aushält, weil der Rest ist sozusagen gelevelt. Der Damage, den du machst, ist gelevelt.
Und nur HP und Defense sind halt das, was damit scalen können, halt eben je nachdem, wie lange du überleben kannst, weil die Dinger halt Schaden machen. Just stay away from me. Ja, die Viecher hier haben richtig Bock darauf zu reden. Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. It's pretty obvious that they are hiding something. Could they be connected to the cannibals? But if they're being so obvious about acting weirdly, do you think they might just be trying to lure us in? Oh, this is all getting way too creepy for Paimon. Let's approach it from a different angle. We'll probably never get anything out of these guys. So you mean we still need to investigate some more? Yes. Okay, if you say so. Ask the guard at the dormitories. Ah, wieder nach oben. Time to act. Body and mind. Ich würde bei der auf Food House C1 können. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber ja. Nicht What do heute, you aber auch want? mal anders. Criminals like you ought to be Gut working right geenglischt. now. Catch my Was? drift. Geenglischt? We just want to ask you a simple Trust. question. Have you ever discovered anything odd during your nighttime patrols? Why are you asking about something like that? Whatever happens at night isn't your concern. All you need to worry about is getting enough sleep. Well... You see, sometimes we hear strange noises at night. Right! We've heard it happens a few times every month. Paimon has sensitive ears, so it makes it hard to sleep. Really? I see. But it's not like I'm on duty every night. And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that before. They say that strange things tend to happen at night on pipe cleaning days. Lots of us don't willingly take those shifts. So, what happens at night on pipe cleaning days? And they just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. There are 3 pipe cleaning days per month, and it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want, and if they're real, then I can report the issue to my superiors for you. Oh, okay. Then we'll keep both ears out tonight. Weiter? Ah, ich hab... If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny, though. Even if I'm not on duty tonight, someone will still be watching you. Don't worry, we don't want any time added to our sentences. Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? Warte. Du solltest auf den neuen pullen wegen seiner Kamehameha-Laser. Kamehameha. Ist nicht Kamehameha? Egal. Ich habe darüber nachgedacht. Erstens, Hooters C1 ist aber für mich wichtiger. Zweitens, ich werde auch 80 Puls wahrscheinlich auf den Banner machen. Bis ich halt eben den ersten 5-Star bekomme, nach Hooter. Hooter C1 ist für mich höhere Priorität, weil ich brauche jetzt nicht so Hydro-Charakter. Ich habe Kokomi, ich habe Hintyu, ich habe Yelan, das reicht. Notfall noch Barbara, das ist natürlich nicht wirklich hilfreich, aber... You know, ich habe genug. Ich brauche keine mehr. Und in dem Fall denke ich mir... Hooter C1 macht noch Spaß obendrauf. Oha, Hooter C1 ist geil. Ja, eben. Und ich spare gerade auf Furina und Nahida. Weil Furina habe ich geträumt, kommt nächsten Patch raus. Ne, man weiß es. Also da braucht es nicht mal Leaks. Literally auf Instagram haben sie es gepostet. Und sie posten nur die Charakter auf Instagram, die nächste Version rauskommt. Also ganz ehrlich. Furina kommt den nächsten Patch. Und Nahida kommt nochmal danach. Es wird nicht umsonst Zhongli, Venti, Furina und dann Nahida kommen. Warte. Ja, genau. Weil letzter Patch kam Zhongli, diesen Patch kommt Venti. Ja, es ist confirmed von Hoyoverse. Das sind keine Leaks. Und danach kommt Furina. Und nochmal danach kommt Nahida. Da ich Nahida und Furina bekommen will, muss ich sparen. Ich versuche sie auf C1 zu bekommen, habe sie noch nicht mal. Hehe. Oh nein, er wird 2 10-Puls machen und irgendwie so Hooter C4 bekommen. Weil, warum auch nicht? Egal, Froschbelili. Hi, jojo, was geht? Willkommen zurück. Gut gegessen? Fragezeichen. Naja, ich mach
wieder hier weiter. +3. Geil. Wie wird der Wraithly? Keine Ahnung. Also, weiß ich wirklich nicht. Aber ich denke nicht erst so ein Must-Pull. Von dem Character-Kit, das man gesehen hat, sieht er nicht so aus wie der krasseste. Also, ich skippe ihn ziemlich sicher. Ja gut. Those might be the days when the cannibals are active, but it might also be nothing, just the pipes being cleaned. Right, both are a possibility. But Fielding did say that tonight is a cleaning night. No reason not to find out the truth for ourselves. Paimon knew you would say that. Alright, sounds like we'll be up all night tonight then. Paimon just hopes the guards don't catch us. Okay, warte. Do Shit, One Farina und Charlotte ziemlich gut mit Overall mehr. Also, warte, Dog Shit ohne Farina und Charlotte ziemlich gut mit Overall mehr. Achso, du meinst Wraithly, ja. Gut, ich würde eigentlich schon auf Farina und Charlotte gehen sowieso, aber ich kann ja nicht dann auch auf Wraithly gehen, weil keine Primus, ne? Das ist halt der Pain eines Free-to-Plays. Du musst planen. Und du musst skippen, selbst wenn du sie haben willst. Wenn du einen mehr haben willst. Ich könnte versuchen, Bro, dieser hässliche Momeli, das ist nicht mehr normal. Der wird so fett einen Temple machen und C1 Hutor davon bekommen, weil Double 5-Star. Er wird so einen Single auf Wraithly machen und er wird kommen. Er wird so einen halben Pull machen auf Farina und wird sie C3 bekommen. Das ist bodenlos. Yeah, we just need to wait until everyone else has fallen asleep. If we miss our chance tonight, it'll be a while before we get another opportunity. Außerdem no front, aber Cry-Character keiner mehr. Whatever. Just be sure to wake Paimon if she dozes Ich mag off. Cry-Character. Paimon's worried something might happen if you go alone. Das ist eigentlich nur wegen Rosario und Ayaka. Traveler, did you fall asleep already? Ich mag Yula. Ja, ich nicht. Oh. Oh. Traveler, come on, wake up! Okay, das muss gerade kurz sein, egal. Jedem das seine. Ich mag Yula Character Design. Character Design ist gut. Kid würde ich lieber auf Legostein schlafen. Oh mein Gott, ist das ein heftiger Front. Das ist ja wirklich bodenlos. Vorspulili, chill mal kurz. Das ist ja böse. Aber ja, also Character Design, so. Just saying, man, also. Würde. Das ist, glaube ich, das, was unter anderem auch Profi-Ernter schreiben würde dazu. Aber, ja, Kid ist halt einfach, mag ich nicht. Ja, I saw a child in my dream again. Oh, it looked like you were just peacefully sleeping to Paimon. Well, what did you see this time? Investigating the pipes tonight is the right call. Child escaped via the pipes. Really? So we're finally starting to figure out what actually happened. But what about the cannibals? How do you explain them? I'm sure we'll find out soon enough. Trust me, der Traveler hat so eine Stimme. Okay, well, it's about time for us to get moving. Just be careful to avoid the patrolling guards. Also muss ich hier jetzt entlang rennen. Ich glaube, ich war dort schon einmal, aber bin umgekehrt, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie unnötig. Na!
fuck? Bro, what the... Hä? Geil. Plus 3, 2 fucking E's. Let's go. Warte, wann ist die Friendship 10? Oh, es dauert noch ein bisschen. Ich finde, der neue macht anders viel Spaß. Ja, kann sein. Ja, scheiße. Surprise! Shh! Careful! We'll get in trouble if the guards catch us. Warte. Nur noch 13 von den scheiß Materials. Achso, man darf nicht... Oh, ja gut. This should be the place. Warum sagst du mir, this should be the place? Du warst hier selbst so gut, Mann. Literally, ich bin derjenige, der es geträumt hat. Hier. I know you. Warte. You were the ones we saw. Zeig ihm das Emote. You've got meinst guts du showing good up take? here. You know who we are, right? You'd better leave now. Ain't nobody coming here to save you. Ja, das ist good take. You know, Aloy besser, Eula. Ich würde sagen, das ist schon wirklich ein guter Take. Kann ich wirklich nicht widersprechen. Aber ja. You better leave now, ain't nobody coming here to save you. Enough with the theatrics. What'd you say? All those rumors about cannibals and Hinrules were started by you, weren't they? Yeah, so what if they were? Warum geben sie es zu If you einfach? push us, we can make those rumors a reality at any time. Alles klar. Guter Take, aber Yuga hat mehr als gutes Argument. True, true. I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories and act like you never saw anything, then I'll pretend that you never showed up here. Yeah, scram. Nothing worth seeing here. There's something calling me. I have to go. Huh? What did you say? Isn't that exactly what Boss said when he left? Hey, do you know our boss? Yeah, Child Tartaglia, one of Schneznaya's Fatui Harbingers. Oh, we had no idea our boss was such a big deal. He always kept his identity a secret. Nicht so schlau. So, did he have you come here to find us? Oh, so your child's crew here? Seems like he had no problem fitting in. I'm a friend of his. We came here to learn what happened to him. Macht schon anders viel Spaß, mit Ayaka zu tauchen. We're the only ones who heard him say those words when he left that night. Was macht mit So unless he somehow told you those exact same words after that. Okay. All right. Aber Bro, fucking hell, du hast diese Bubbles dort. I believe you. Punkt. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Denk nach. Die Sache ist halt, du hast doch sowieso diese scheiß Wasserzensur da. Also ich habe da nie drauf geachtet, bis mir das jemand gesagt hat, und da dachte ich mir so, what the fuck. So, hast du Yoimiya? Ja, Yoimiya kann halt so einen Kuchen rauspacken, das ist schon heftig. Sie kocht dir dann mal kurz was, so, wird zur Bäckerei. Wow, those dreams of yours sure come in handy. Träume, ne? Voraussehende Träume, ja, sie kommen mal in guten Nutzen, ja! Ja. But here in the fortress, the strong will always earn respect. He was working the longest hours and racking up wins in the Pancration Ring. You can always see how amazing he was, even when he was teaching us a lesson. So eventually, we all decided to follow him. But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he heard that call again. Sie hat nice water mechanics. Ja, and as his crew, if the boss wants something, then it's our job to get it done. So, we got to work and used the hidden rules that were here to make up and spread the rumor about the cannibal rule. We just wanted to give him a better chance of escaping on a night after the pipes had been cleaned. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or guard. Wow, it sure is easy to exploit people's fear of the unknown. But has a child already escaped?
Why are you all still coming here after pipe cleaning day? Ich werde einen Bubble Remove Glitch finden. Trust in me. Okay, I guess. Ja, das ist dann deine Lebensmission jetzt. I see. +3 Is. So talentiert, to be honest. Ja, ist einfach heftig, ne? Krass, also. Teach me in your ways. Gigachat Froschboleli. Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It should be a dead end. It leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from there into the sea, we're still way too deep. No one could ever reach the surface alive. But Boss still insisted on going in. It's like he was obsessed about it. So we told him that we'd pretend as if he never existed while he was gone. And that if he wanted to come back, he should wait for nighttime on a pipe cleaning day. That way, we could meet him here and help cover the whole thing up. So you come and wait here through the night a few times a month just because of that promise? Yeah, but it's been so long now. We already know in our hearts that he must have managed to escape somehow. Is it also possible that something unfortunate happened to him? Nothing could ever defeat Boss or slow him down. It's one thing we know for sure. Okay. Paimon was just brainstorming possibilities. Can you take us there? We want to go to the spot where he left. All right. Keep quiet and follow us. Ja, sehr kooperativ, wie es scheint. Wo ist eigentlich... Na gut, ist wahrscheinlich weiter oben. Schade. Hier sieht's voll geil aus. The way up from here has been sealed off. It's impossible to get through. Boss left by going down from here. It wasn't full of water at the time. Later, we came back hoping to have a look. That's when we found out it had been completely flooded. It's impossible to navigate unless you're an extremely skilled diver. Do you think Child got trapped by the water? Not likely. We all know that Boss was an incredible swimmer. I know a good diver. Really? Then have him come investigate. Pronto. Just be sure to tell us if you get any news about Boss. It's getting late. We should leave before the guards come this way. Yeah, we learned a lot about what happened to Child here. Let's get going. Ja, und erstmal muss man schlafen. We finally learned some key information. Seems all of our investigative work has finally started to pay off. When you said you knew a diver, you were talking about Fremine, right? If we ask Linny, he'll definitely have Fremine help us. Der Neue kann wie ein Delfin aus dem Wasser springen. Das ist voll geil. Das kann jeder Fontainian-Charakter und der Hydro-MC. Ich meine generell der MC. Ich weiß nicht, ob es auch andere können. Ich glaube auch die anderen MCs. Jetzt, wo ich so nachdenke, ich stell's mir schon lustig vor, wenn Neuvilletts aus dem Wasser springt. Ich sag so, beim Traveler okay. Bei Fremine sehr passend. Ich meine bei Lynette und bei Linny auch. Bei Fremine, I don't know, es geht. Aber bei Neuvilletts, ich stelle mir das schon geil vor, wie der aus dem Wasser springt. Keine Ahnung. Why is Child like this? What was he doing going into the pipes? Not making our jobs easier, that's for sure. Fortunately, though, it seems like it's only a matter of time now before we find out what really happened. Now that we can finally relax, I'm starting to feel super sleepy. Let's try to get some rest while we still can. Nighty-night, Traveler! Oh, jetzt ist es schon complete? Das war ein bisschen kurz. No? Wenn nicht kurz, sondern wenig. It's morning already? Achso, es geht weiter einfach. Also, Paimon still needs more sleep. er sieht aus wie ein Vampir. Ja, gut, trust. Das glaube ich. Let's take the morning off. Let's use some coupons to skip our shift this morning. Let's take the morning off. Ja, gut, keine Möglichkeit. Wait, look over there! Isn't that... It's one of Linny's cards! Okay, you're right. It's been a while since we've contacted him. Let Paimon see what's written on it! Maybe you haven't
haven't heard, but today is the monthly free day. Everyone has the day off today, which makes it the perfect time to do some investigating. It's been a while since we last talked. Have you been making any progress lately? Let's meet at our usual spot in the factory area before lunchtime. I have new information. Ooh, today's our lucky day. We have the day off. From the sound of it, Lenny's been making progress with his investigation. Wonder what he's discovered. We still have some time before we meet up. Let's talk with the people here for a bit more before we go. Okay, erstmal kein Router, aber eine Fische und ein Chinchu. Nicht schlecht, falls du sie noch nicht C6 hast. The Stars Shining in Depths. Okay. Ich würde sagen, erstmal hole ich mal meine Daily Commissions Belohnung ab. Ja. Und dann Froschbolili. +3 so fucking talentiert. Und auf Discord so talentiert. HP Sense mit Crit Rate, Crit Damage, beides Max Roll. Und oh mein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Bro. Was ist das für ein perfektes Piece? Jetzt fehlt nur noch ER. Und es ist wirklich das perfekte Piece. Und dann alles in Full. Mich würde es nicht wundern, wenn du, was weiß ich. Why does Karen look so stressed? Nee. Thank you for Catherine, nicht Karen. Patch Characters on Expedition. Ich bin so untalentiert. Oh no. Aber es hat Energy Recharge und wenn es noch zweimal Crit geht, könnte es ja in Ordnung sein, weil die Stats ja alle noch usable sind. So auf you know, auf Dings. Warte, wo ist das Bild überhaupt? So auf Cope ein bisschen. Wieder Cope, ja. Weil ich auch unbedingt einen Gladiator HP Sense will. Ja gut, es wäre halt perfekt gewesen, wäre es also, es wäre halt in Ordnung gewesen, wäre es perfekt gerollt als Offset, aber so ist es halt nicht wirklich mehr so gut, denke ich. Ich glaube, ich sammle hier auch mal kurz ein paar Sachen ein. Also, das hier kann ich kurz einsammeln, hier. Ja, gut. Ich habe schon 9-mal Boss-Points gekillt. Tatsächlich. Ja gut, die Sachen mache ich noch später dann erst. Warte, 3 Requests und 3 Bounties habe ich doch schon gemacht. Am Montag. Nee, oder? Als ob das jetzt nicht triggert. Oder habe ich sie wirklich nicht gemacht? Ah ne, ich hab sie wirklich nicht gemacht, gut. Da kann ich es noch machen, egal. Noch 7. Ja, dann halt 2 Dreier-Drops. Ne, 2 Zweier-Drops und ein Dreier-Drop. Das reicht schon. Das ist sehr gut. Hey, you over there? Was? Who, me? Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation No. TCG? No. You TCG? Hey, come on now. What's... all right. But why would you be looking for... Wait, there are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I Kann nicht immediately sein. thought, hey, sure. Oh no. Great! Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right? I thought you... Why don't you? All right. Then, did you... There are 2 guys who are all... I never really... If you're interested... Good to know. Oh, did you know that... Huh? That's right. To go from an ordinary inmate to a forbidden zone... It's just a rumor we've... Anything else? Digga, ich höre dem nicht zu. Also, ich mach's einfach. Nee. Fuck. Was denkt ihr, ich bin? Step on up! Warum muss es so viel laufen? Look! There are some people talking over there! Let's listen in on the conversation. Muss los. Alles klar. Aber cool, dass du was. Murmeli, dann schönen Abend noch und ciao, ciao.
If you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a hoot about a bunch of dogs like us? Hey, speak for yourself, mate. I'm no dog. Oh, you think you're special or something? If you're here, then you're just a convict like the rest of us. I've heard that even if you're released after serving your sentence, going back to life on the surface ain't any better. Once a criminal, always a criminal. We're marked for life. I don't buy that. Hey, how cool would it be if the whole world was destroyed by a giant flood and everyone had to start over from nothing? What kind of filthy bilgewater are you spewing? I have family up there. You best shut your sewer hole with talk like that. Listen, things ain't so great on the surface, but who says that you have to leave? I've heard that you can still stay here and work even after you've served your sentence. Not bad if you ask me. Plus 3, mein Gacha-Pech Who wants to live in the bloody overworld anyway? Yeah, I mean. And what makes you think they want to hire someone like you? It's good, I guess. It's one of the great mysteries of the universe, how someone as useless as you is so confident. Whoa. Sounds like they're really unhappy about the overworld. Overworld. Speaking of which, Paimon never heard anyone use the words overworld or underworld when we were living up there. Is it only something the inmates down here say? I think you're right. It's normal for convicts to be unhappy. That's true. Okay. Und jetzt das letzte. Surprise! There's a group of people over there. Let's go listen in. So I said, that's not a faucet. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a sudden? Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private. Inferno-Turm, bitte? Bitte was? What's the matter? Was für Inferno-Turm? Just looking to join in on our fun, that's all. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Für den Typen. Oh nein! Komm, kann nicht sein! Du, oh mein Gott! Du bist so ehrenlos! Weißt du das? Inferno-Turm für dich. Oh nein! Oh nein! Das ist bodenlos. Du musst sowas haben wie Bro costs 8 Elixir oder so. Und das mit den Pferdeturm ist auch schon gut. Arguably better. Thank you guys. Thanks, you guys are really nice. You hear that, Quisto? What Der ist aber so ein richtiger Goblin. Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? But before Jetzt kann ich, just so jetzt muss ich daran denken, wie that I dort know ein Pferdeturm ist, Mann. Really? Are we that famous? You're kidding. How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. Word has it that you also caused quite the kerfuffle. Oh, it's just a little mistake. Eating Farina's cake. 5 Elixir is positive Elixir trait bei dem. A little mistake. I like the way you put it. Das kommt You gut, see, ja, das people kommt with gut. a good attitude can join our group anytime. Unlike some of the others here. Positive. Your group? I'm Quisto, and this is Lavaroon. People usually call us the Bombshell Bros, but don't worry, 50 we're not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive, and we blow minds on the regular. Okay. So, you two really like to gossip? Ah, Mann. Es gibt ja, man könnte auch sagen, so 50 Truppenplatz. Das geht ja auch. Knowing intelligence will make things better Der for arme you. Gürtel. For example, knowing who's working It's about to... who has the latest It's about rumors, to who's burst. getting along. Wouldn't you like to know all that? Das sagt er. Trust. Nee, oder wie heißt es nochmal? It's about to... Ach, egal. Sure, fill us in. American, I love to know. Please tell me.
Whoa, all this info's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. I don't mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. The welfare meals. Talk about the welfare meals. We ate the most incredible welfare meal recently. Right. That meal we had yesterday was super delicious. Paimon can still taste it whenever she closes her eyes. The fuck? Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. Oh, so you're the one who made those delicious steaks. Amazing. You could be a professional chef. Am Ende hatte die Steaks gar nicht gemacht. You are correct. Oh, schade. I am a true professional. In fact, I even went to culinary school. Since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. Ach so, ja. Listen carefully. +3 This little bombshell will help you learn what's really going on here in the fortress. Huh? Did Leveroon just wink at me? It seems he's saying, don't be upset, he's a good fellow. Listen, kids. The power structure within the fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. Hätte ich nur so 50-50 We're basically gotcha. dogs to them. Aber true. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks. Even better treatment in the infirmary. I know who you mean. So it's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Stimmt ungefähr. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me, he's just faking it to get out of work. But did you know that Jurier was a talented researcher from the Fontaine Research Institute before he came here? There's no denying that. I don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora. Once you're in the fortress of Meripede, you're just another inmate like everybody else. Ah, interesting. According to Custod, oder keine Ahnung, Custod, a person named Julio. Ich hab keinen Bock, die Namen aufgestellt The last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Guess that's just how terrible of a guy he is. You mean he hit a woman? Wow, I never imagined he was that bad. But that Lorvine's also quite the odd one, you know? Erwartet doch She's always Gleichberechtigung. gabbing away, got into a fight with a man, and she also got sent to the infirmary. Come to think of it, I always see her going to the sick bay every couple of days, too. Huh. Wait a second. You don't think? Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on dates? But it's really hard to imagine. After all, I do remember seeing Lorvine beat Jurier to a pulp that one time. And we might be overthinking things. Oh Mann. Gleichberechtigung für alle. Aber nur die Vorteile behalten. By the way. Das ist ja sonst so die Politik. Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Linny. According to the card he left us, we should go meet him in the production zone. Ich glaube, Kazuto hieß der von... wie hieß er nochmal? Von Konosuba, Kazuto. Er ist auch ein Verfechter der Gleichberechtigung. Der schlägt Frauen genauso sehr, wie er Männer schlägt. Das ist einfach... Das gehört sich einfach. Spaß. Okay. Was denkst du, wird mein letzter Drop? Surely plus +3. Surely. Bin zurück, jojo. Was? Auch wenn ich noch 1 brauche. Ja. True. Aber der Triple Drop kommt einfach. Ich kann mal rein, predigst über Frauen schlagen. Ja, ich liebe es, Andrew Tates Advice zuzuhören, wie man Frauen schlägt, weil sie komplett unironisch von ihm sind. Und ich habe auch absolut nicht out of context gesprochen über Zitate von Kazuto von Konosuba. Trust. Oh, das ist Linny.
Nee, aber guck mal, ich bin großer Verfechter der Gleichberechtigung. Das heißt, dass wir Frauen genauso schlagen dürfen wie Männer. Trust. Was, Konosuba? Kennst du nicht Konosuba? Das ist ein Anime. You found something? A little something, yeah. Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of Ja information. gut, besser ist es. Das ist ja eben so, und daher Kazuto so, sagt er so, ich bin ein... Er sagt irgendwas so, ja, ich bin für Gleichberechtigung, ich schlage Frauen genauso wie Männer. Trust, ich stehe da komplett hinter ihm. Oh, as Ich äußere mich expected nicht, of the sonst werde ich noch von legendary Twitch duo, gebannt. you have my full and undivided attention. Huh. I'd have never guessed that myself. The rumors swirling about this place are unreliable after all, and Master Child probably went missing because he found a way out. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. The most important thing right now is to catch up to him. Hab keine Waffe für den neuen. Du kannst R5 Prototype Ende machen, oder du gehst auf Sacrificial Jade vom Battle Pass. Daddy Child. Oh Gott. Well, when you put it that way, it's obvious that only Fremine would be up to the task. Bingo! Is he around? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. Free-to-play Momeli, keine Ahnung. Ja gut. Auf welche Waffe? Warte, du kannst ihn auf Prototype Amber machen. Das ist seine beste Free-to-Play-Option. Oder die 1.2 Waffe, das sagt mir Frau Spolili immer. Und dann hast du halt eben Sacrificial Jade, das ist der neue Catalyst. Oder du kannst natürlich die Dings machen. Oder du kannst halt eben seine Signature machen. Seine Signature ist natürlich die leichteste, die du R5 ranbekommst. R1 ran, ich meine, die du R1 ranbekommst für ihn. Es gibt ja 2 Catalysts. Ja, der neue halt eben. Es gab ja den alten. Ich weiß nicht, wie der alte heißt. Solar Pearl. Solar Pearl ist aber nicht gut auf ihm. Ja. Prototype Jade. Was für Prototype Jade? Hä? War es nicht Sacrificial Jade? Und wo komme ich die halt durch Battle Pass kaufen? Ansonsten, wie gesagt, Prototype Amber Craftable. Wenn du Free-to-Play bist, dann wirst du halt natürlich keinen Battle Pass kaufen, es sei denn, du beschließt dich jetzt einen zu kaufen. Dann könntest du halt den holen. Ja. Ja, MB. Warte, was ist MB? Mobbing? Trust. Please do, we're counting on you. Thank you. No need to thank me. My bad. This was always a part of our mission after all. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. Was irgendwo steht. Collecting information has always been our strong point. Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. And after that, he'll probably take another 2 or 3 days to return. You can even estimate how long it'll take. We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Traveler, what say you to meeting here 9 days from now? We'll be able to pick up Fremine while we're at it, too. Sure, das heißt... Oh, and there's just one last thing we'd like your help with. Though we can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. Oha, die Battle Pass Waffen sind ja anders. Not like this. Was? Ja, die neuen Battle Pass Waffen sind saustark. Die waren schon von vornherein richtig starke Bats, ja. Die R5 Battle Pass Waffen sind no joke einfach besser als seine Signature. Aber das natürlich nur auf der R1. Auf R5 sind die Signatures ja immer noch besser, aber halt so R5 einfach, dafür, dass es Forsters sind, ist halt schon insane.
Aber ja. Fremene's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the Oder other warst du, dass areas, die Battle Pass and R5 I'll auch need to besser ist spend als some die time R5 helping Dings? Fremene prepare Die sehe for ich his aus diving R5 mission. Signature. So, you Ja, are the only gut, ones we can nevermind. count on. What do you want us to do? Will it be hard? Zeremonielle Jahre, ja. Well, I won't call it easy Komm, per stell's auf se, Englisch but mal. I think you'll be able Das to ist viel pull it leichter off. zu verstehen. Listen Aber carefully. ja, gut, You'll zeremoniell need to müsste es find sein. an excuse to get into the Zeremoniell infirmary sollte and es gleich sein. investigate the room and environs. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary Ich mag earlier, Germanisch. so it Ja, probably dann has something to Deutsch. do with the secret we're hoping to uncover. Du weißt You've übrigens, dass already met the Germanisch head nicht nurse, Deutsch so ist, she'll ne? be less suspicious of you. Germanisch ist nicht Deutsch. Germanisch ist... Ja. Na gut, dann, nevermind. Aber ich verstehe da nicht, was du mit Germanisch meinst. Germanische Sprachen oder wie? Well played, in my opinion. So, was ist das? 1066. Ja. Ja. Du hast die Stats nicht gezeigt, die Overall Stats, aber die sind... Ich glaube, ich kenne die schon. Das war ja irgendwie so 55,9 zu Dings. Aber das ist mir scheißegal. Okay, gut. Ich hör auf zu klugscheißen. Digga, es kommt halt einfach so random. Du sagst Germanisch. Germanisch ist so richtig so ein... Ich tue auf richtig schlau und dann sag ich so, es stimmt nicht. Also hör auf zu klugscheißen. So, Bro, du laberst irgendeine Scheiße mit dem Intent, dass du klug klingst. Aber... You know, wenn es dann halt am Ende Dogshit ist, dass du laberst, dann denke ich mir halt auch so, gut, nee, macht keinen Sinn. Ich laber immer Scheiße. Okay, gut, sorry. Ich auch, aber... You know... Ist okay, Mann. Ist okay. Egal. Investigate the internal structure of the infirmary and any active Du dealings warst auch der within, mit Amber, and die pass 7 those on Millionen to me Schaden macht. alongside anything else you're able to discover. But also, there's no need Bei to take Gaming Chair. risks. Don't forget, safety always comes first. Sounds good. I'll give it my best shot. Did you only say that because I'm an amateur? No, when it comes to intelligence gathering, I'd never consider you to be an amateur. Didn't you say it yourself? It's always been your strong suit. I'll believe anything as long as it comes from you. So, please prove your prowess to me once again. All right, then we'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. Stay safe. Sie kann auch unter Wasser schießen, weil ich habe ihr jetzt das dunkle Element gegeben. Ja, true. Ist halt heftig, ne? By the way, ich fresse hier irgendeine Kacke mal währenddessen, weil dann wollte ich das sonst. Hey, stay here for now. Paimon will take a peek. Die heftige Amber, die unter Wasser schießen kann, 9 Millionen Schaden pro Normal Attack austeilen kann. There seem to be several people inside. Let's try to eavesdrop on them first. 44k pro Tick. Okay, das ist insane. Jeder Charge-Tag hat 8 Ticks. Ja, ich weiß. Also ich habe mir schon ein paar Guides dazu angeschaut. Also sobald 5 Uhr war, sobald die Dings draußen war, siehst du mal. Sobald die neue Version draußen war, kommen instant die Leute, die Early Access hatten, haben ihren Guide rausgebracht. Genau um 5 Uhr. Genau zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mal als Leak gilt. Und natürlich habe ich mir dann so 3, 4 Guides angeschaut, glaube ich. Just saying. Geil. Vorspiel, welche war für R5 Battle Pass? Ich hol R5. R1 meine ich. Ich habe R1 Battle Pass, ich hol R5. Ist noch 10% mehr. Mehr Schaden, oder? Ja. It's a bit hard to understand them from here. Free So, sehe ich schon 80k. why don't we just try to talk to them in person? Let's go as soon as you're ready. Meinst du die C2 Farina? The fuck? Someone, please help! He's sick! Wie ist die Sonne und Mond? Du hast die andere, oder? Warte. Whoa, are you okay? Oh my! What's wrong, little one?
There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. Fuck, Sonne und The Mond. traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do. Freezing limbs, twitching fingers, and pale complexion? Could it be poison? Nee, Waffe, My Avatar, Deutsch. Let me take a Auf look. Deutsch, was? Please, lie down over here. Oof, my stomach really hurts. Die andere Battle Pass Waffe? Don't worry, I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. Finger weg von mir, du scheiß Melusine. You can do it, Traveler! Thank you, Warte, ich muss machen. Thank you, I'm sorry. Trust, ich kann Synchronsprecher werden. Apologize, you're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. Random Battle Pass Waffe, Neuvilletts hat 3 Waffen. Prototype aber für Free-to-Play. Signature für dumme Menschen. Und Battle Pass. Aber Battle Pass musst du halt R5 machen. Das heißt, es kostet 75 €. Wenn du das machen willst. Und es dauert nicht irgendwie 7,5 Wochen. 7,5 Monate meine ich. Oh, that's good. Ja, die für 6 Sekunden 20% Schaden erhöht. Continue my diagnosis of the patient now. Battle Pass. Please, Also, relax and take a deep breath. Sie ist schlechter und gleich teuer, also warum? Ich meine, wenn du Free-to-Play bist, dann kostet sie dich gar nichts. Don't Wenn sense du drauf serious pulst. damage to your organs either. Does it hurt when I press here? It's not that too bad. And here? Oof, that hurt a little. Huh? But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. Oh, how strange. Oh no, was my acting a bit over the top? What about here? Ja, okay, Signature für dumme und High Investment Free-to-Play. No, not really. Can't barely feel it. Oh. Trust. I Was Hölle ist understand. diese Szene? So that's what it is. Ich hab's I think vergessen. you just ate something that disagreed with you. Du musst That's halt all. irgendwie... Nothing Du too spielst gerade einen serious. kranken Patienten hier bei Outside of diesem a pretty bad Chefslobby. stomachache when it decides to act up. Was by the way Melusine ist, was kein Mensch ist. Thank goodness it's not anything more serious. And there have been other inmates complaining about the food recently. I'll inform our head chef, Mr. Woolsey, of this problem as soon as possible. Congratulations! The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? Mann, mein Miss Neuvilletts macht Levine, 44 K I'll have to trouble you to Basic help me Caso look after alleine. this new patient while I'm gone. Ah, Mann. Very well. Who the fuck kann ihn sonst noch buffen? Andere Reactions halt, die du bekommst eben, ne? Mona, ja, aber kannst du noch irgendwie die 2 anderen Reactions machen für die 3 Stacks. Hello. So how are you feeling now? Still not great. Still not great. Ich brauche nur 2 His Reactions stomach gegen aches Simon. really Ach stimmt, bad. ja gut, dann He was nevermind. stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. Aber das ist wirklich, seine C1 ist ja sau OP. Ich meine, der Unterschied ist ja erst 110%, 120% und dann 160%. Das heißt, du gehst von, du musst 4 Elemente-Team haben, zu einem, du kannst easy mit 2 Elemente-Team auskommen. Weil der Unterschied zwischen 120 und 160% Schaden ist unglaublich. Das ist ja wirklich ein Drittel von dem ganzen Schaden. 33%. Und dann kannst du halt dein Team dafür anpassen. Warte, nevermind, was meinst du? Hub Rotation verkackt zuerst. Ist 66. Ja gut, Digga, fuck it. If Miss Sejuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. Ich würde sagen, Mona ist nur gut mit ihm. Und zwar auch nur bedingt gut mit ihm, wenn du ihn C1 hast. Sonst nicht. Mit Farina 100k. But Oh Mann. it also looks like she's the only medic you've got down Ist here. niemand wirklich gut mit ihm? Also du kannst Kasor benutzen, das ist sehr gut. Und Farina dann halt wahrscheinlich. Falls unsere Träume stimmen. Halt, wenn du ihn C1 hast, ist es sehr gut. Also C0 musst du 3 andere Elemente haben. Und C1 brauchst du noch 2 Elemente und dann kannst du halt noch einen Hydro-Charakter reinslotten für mehr HP, weil es geht von HP.
Und dann noch in dem Fall halt jemand, der vielleicht das weiter buffen kann. In dem Fall eventuell die Farina-Träume. Und genau, und dann kannst du halt noch irgendwie ein drittes Element einfügen. Keine Ahnung, vielleicht sowas wie Fische oder so ein Kack. Also Fische denke ich jetzt mal nicht. Aber irgendwas halt. Mein Team wird Trash sein. Ich mache John, Lee, Big Ass, Yula, Yai und ihn komplett random. John Lee. Big Ass Yula. Okay. Wobei John Lee, glaube ich, ging sogar auf Archaic Petra. Für Shield Strength oder so ein Kack. Dann kriegst du ja irgendwie 35% Damage Buff. Yula verstehe ich aber gar nicht. Ah, well, that's true. What do you mean, that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two Das war nicht meine about Schuld, dass medicine, Yula and they help Miss Retry-Button Sishuin ist. Das hast take du care of gemacht. the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? That's correct. Hast du die Mode vergessen? Sorry, I got a bit ahead of myself. Are you two also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups, and to pick up the medicines Miss Sijween prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her, you could say she fancies herself as Miss Sijween's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Okay, dann setze ich Yula mit Kazuha halt. So. Nahida? Ich meine, wenn du Kazuha nicht hast, Nahida einen, no? Maybe. Da müsstest du Frosch fragen, aber ich denke, es geht. Please watch your mouth, Mr. Kazuha viel Jurier. besser wäre. Don't forget that you are the primary reason Denke I have ich. frequent heart palpitations. Also für Personal Damage, Neuvilletts. Hey, don't start arguing now. Please, keep it civil at least. Ayaka. Bro, what the Oh, Ayaka passt gar nicht rein, denke ich. Ayaka fragt sich, woher hast du dein Teambuilding gelernt? Hey! There's no need to fight! Everyone will be released someday, so there's no need to argue over silly things like this! Release. It's way too early for us to even think about Ja, that. bei Full EM And who the heck Elektro, knows dann if we'd geht's ja. even be able to continue our previous lives? Ryan oder Cookie D-Look würde sich auch noch gut machen. Na, ich glaube nicht. Wir reden hier gerade von einem Hypercarry. Du kannst natürlich auch Dings auf Reaction spielen, Neuvilletts, aber ich denke, man spielt ihn eigentlich auf Hypercarry. Viel besser. Deshalb, jeden Hypercarry, den du gerade sonst auch noch holst. Frau Spulli sagt, ich springe bald. So, guck mal. Du hast den Hypercarry. Du kannst dich noch einen einbauen. D-Look wäre gut wegen seinem Geoschaden. Welcher Geoschaden? Frau Schwulli ist so ums Verzweifeln. Das ist unfassbar. Was geht ab? Please allow me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurier, I don't want to see your face here again anytime soon. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. See you later, everyone. Kennt mich nicht, oder? Naja, whatever. Macht Neuvilletts, Nahida, Ryan, Cookie, Zhongli oder Taser. Ja, das denke ich halt auch so. Nahida, wenn du einen Electro-Charakter hast, der halt dingsen kann. Wobei kann ich theoretisch ja, Miko auch die Blooms treffen, wenn sie Full Dendro ist. Ich meine Full EM ist. Egal. Ich habe immer nur Müll. Muss los. Ich laber immer nur Müll. Achso, ja gut. Dann, ciao, ciao, Murmeli. Schönen Abend noch. Full EM. He just slowly Emerge. walked off? Copium. Like that? Ja, I know. That's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm Ich habe Lorvine. noch nie Jai And gespielt. Das that's... heißt, ich weiß nicht, aber ich denke Well, mal, ihre Aerie his ist doch name voll is gut. Jurier, but I hope you'll never have cause to remember his name.
You really can't stand him, huh? I mean, can you blame me? Look, who would like someone who's as arrogant and obsessed with weird research topics as he is? But there's no need to keep dwelling on him. I'll accompany you two for a while. Miss Seashween should be back soon, and I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. Thank you for looking after me. No, it's nothing. I'm back! Did you rest like you promised? Thank you for getting our medicine, Miss Seashween. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days worth of medicine for you. Take 1 pill now, and then continue Bin's your nur bed rest. ich oder hat Seashwin einen ähnlichen Walk jetzt wie der Pre-Release Klee Walk? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet, aber ich habe es auf einmal so, ich dachte mir so ganz kurz so ein Miss bisschen. Levine, I left in a bit of a hurry just now. Do you still remember if we discussed the color of the pill that you should be taking today? I remember. Unnötig. Yellow, huh? I understand. These are yours. Please, make sure to go to bed early after taking them tonight. You'll benefit from a good night's sleep. All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon, too. Thanks. See ya! I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, Wie right? ist ihr Kopf weiter Just als want ihre to double fucking check a Schulter? few details, if that's all right with you. Leute, Stream lag bei mir. Those two made Oh, quite the commotion just now, so keine why Ahnung. don't we let Kann the Traveler rest? Ich weiß nicht, ob es an mir I liegt can oder answer an the dir. questions instead. So his primary symptoms are abdominal pain with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? That's it. All right then. Is there anything we should know besides to take the meds? No, his base constitution is quite good, so I'm sure he'll recover quite quickly after taking the medicine. Please make sure to stick to bland or less stimulating foods, and don't stay up too late at night. Got it. Paimon will hold the Traveler to that for sure. Seashwin's still looking at me. I should just try to take a nap. Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. Oh mein Gott. Was? Man kann die Hydro Bubbles nicht manuell einsammeln. Das ist so gut. Achso, ja, man kann sie nicht einsammeln und dann werden sie automatisch eingesammelt in der Charged. So you're the best of companions. Well, don't worry, he'll recover soon. Ah, you're awake. How do you feel? You slept for a really long time, but we never left. I feel a lot better. Thank you both. Well, now you can go back without a worry in the world. Remember to kann take nicht your sein. meds regularly, and remember bland foods. Thank you, Miss Seashween. Bland Foods. Bro, du kriegst das, was du bekommst. Hier läuft's nicht anders. Seashwin. Seems like a lot of people have been. Shut the fuck up. Oh, perfekt, das wird ihr den Kopf abschneiden. Ja. Und jetzt weg. Back to the dormitories. Surprise! Yep. Und mach jetzt ein bisschen Testing. Finde mein Favorite Teams heraus und danach kannst du ihn testen, wenn du willst. Alles klar. Danke. Oder auch morgen. Is there anything I shouldn't have? No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, go take my grilled fish and put down the Adeptus Temptation now. Trust. Paimon talked with Seashween the entire time you were asleep. Ich glaube, die Quest She wird noch ein seems bisschen like dauern. she's just a Sind noch nicht mal sincere nurse, annähernd and bei Paimon didn't notice beim anything Action unusual kommen. in the room.
Are you sure we're not going off track with the infirmary? We are really off track though. There's a reread of was move the hedge on the ground as well as the question Sichuan asked Luvrin. Also, were they really talking about their meds before we walked in? Oh, and was Luvrin and Julius' argument genuine, or were they just putting it on a show? Paimon, hear me out. Hear me out. You really are super thorough. All those tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up. Okay. Ach so, so schnell geht's. Ich will endlich, dass die Action passiert, weil ich will nicht nach 24 Uhr erst überhaupt arbeiten. Let's go meet up with Lenny. Hmm? Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just worked our shifts according to the schedule. Nothing weird happened. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago, and as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait, why is she getting involved as well? You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough. Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and over and reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going well for her. Yeah, I'm not opposed to helping you. Perhaps that's true. You are both very good people, and we've come to appreciate that more than anyone else. Unfortunately, there's still one thing that could get between us, lest you've forgotten. The matter of our respective loyalties. You've mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui. I can understand that feeling, so I assume you're just helping us out of the kindness of your hearts? Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to help us in the future, too. Since I see you as friends, then it's even more important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. I get it now. Glad to hear it. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Is now really a good time to go over? According to my observations, Sijuin always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. Oh yeah, we heard about that too. Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's well-being. Okay, then let's head ist over wahrscheinlich right ein away. Minutenunterschied. Also ja. Zwilling weiß jetzt nicht, ob das so einen großen Unterschied macht, der Ältere oder Jüngere zu sein. Was dass man halt immer so es erwähnen muss. So, ich bin der Ältere. Lynette should be here right now. Huh. Strange. Lynette? As expected, Sijuin isn't here, but why isn't Lynette here? Could she have found a lead and left to follow it? No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd find a way to let me know. Unless... Let's see if there are any clues around here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Ich hab's Gefühl, die Action startet jetzt. Ah, hier ist doch Lynette. Oh, oh mein Gott. Oha, ich hab sie gefunden. Trust.
Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. Let's look around here for some more clues. Don't panic, just take another look. Ich hab's Gefühl, man wird sie erstmal für eine Zeit nicht mehr sehen, Fremde und Lynette. Von dem Trailer gab's ja dieses, hat Lynette gefragt, what have you done with my siblings oder sowas. Das heißt, ich denke mal, er wird noch mit jemandem konfrontiert. Deshalb meine ich mit, die Action startet jetzt wahrscheinlich so richtig. Ich denke, dass die entführt werden oder was auch immer. Dass das da halt den großen Konflikt startet. None of the beds have any signs of having been slept in. Except that one over there. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending to be sick. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest, while she left to retrieve the medication. But this bed is still unmade. Which means, either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. Oh no, that's not a good sign. Intense, Lynny breathing. There are some books here and a few files. They all look like medical records. Advanced nursing, how to raise the spirit of your patients, a quick guide to the psychology of emotions, and the meaning of laughter. These sure are some interesting books. Who knew Sijuin would be interested in these kinds of things? Ja, wahrscheinlich, weil sie kein Mensch She ist. even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it because she's a Melusine? Or does she have a need to understand her patient's emotional state? Seems quite normal to me. These are skills that would come in handy for a nurse from time to time. So, was jetzt? Hey, you guys, there's a slip of paper over here. A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards. This is... Is that all? Is there anything on the back? The back. This... Show me! Now! That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No. Could she have... Is she already... Writhsley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. Why would he choose to act during our second infiltration attempt instead of the first? Yes, that is a crucial question. Writhsley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Neuvilletts, so you have no conflict of interest with Writhsley. We're a completely different story, though. Why did he only go after Lynette? Why didn't he go after you as well? I'd like to know that, too. Why did he only go after her? Cat ears. Don't panic. Just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. Wait, you're right. Wait, but that means the fact that Fremine was able to leave the grounds. Could Writhsley have let him go as well? But what does he gain by letting Fremine leave like that? I get it now. Was? Nein. Ich kann nicht mehr reden. He deliberately made them both disappear. So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Writhsley let him leave on purpose,
Then he's probably in a terrible spot now as well. Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down. Lenny, calm down. Don't be like this, Lenny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one I'll go talk to Risley. Hey, don't be reckless. Traveler, please talk some sense into him. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. Again? I'll find a way to get them back. Achso, stimmt, bevor Alecino die gerettet hatte. Hat ja immer davon erzählt. He's rushed out the door. After him. The fuck? Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Huh? Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Someone! Please help! He's sick! Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this place. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being trusted. Ist die twisted so? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. Hat die so eine Being twisted able to read personality? human expressions is quite the useful skill. Oder was macht die da, fuck? Lenny, wait! It's no use. We have to catch up to him. He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Risley's office. Okay, jetzt ist... Ich glaube, jetzt wird's ein bisschen actionlinger. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht 3 Stunden noch. Come out and face me, Risley! Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Where did you take my siblings? Ah, das ist die Line, glaube ich, von Dings. Ja, jetzt erscheint es sogar noch weniger dramatisch, weil die Musik nicht so dazu passt. Aber ja, gut, I guess. I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the Traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not? What do you really want? Lenny! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once.
thank you so much for cooperating with me. Where are Lynette and Freminette? Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Freminette should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So, where do you think he may be right now? Wait, you can't mean you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Freminette's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. Flawless argumentation. You've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. Ich möchte eigentlich nicht so gespoilert werden. Schreib dann maybe, wenn du fertig bist. Alles klar, ist verständlich. Ich hatte ja auch schon gestern eigentlich gesagt, ich will die ganze Zeit die Archon Quest spielen. Aber ja gut, ich kann dir schreiben, wenn ich fertig bin. Aber ich glaube, danach werde ich auch einen Stream beenden, weil es scheint mir nicht so zu sein, wenn es schnell zu Ende ist. Aber ja gut, dann schönen Abend noch. Und jo, dann ciao, ciao. Bis dann. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all of that changed. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Freminette is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup of tea with me. You want to see Father? Fuck. But why should she bother giving you an audience? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. Why did you think Father sent us to handle the Fortress of Meripede? This place is basically a no-man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur Neuvilletts and Lady Farina have already received many samples as gifts. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... Linney! Why do you have to do this? Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective ich for a schon second? sowieso verstanden, aber okay. From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Freminette left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5... Wait, 2, 1. Hä? Für was zählt Time's up. It really is a shame, Mr. Linney. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea.
Please wait, can we really not talk about this some more? Yeah, listen to the Traveler. If you can't talk to Lenny, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvilletts, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws. Please spare Fremnet and Lynette. I want to save Fremnet and Lynette. Okay. No. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found, I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Das klingt ein bisschen Question soft, 1. aber okay. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? Can't believe he's asking about the hidden rule. If I recall correctly, if you keep working without any rest during lunch hour on the 3rd day, you will find a portion of strange meat in your food. It's a good thing that we've already run a thorough investigation on this. Let's see if I can remember all the clues. I should be able to find an answer if I can piece everything together. If you break the hidden rule of the production zone, your welfare meal will contain some strange meat. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour. The Fanta promoter has been struggling because we often see Miss Siegewien observe. Fanta's internal reports said the research notes said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. According to Collins, the Pancration tournament only took place. The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Keine Ahnung. Fanta's internal reports said I've been told that the infirmary is always empty for the we often see Miss. According to Collins. Ja, warte, ich glaube, ich habe das alles falsch. Moment. We often see Miss The research notes said that the Melusine. The Fanta promoter has. I've been told that the infirmary. We often see Miss Siegewien observing. I've been told that the infirmary. Scheiße. Jetzt habe ich keinen Plan mehr. We often see Miss. According to Collins, I've been told that the infirmary is all. I've been told that the we often see Miss. Ja, ich mache einfach Schade, Fanta's internal report. Ja, schade. Aber das mit Melusines stimmt dann. The Fanta promoter has. The research notes said that the. Ja, aber da hatte ich ja recht sogar. Ich hatte es nur in der falschen Reihenfolge. Bro, kann nicht sein. Bodenlos. Ah, so that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. At first, we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared. But in reality, they were all prepared by Siegewien, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Siegewien visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Siegewien has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. However, unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. Ja, schade. Are we on the right? Not bad. You've uncovered Siegewien's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her efforts have not gone unacknowledged. All right, now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? Gut, kein Plan. We often see Miss Fanta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed. Ja, keine Ahnung, ich mach mal das The hier. Fanta promoter has. According to Collins. Falsche Reihenfolge? Wahrscheinlich.
Nein? The research notes said that the Melusine. We often see according to Collins. Hä, aber das hat alles The was research notes said I've been told that the infirmary is always. Ja. We often see Fonta's internal report. The research notes said the Fonta promoter has Sagen wir mal das hier. Okay, gut, dann ist das erste falsch. Schade. According to Collins. Ja gut, macht Sinn. Auch hier war es wahrscheinlich fast das gleiche immer. Das Richtige, aber falsche Reihenfolge. So there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the pancreation ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange, blood-colored liquid. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fanta trial product. A blood-red drink. It's no wonder even Fanta's own staff were questioning the company's decision-making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale, to see how it might be received by customers. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fanta product here. Ach so, und nur komplette Idioten würden auf beiden Seiten betten. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match were selected to receive the drinks. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words. I may just reconsider my collaboration with the company. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? Oh, das ist eine schwere Frage. Kein Plan. Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and Fremine never even crossed your mind! Lenny, oh. You'll pay for this! Lenny, are you alright? Oh, close one. I owe you, Sigewinne. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. Sigewinne? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Sigewinne. Are you his accomplice in all this? Ja, man sieht nichts. Sind das gezeichnete Fotos oder sind sie auch noch 3D? Ich kann es gerade nicht sehen irgendwie. Not at all. Ich glaube, das war gezeichnet. Oder 3D und da hat man es halt auf ganz hoher Auflösung und sowas. So unter perfekten Bedingungen und so ein Scheiß. Den man halt so im Game nicht machen könnte. Aber ich, nee, actually, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch gezeichnet vielleicht. Kein Plan. Isn't he a resident here, just like the rest of us? If you're close with Neuvilletts, why not learn a thing or two about virtue from him? I really am just doing what Monsieur Neuvilletts told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. His Grace knows it too, right? Your Grace? Mind proving my innocence to them? Pick me, girl. My dear Sigewinne, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. What are you talking about? What time? Take me if you want. Let them... how touching. Can you just give me one more minute? Don't be like that, Your Grace. Just give me one more minute. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. I'll go get a cup of tea. Miss Sigewinne, I leave Miss Lynette in your care. You... What are you doing? I believe I hear footsteps. Ja, am Ende kommen die beide rein und es ist gar nichts passiert, weil er hat's nur so getan. Ah, nevermind, doch nicht. Please. Doch nicht. Ah, Nevermind. Miss Clarande. Ah, doch, hier. Ist Fremine. Fremine.
Ja gut, komm, das ist jetzt What's going on? nicht so... What is Clorinde doing here? Work. Work? I'm sorry about shooting you, Mr. Stimmt. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime, though. What happened to Fremine? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like... These symptoms, it like can't this? be. Was? A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. Oh, ist so high, das ist insane. What did you Ist say? so, hat so Please, einen make some space. Alkoholintus I'll need to gehabt, give das ist Mr. Fremine a heftig. more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clorinde while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. Okay, let's try to understand the situation of the people around. Ja, wahrscheinlich What's wurde eine that look on your getragt, der face? andere wurde... I thought die I andere made good wurde halt time on the way back. entführt oder sowas, Oh, I don't know. I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes Nein, later, actually, ich hab keine Siegewien may have been forced to shoot Mr. Linney again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased Ja, significantly. actually, vielleicht laber ich mal I die was only Scheiße, out there einfach a short nichts time, sagen so und it einfach wasn't nur too bad. zuschauen. But if one were to stay for any significant Ich glaube, amount of jetzt time, kacke. well, you can see how that boy is doing. Und beweise Where damit, was wie he viel when you found Scheiße him? ich laber und wie dumm ich bin gerade. The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. It would probably work on Neuvilletts. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. It's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvilletts. Want some tea? Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Might as well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. Okay. Und Linney. Digga, was soll das helfen? Literally nichts. How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Still, his condition is not critical. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now, and move him to the infirmary once he's recovered a bit more. Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however. Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? How? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I actually made some snacks and tea for her. Ja, der hat nicht Scheiße gelabert. Linny, are you okay? Wie lang? Ich dachte, da kommt ein bisschen Action, aber hier ist ja gar They're all nichts. here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look alright. Ich dachte, Action kommt. Aber My nein, hands gar and nichts. feet are still a bit weak, but that's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. I'm back, everyone. Lenny! Oh, Traveler, Paimon, you're here too. Fremine? He'll be fine. But for now, please help me lift him up. Für einen Archon Quest passiert hier irgendwie voll wenig. His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? On it.
Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? Very well. The Duke and Clarande are gone. They probably went to... Wie lang dauert das? Ah, hey. Ein Primer. Kann nicht sein, dass es so lang dauert, ohne dass irgendwas passiert. Weil die Infirmary ist nicht hier. Okay, First Impression. In jedem Team fehlt mir so das eine. Farina. Ja, aber macht Sinn. Ihr Crit ist so perfekt für ihn. Ihr Kit. Achso, ja. Macht Sinn. Wie gesagt, ich denke, Neuvilletts wird jetzt kein Guarantee-Pull sein, aber ein 50-50-Pull sein. Aber noch nicht heute. Ich kann gerade derzeitig genau 200 Puls holen. Ja. 200 plus das, was ich hier habe. 226. Aber Farina wird ihn... Ja, er ist trotzdem nicht schlecht, aber Farina wird ihn so viel besser machen. Kannst du ja noch testen bei mir. Also bitte wieder weg. Alles klar. Danke fürs Update, I guess. He's awake. Fremine, how do you feel? Irgendwie ging es schneller als erwartet. Lynette. We're all here. Where am I? The infirmary, at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine. And you are no longer in any... How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. Paimon. It's been so long. The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. What happened after you snuck into the pipes? Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Where could Master Child be? Und jetzt soll man sozusagen die Vergangenheit spielen mit Fremine. Er hat Royal Greatsword. 4-Piece Noblesse. Warum auch immer. C3. Er hat viel HP. Er ist fett, Mann. This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? Ich finde, das sind jetzt by the way so Momente, wo ich einfach meine Fresse halte, weil ich finde, dass die Atmosphäre einfach so gut, so alleine richtig gut ist. Und ich will da noch nicht reden. It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it.
This is where the water starts. Okay. Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. Ach stimmt, er kriegt Movement Speed unter Wasser, oder? Ah ne, nur decreases Stamina Consumption. Aber, na gut. Das hätte ich auch so geglaubt. Es kommt mir vor, wie wenn er schneller wäre, keine Ahnung. Und vielleicht auch nur ich, weil es hier jetzt gerade so im engen Raum ist. The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. There are traces here too. I need to keep going. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich weil es auf dem engen Raum ist und im Ozean ist es halt so richtig viel Platz. The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. What the? My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. Ja, dann kommt man nicht mehr rechtzeitig wahrscheinlich. I can't die here. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. Das ist Chlorint oder was? Aber wie soll Chlorint darauf gekommen sein, dass er dort schwimmt? Also, Bro. Von wo? Information einfach aus dem Arsch geschoben. Ich bin gezogen. So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that, and you know the rest. Miss Clarand brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clarand, you say? I must go thank her in person. You're still too weak for Monet. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarand will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. Got it, I'll go to talk to him. Was? Nee. Got it, I'll go talk to him. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Lenny? No. Please go on without me. I don't want to leave just yet. Lenny. Okay. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. Then let's just sit together for a while. In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Thank you. Ludol. 30 Primogems. As it seems. Was eigentlich mit dem Handlung Act 1? Ah ja, stimmt natürlich, ich krieg ja einen Pull. Davon, dass ich Act 3 completed habe. Jetzt bin ich gerade bei Act 4.
Stamina behalten. Ich will nicht sterben an Fallschaden. Ich sag, die schwarzen Flügel sind sogar... passen relativ gut auf Hooter und Hooter ist ein der einzige Charakter, auf den das passt. Ich finde alle anderen bis jetzt... Ja gut, es gibt vielleicht ein paar Flügel, die auch noch gut sind, aber es... Aber ich glaube, ne, ich glaube sogar, das sind fast die besten auf ihr. Einfach weil es so von der farblichen Komposition passt. Bestimmt ist das auch nicht schlecht. Aber ich denke das einfach. Ich finde die schwarzen tatsächlich nicht schlecht. Und sie ist die einzige, bei denen die schwarzen tatsächlich gut aussehen. Andere würden mir gerade nicht einfallen. Excuse me. I take it Mr. Wobei Fremenay's Riot's condition has wahrscheinlich auch nicht schlecht stabilized? wäre, mit schwarzen Flügeln. Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegewien? I wanted to check up on Miss Cloran. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now, then. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Please enlighten us as much as you'd like. Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Scheiße, ich hab mich We'll verschluckt. begin. An Did Wasser. you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. Why didn't you stop them? Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went, so I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Lenny's group would just do your work for you! You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremenay has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. Are the rumors true? That you're also a former criminal? Now, why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Oh, right! Paimon wanted to ask, who invited Cloran down here? Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremenay was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. So the Forbidden Zone really exists? What's inside of it? That's not something you should be asking after. Neuvilletts only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremenay. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly?
even if the truth may not be pleasant? Yes. Follow me. Ich habe nicht mal eine andere Wahl. Oh. Oh. There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Merit... Also dann. Down we go. Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. And that is... What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Dann darfst du nicht weiter. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. Ah, okay, dann nevermind. Ich muss jetzt ins spielen. Okay, jetzt wird aber ein bisschen spannender aufgebaut. Komm, hoffentlich ist es jetzt nicht wieder so ein... Nicht so eine Enttäuschung wie beim ersten, wie das mit Linny. Whoa! They all just went up one by one! What's that in the middle of the room? Go on, have a look. The elephant in the room. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Merit. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally, I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? The water pressure, the temperature. Nein, es ist der Anteil an primordial water, wahrscheinlich im Wasser. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. Water the temperature ratio. should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. Ja, obvious. Das wird Concentration recht gut angedeutet. of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Primordial seawater is continually leaking into the sea. Yes, that's very likely. But forget about the two of us. Not even Neuvilletts knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Oh! Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. And if the primordial sea is leaking through,
If this gate falls, all of Fontaine will fall with it. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. But that's just too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the Primordial Sea? Who built this place anyway? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon, Egeria, ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent, and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them, and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. Do you believe in the prophecies? To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. So as the Duke of Meripede, you what do you plan to do about it? Let's go somewhere else. Ich bin sehr müde. I want to show you something. Ich bin schon fast 6 Stunden am Stück Archon Quest spielen. Ich hab's valid. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone! Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Harmless. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Ed who? He's the one who blew the whole institute sky high. Everyone knew he was a bit crooked in the head, but you're not local, so I guess it's possible for you not to have heard of him. Edwin's main areas of research were archeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the Fortress of Meripede?
what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Okay, bin wieder da. Mein Bruder hat mich nur angerufen bezüglich Weisheitszahn-OP. Er hat gefragt, ob es weh tut. Ooh, are they together? Was that really necessary? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool. Is this just a normal room? Well, let's spice it up a bit. And here you go. Oh. This is... What a huge ship? This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? How much do you know about Fontanian history? Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria, and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. This is a plan for the ages. Can you share your plan with everyone? Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. Alright, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? Seems like you're good. Come on, I'll take you back. Okay. Geht's jetzt weiter? Ich meine, eigentlich vom Trailer her würde ich denken, I'll leave you here gibt's for noch now. mindestens 2 Stunden Content. Oh, thank you so much. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. He means that my actions now will decide the next steps Linny's group will take. In other words, if I want to tell Linny the truth, I must make him understand that we cannot afford excessive conflicts. We'll put a lot of thought into it for sure. Yeah, we will. Great. I look forward to what happens next. Oh Gott. Bin ich inzwischen bei 26 Millionen? Nein, okay, gut, so viel kriegt man jetzt auch nicht. Aber man kriegt auch nicht wenig. Oh Gott. We're back! Welcome back. Do you want a cup of tea? How can you be so much like Risley, always drinking tea? Na, ich bin auch so. Ich mag Tee. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. While I was sedated, I could still barely hear 2 people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves, to the water, and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sejuin.
Yeah, I heard one male voice and one female, so it should have been the two of them. They really were just talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Wriothesley? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Then he sounds a lot more like this old self. Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around, and Miss Sigewinne is also busy with something or other. So let's just talk here. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Meropide. Ooh, he's good. He got that right on the first try. That's our Lenny. Secondly, Wriothesley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Meropide is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Iudex Neuvilletts. Wriothesley is basically the king of a no-man's land. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the 2 factions are pitted against each other, Wriothesley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. Denny's grasp of the big picture is amazing. You're super smart. Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Wriothesley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Could Wriothesley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Wriothesley have known that? Or perhaps he didn't know, and just wanted to bring Father over to his side? Which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The 2 of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the 3 of us basically see you as family. You have my gratitude. Thank you for protecting Lenny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? Don't mention it, we can work together again if necessary. Given your strength, you might not need our help at all. But if you are ever in danger, we will try our best to protect you. Aww, the sound of that makes Paimon feel all warm and safe inside. Ja, das ist... Paimon's hungry. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... You've done so much das war nicht so mit schlechtem Storywriting. Es ist einfach so komplett übertrieben. We'll catch you guys another time. Diese Szenen, die sind einfach unnötig. Könnten wir einfach alle rausstreichen. Oder ganz kurz erwähnen, aber nicht so aushandeln wie hier. Und zugeben, wenn man es lesen würde, zum Beispiel in einem Dive-Bubble, könnte man es ganz schnell durchskippen, aber hier halt nicht. Also, könnte ich auch, aber... Wenn du es halt in der richtigen Geschwindigkeit schauen willst, dann dauert es sau lang. Oh, come on. It's time for dinner.
Are you here for dinner too, Miss Sijwin? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. What would you like to eat? Huh? We can choose? Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Then I have the tastiest stuff you have to offer. The biggest portion. Me too! Don't forget Paimon! No problem. Just leave it to me. Let me guess, es ist am Ende wieder dieses suspicious meat. Ja, never mind, ist egal. So delicious. Amazing free dinners are the absolute best. Is this how it feels to be freeloaders? Wait a second, we did do plenty of work after all. Feeling full yet? How's the food? Delicious. Exquisite, thank you. Besides the milk, I mean everything was super delicious. I'm so glad to see you all so happy. Oh, see, the expression on your face just now? The muscle here just moved, which suggests that you're... Sijwin, do you do this to help your patients or to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. Halt die Fresse. You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. Ja, sie ist immer noch größer als du. Sollte Fresse fallen. Really? You're reminded of an older sister? Oh Mann. That's great to hear. 6 Stunden Oh, schon. and what did you mean back in Risley's office? Und immer noch When keine you said gescheite that you were protecting Linny and his siblings as well. Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Thankfully, Cloran is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Cloran left, to make sure that Linne wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Cloran had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linne as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. You were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been the leader. Oh, I really wish Monsieur Neuvilletts would come down. Get a good night's rest, you two. You both worked very hard. Ja, Toto Hutau. Das ist aber dieser Kack auch daran. So, ich habe nichts gemacht. Ich wollte einfach nur einen Plunge-Tag am Ende machen. Die sagen mir aber ja, nee, Cutscene kannst nicht, also stirbt dein Charakter. Also, danke. Time to act. Rain outlines your... Wieder schlafen. So much has happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed. Paimon's super sleepy. Are you sleepy Yeah, I was getting there. Ah, okay. Digga, wie die da liegt. Kann nicht sein, so, wie das aussieht. Delicious. Oh, man schläft so mit Paimon. Oh, Paimon okay. wants seconds. For free. Trust.
Oh, man hat noch nie den... Au! Man hat noch nie den Traveler so gesehen. Das recht nicht mit Paimon eben dran. Das ist... Okay. Out of my way! What happened? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking! Emergency, das rote Licht geht an. Was weiß ich. Vielleicht. Keine Ahnung. Yelling! Paimon still wants to Schade. sleep! Paimon, wake up. We need to go out and see what's going on. Ich mir vorstellen kann, dass... Ja, rotes Licht, man hört schon die Alarmglocken. Das rote Licht, das Wasser läuft über oder so ein Scheiß oder irgendwas anderes Schlimmes. Und die Mechs werden wahrscheinlich ausgesendet. Keine Ahnung, vielleicht liege ich auch falsch. No time to explain, mate. Goodbye. Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even talk to us! They're here! Yeah, there you are! Oh, thank goodness! Quisto and Lavaroon, do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. Ja. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Lavaroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with das mit den us. roten Lichtern vielleicht. Says his Grace said to evacuate outwards. Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and outwards. Means whatever happened must have happened down below. Oh no, this isn't the gate at the very bottom. No, it can't be that thing! Oh, wait, what? What? Hey, where? We have to go find the Duke! You two just go and get out! Go on without us! Ja, genau. Hey, hey! Be careful! Werden die Mechs vielleicht gebraucht? Ich habe keine Ahnung. Attention! Please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Ich kann nicht von der Seite rein. Please evacuate upwards and outwards. Ich weiß nicht, ob die roten Lichter an sind, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es die Alarmlichter sind. Man hört ja auch diesen Alarm. Ja, ja. Haha. They're here. Just like I said. We have it! Huh. You're just in time. But be ready to run. Three, 2, 1. This won't hold it for long. Find Neuvilletts. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. Ja, gut, also, dass es bricht, war schon ein bisschen irgendwie voraussehbar, aber ja, gut. Nice, I guess.
So, jetzt nimmt's actually mal Fahrt auf nach 5 Stunden Aufbau. Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Okay, you can explain everything else to me later. Will do. You have my sincerest gratitude. Jetzt wird der Hydro Dragon himself go to the Opera House. Animation war natürlich für einen Riley, wie ist nochmal? Drip Marketing. Das heißt, you know. Melusine. Fatui. There are a ton of Fatui and Palais Mermonia people over there. The knave is probably here already. We need to hurry. Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Neuvilletts has left instructions. Please follow me. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Farina to the best of your abilities. I will do my best. Okay. Warum lächelt die so? Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the knave, one of the 11 Fatui harbingers. So this is the knave, the head of the House of the Hearth, and the Linny siblings' father. Linny siblings? Okay. She certainly does not seem easy to deal with. Greetings. Pleasure to meet you too. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. Das ist eine riesige Teekanne. See this? Teetasse. This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Warum weiß sie, wie Paimon heißt? She seems friendly enough, but that can't be all there is to her. The knave is a force to be reckoned with. I should be very cautious around her, okay? Traveler, what do you think of this cake? It's pretty good. It's quite tasty, and I think Paimon agrees too. That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I. Wait, Child should have no reason to have said something like that. I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Here's to hoping that he's an excellent swimmer. I have faith in his abilities. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. Farina looks quite nervous. There must be some kind of bad blood between her and the knave. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Iudex Neuvilletts right in front of you. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Neuvilletts. Coming from you, that's not surprising at all. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared.
Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that child is still alive. Oh. And just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Meripede. And where did he go after leaving the fortress? Well... Oh no, Paimon's statement just left us wide open. The Fortress of Meripede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? We do not. But there was also no evidence that he has been injured or killed. Ah, that is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the opera house. Is it something like that? She's turning up the pressure. I'm not sure if I'll be able to convince her, but I can at least try to distance her from Furina. That sounds good to me, yes. All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Hold on. The water in the teacup is shaking. This is Furina's. I suppose this is also a sign of things to come, Miss Furina. Huh? I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. Day may come when the prophecy is fulfilled, and the waters burst forth. But it is not this day! This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. Keine Ahnung, es war irgendwie nicht so eine riesige Nummer, aber trotzdem nice. All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess, we're safe for now. Die Animation war trotzdem nice, einfach. Indeed. So kurz, aber but only geil. For now. I win this bet. You owe me a present. Was? Die haben drauf Very gewettet. well. It was indeed just as you Das war said. die Wette war, entweder wir überleben oder wir sterben alle. Was passiert, wenn sie alle sterben? So, haha, ich hab die Wette gewonnen. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? He already has tons of tea in his office.
I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Mermonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. Rein kanonisch ist dann doch sogar, abgesehen von den Archons, wobei man sich da auch nicht sicher kann, wahrscheinlich Neuvilletts der stärkste Bewohner von T-Wert bis jetzt, ne? Oder einer der stärksten zumindest. We've spent long Zumindest enough playing also halt, house. die man direkt kennt. Miss Verena, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their homeland. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures! I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high! Farina's not acting like her usual self. She's actually seriously refuting the knave's accusations. Which means what she says, she's not putting on a front. Okay. Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? My machinations are just like the prophecy itself. Ja, ich weiß, ist egal. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? An emergency response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years?
The oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Eudex Neuvilletts is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Eudex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. These aren't topics I can speak about. I don't even know what Neuvilletts' task was. If I had to guess, he probably went down to deal with the surging primordial sea. But can he really deal with it all by himself? And is Farina being truthful or not? Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Eudex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Oh, Paimon's super full. That cake was great. If it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, Traveler? We could use the opportunity to discuss Child before I must be on my way. Of course. Paimon's coming too! Wie lang geht das noch? Ich bin irgendwie verwirrt, was der Main-Plot jetzt ist. Ich dachte, ja, ich habe keine Ahnung. Weil das ist ja noch nicht der große Konflikt. Also kann ja nicht sein. Es gab ja diesen großen Krieg in Inazuma. In Sumeru gab es diesen Coup d'État. Basically. In Mondstadt gab es den Kampf gegen den Drachen. In Liyue gab es den Kampf gegen den Wassergott mit allen göttlichen Wesen anwesend. Also, das kann ja nicht der große I'm Konflikt glad sein. that you were willing to come with me. Of course, Child was just an excuse. Achso, der I große have no Krieg und interest natürlich in der your Kampf gegen dealings den with Gott. him. in Inazuma. That's what Paimon thought. What do you want to say? You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. There's no need. I didn't think that's what you wanted to talk about. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply about my children. Sah halt nicht so aus in dem Trailer von 4.0, ne? Was there nothing else you wanted to say? That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them. Especially Linny. You mean Ridesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Lenny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me.
By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Farina? You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the Fortress of Meropide. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Warte, was? Bin kurz da. Was macht meine zukünftige Frau da? Bitte, was? 11 Freundschuss geht. Ich bin immer noch in der Archon Quest, das dauert noch ein bisschen, I guess. Aber ja, was die macht, ist mit Farina reden, by the way. Aber ich glaube, das hätte man schon sich denken können. Respectfully. Also, looking respectfully. Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Das, denke ich, ist halt so, macht dann halt auch Sinn, dass sie nicht der richtige Archon ist, sondern so, sozusagen so eine Puppe, die vorne dran ist. Und dann gibt es noch einen richtigen Archon oder so. Aber keine Ahnung, Mann. Null Ahnung. Oder irgendwas ist da halt faul. Oh, come over here, you little critter, you. You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me. I'm begging you, please. Davon kommt die Line. Kann nicht sein, Fear Mann. in her pupils is genuine. Kann nicht sein. So perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Fossilor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Iudex Neuvilletts is actually the genuine article. Das klingt I actually. have to find the Gnosis. If the Neuvilletts hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. So, es könnte sein, dass es Hydronosis vielleicht im Primordial Sea liegt, sodass keiner drankommt von Fontaine, dass kein anderer Spast irgendwie davon jemals wissen könnte. Also schon die Leute von Fontaine wissen es nicht, erst recht nicht ein Außenseiter. Oder es ist wirklich, also diese Theorie mit Neuvilletts als Hydro Archon, I mean, es macht Sinn. Aber ich hätte lieber Neuvilletts als Hydro Dragon immer noch. Bist noch mal da, was? Ich hätte halt... Oh, ich hätte so gern... Also es kann sogar tatsächlich stimmen,
Was Kino sagt mit Farina könnte nur eine Front sein und der echte Hydro-Archon ist Neuvilletts. Aber ich fände das kacke. Nicht kacke, aber ich fände das so... Neuvilletts Idle Animation applied Hydro zu ihm. Postschirm. Ach, das wussten noch gar nicht. Also okay gut, ich habe mir auch viele Guides reingezogen, aber... Also Guides, 3-4 Stück. Aber ja, das ist der einzige, der ein eigenes Element auf sich applied mit der Idle Animation. Aber wirklich, ich hoffe, er ist nicht der Hydro Archon. Ich glaube nicht, dass er der Hydro Archon ist. Ich glaube immer noch, er ist der Hydro Dragon. Ich bete dafür. Und ja. Ja, okay, bye. Egal. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meropide. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Writhsley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Iudex Neuvilletts. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Iudex Neuvilletts. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meropide will be a front. Lenny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. Ja, aber zumindest ist ein bisschen so dieses Szenenschneiden sozusagen von denen, also die Dings dargestellt werden, relativ gut. You should know the rest. Also sehr neu Lenny's und group is anders. quite close to you, so they wouldn't have Von hidden dem, anything from you. und eigentlich auch besser, also von dem Szenenschnitz und so weiter. Also ja. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. Die Sache ist halt, jetzt ist es so ein bisschen lame geworden, die Story. Ich hatte so was richtig Krasses erwartet. Es ist nicht unbedingt richtig wenig, aber es ist auch wirklich fast gar nichts. Zugleich im Vergleich zu dem, was man erwartet hat. Der Trailer war richtig krass. Aber letzten Endes ist halt das hier so ein bisschen... Ja. Was soll ich sagen? Es ist halt weniger als gedacht. Und deutlich weniger spannend. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Iudex Neuvilletts must be the Hydro Archon. But now, that doesn't seem right to me either. How did you come to that conclusion? Ja, also Neuvilletts, warte, er kann ja nicht der Hydro Archon sein, weil der wurde ja geboren. Nevermind, was laber ich für eine Scheiße. Ich wurde so ein bisschen mitgeswayed von ihrer Theorie. Er müsste eigentlich schon der Drache sein. Aber Farina ist wahrscheinlich einfach Curse oder irgendein anderer Scheiß halt, keine Ahnung. Aber, Mann, das ist halt so, ich war so hyped und am Ende ist die Archon Quest doch so ein bisschen Reinfall, könnte man schon fast sagen. Weil es halt einfach nicht diesen Plot hatte, den man erwartet hat. Das war halt, ja. How did you come to that conclusion? I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Iudex Neuvilletts or Farina, neither fits the bill. Ja, und was ist It's mit hard Venti? to imagine either of them as the Archon. Und Nahida? Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you.
You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve. And as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. Neuvilletts. Man sieht ja auch direkt ihren Pyrovision, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass sie tatsächlich sehr, also noch während 4. irgendwas playable sein wird. Alekino, also der, ja. He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Neuvilletts, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Farina. May we ask what happened down there? To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. As for what happened on our side, you recount the happenings of the tea party to Neuvilletts. So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. Can I ask you some questions? Permission granted. You have enough power to force back the primordial sea. Does this mean you have some deeper connection with the Hydro Archon? Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. You can't tell us? Then that's okay. It's not. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase, you guys, you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. What did you sense in the fortress of Meropide? Did you manage to protect those that needed to be defended? I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is it raining all of a sudden? Ja, weil am Bein ist, weil der Hydro Dragon ist. Wahrscheinlich, also sehr, sehr wahrscheinlich. Just moments before Neuvilletts has just mentioned his sense of grief. Ja. Thinking back to the legend and what Fremnitz said, it's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. Wait, Neuvilletts, you can't be... Nee, warte. Wait, Neuvilletts. You can't be... You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? He's the dragon sovereign of water. The dragon of... what? Huh? Oh, wow. Please do not be so surprised. Farina? Ich will ihn in seiner Drachenform sehen. Neuvilletts, are you listening? My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? Doch. You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? Nein. None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. Aha. There are 7 elemental Archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh,
So even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the fortress of Meropide? Paimon is a little worried. See you later, Neuvilletts. We'll see you another time. Take care. War's das dann? Es ist immer noch Act 4, das heißt, es ist das Ende wahrscheinlich jetzt. Ja gut, also jetzt ist es halt noch einmal... Oh, what the fuck? Jetzt ist noch einmal confirmed, dass Neuvilletts tatsächlich der Hydro Archon ist, wie jeder gedacht hat. Ist schön. Das ist schön. Hydro Dragon. Habe ich Hydro Archon gesagt? Ich meinte Hydro Dragon. Wie soll man da hinkommen? Ah. Das ist wahrscheinlich... Ah ja, das gibt einem auch noch eine Hydro Constellation. Boah, wann werde ich heute schlafen? Das ist ja What heftig. suit will this next card be? Es sind schon fast 11. A bare-teeth cat? Well, well, look who it is. Traveler, Paimon. Hello, everyone. Looks like you're recovering nicely from an A. Mm-hmm. Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clorand in person. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She also told me not to worry about it. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Oh, ich glaube, das ist auch schon wieder ein bisschen Marketing. Bisschen Werbung für Okay, Chlorine. but check this out. We went back to the opera house and we met the knave. You met Father? Did she say anything to you? She said a few things that were, a bit She hard tried to to understand. kill the Hydra Archon. And also that she's looking forward to working with us in the future. It was a little surprising. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Mm-hmm. Father is very capable, and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Linny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Got it. That does sound like something that Father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will host a tea party. For real? Then Paimon wants another serving of cake. Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. Okay, 1 von 4. Jetzt kommt wahrscheinlich noch Rylsey mit wahrscheinlich Chlorind und dem Viech von Melusine. Oder nur 2 von denen oder eine oder was auch immer. Dann hier beim Essen. Ah ne, warte, nevermind. Einzeln, dann verteilt die 3. Wirklich? Einzeln? Na gut, egal. Sijuin. Sijuin! Traveler, Paimon, you're back! Are you still doing alright? Did either of you get hurt? Don't worry, we're both doing great. We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. How bad was it? A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Neuvilletts paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. Of course, we must also thank you for the help you provided. How did Neuvilletts know that he was needed here? Well, Monsieur Neuvilletts has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced.
I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word. I'm so relieved to see that you're both alright. If you're not too pressed for time, please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. Oh, and please feel free to visit the infirmary for a break at any time. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone. Okay, dann... Habe ich zugehört? Nee, nicht wirklich. Mann. Warte. Was? Nicht rein? Bin ich dumm? Na gut, ich hab... Ja, nevermind. Hä? Ich muss hier doch durch. Will mich verarschen? Oh, wahrscheinlich soll ich hier nach oben. Nee? Ah, ja gut, jetzt sehe ich's. Als da Corinne weggegangen ist, da macht's Sinn, dass man nicht mit Corinne spricht. Yeah, I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Huh? It's you two. Lurvine, we're back! Hello there. It's been quite the mess here recently. How have you been? No, we're fine, thanks. And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? Yep. That is still top secret, though. So don't say a word to anyone. It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! Digga, das ist einfach nicht wirklich... Naja. Das ist kein Romance-Anime hier, das wir spielen, also... Bisschen... Passt nicht. Ah, man spricht doch nicht mit. Ah, gut, doch. Okay, macht Sinn. Whatever. Ich hätte aber eher gedacht, dass man mit Rife sie spielen würde. Ich meine, sprechen würde, nicht spielen. You guys didn't get caught and thrown back down here, right? Huh? No, not at all. Ah, and here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just never left? We're sorry, but we just had some business to take care of. All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. He was super worried about you, you know. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? Something like that, yeah. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely scenery. Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals. Is there? I mean, considering how they always love listening to all my gossip. These two.
They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. I'm sure the welfare meals must have just skyrocketed in quality recently. Your meals will bring all the prisoners to the cafeteria. Oh, well, if you say so. I'll be watching you to make sure you finish every last bite. Talk to Riley. Und das ist dann wahrscheinlich der Abschied. Gehe ich mal von aus. Er ist auf einmal gespawnt einfach. Der war davon nicht da, auf einmal spawnt er. Trust. Do my eyes deceive me, or did I just see 2 inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still alright? We're fine, for the most part. Neuvilletts came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Eudex himself to exchange the courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. I didn't think that's going to work. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewinne's gift with him, though. He sure sounds super busy. Miss Cloran has left as well. She also took her gift from Miss Sigewinne. Were the gifts milkshakes? Neuvilletts got the milkshake. Cloran received lipstick instead. Milkshake? Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvilletts' own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. Are these from Sigewinne too? Ah, die Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real? Then we could stay here for a really long time? Man kann ja doch sowieso bleiben, hieß es. Is food still covered? You may access the cafeteria for free. Hooray! Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. Da muss man noch ein bisschen was machen. Gut. Ich würde mal was sagen, ich hab's vergessen. Wie schon recht häufig. Was sehr schade ist. Ah ne, jetzt weiß ich wieder. Ich hätte gesagt, das typische 5-Star-Item. Ja, ich glaube nicht, dass es 5-Star-Item ist, weil das 5-Star-Item ist ja schon Child's Vision. Das ist das von Duvalen, das ist das von Leo, das ist von Inazuma, das ist von Sumeru, das ist vom Teapot und das ist von Fontaine dann. Also ja. Hutas Vision ist voll klein. Hier. Ich glaube, Bennett's ist deutlich größer. Nicht, dass die Größe irgendwas so aussagt, wer stärker ist. Aber ist mir gerade aufgefallen, dass Hutas tatsächlich sehr klein ist. Ich wusste doch nie, dass es auf ihrem Rücken ist, bis ich es gerade eben jetzt gerade bemerkt habe. Wo ist eigentlich Ayakas Vision? Eigentlich habe ich sie gezeichnet, das ist an der Hüfte. Ja gut, das ist hinter ihr. Kein Wunder, dass ich es nicht gesehen habe. Das ist ja die Sache, ich habe ja Ayaka mal gezeichnet, das heißt, normalerweise, wenn du einen Charakter zeichnest, halt die Fresse Ayaka. Dann kennst du so basically alles. Ja, das reicht. Kennst du eigentlich das ganze Character Design, bis halt auf eben die Stellen, die du nicht mitzeichnen konntest aufgrund des Winkels. Und ich kann mich erinnern, dass ich halt nicht die Vision mitgezeichnet habe. Also ja gut, ist hier hinten. Macht Sinn. We're back in our cell again. We're no longer prisoners though, so it really doesn't feel the same. Feels like a huge weight is off our shoulders. It feels like we've regained our freedom. Being free sure feels pretty special now.
Paimon, is there something you'd like to say? How did you know? Because you usually just immediately fall asleep. Hey, that's not true! Alright. Okay, Paimon just wanted to say that we really are an amazing duo after all. False. It's like, we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. Isn't that pretty cool? We're the best adventurers team. You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? Being a guide counts too. Not. Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Paimon will also be an adventurer from today forward. Just our thoughts making Paimon giddy. Paimon's gonna crash, so you sleep soon too. Ja, The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside ourselves. The primordial seawater nearly rose up. Englisch. That was so Bei der scary. schlimmsten Englischlehrerin. We should be safe now, right? We'll be fine, so don't worry, Paimon. Alright then, good night to you, traveler. Good night to you, Paimon. I hope you have the most disgusting, the worst, the most despicable nightmares to ever exist in human history. Paimon, for being such a pesky, little annoying bug. Ja, just by the way. Ich weiß, es war komplett useless und eigentlich voll cringe, aber ist mir egal. Oh. Das war ein kleines Ende. Jawohl. Cool. Aber ja, ich muss kurz muten. Ja, gut, also bin wieder da. Mein Vater ist ein bisschen mad, weil, naja, ich glaube, man kann sich vorstellen, jetzt ist die Archon Quest zu Ende, aber ich habe dafür auch gut und gerne über 7 Stunden am Stück gestreamt, ohne Pause. Ich habe noch nicht mal gegessen. Und es ist 8 nach 11. Ich meine, das ist wahrscheinlich schon understandable. Was ich denn noch gerne heute machen würde, ist mein Resin und Craften. Wobei, ich habe gesagt, ich will anfangen, Charakter zu bilden, die mir Spaß machen. Darunter fällt Rosaria. Wobei, hierfür habe ich schon die Sachen. Das ist dann kein Ding. Hate so. Bräuchte ich 20 Runic Fangs noch. Beidou. Ich würde sagen, ich fange einfach mit dem Charakter an, den ich als nächstes habe. Wobei, ich glaube, ja, dann müsste ich dementsprechend anfangen mit Hate so. Yaoyos Materialien habe ich alle. Cookies habe ich auch. Und genau, die zwei brauche ich noch. Und Hate. Bei Hate so fehlt mir nicht mehr viel. Zugeben. Ich brauche noch 85 Uni-Kabutos. 65. Aber Runic Fangs sind ein Problem. Das heißt, ich würde noch 20 Runic Fangs fahren müssen. Dementsprechend bedeutet das, heutiges Resin wird noch 3-mal für den Boss ausgegeben. Verschossen. Wobei, das könnte auch wieder ein bisschen Zeit... Ja, wobei, you know what? Ich gehe nicht nur auf Hates Boss. Ich gehe einfach auf alles. Sonst dauert mir das noch zu lang. Also ja, ich habe ja vorgehabt, jetzt mit 4.1 erstmal ein bisschen anzufangen, die Charakter zu bilden, die ich bilden will. Also halt die 5 hier, die ich markiert habe, waren es 6, keine Ahnung. Aber man versteht, was ich meine. Und genau darum geht's. Deshalb farme ich jetzt halt eben die Materials, die erstmal halt auf 80 von 90 zu bringen. Das ist halt meine Priorität, auch was das angeht.
Vielleicht noch Talents, dann schaue ich halt mal. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, ob ich das komplett durchziehen werde. Weil ich habe ja vor, danach noch zu pullen. Und sobald ich Neuvilletts bekomme, wird er halt automatisch zur Priorität. Also muss man auch das beachten. Adventure time. Teamwork is dreamwork. Cue the spotlight. Witness the power of the wild. Rain outlines your. Let's light it up. Ja, habe ich es mir doch gedacht. 3 Runic Fangs, let's go. Ich muss auf die 60 kommen am Ende. Nicht wahr? 20. Und mein Cookie braucht noch 8, genau. Das heißt, ich muss am Ende auf 60 kommen. Dann würde ich sagen, der nächste Gegner, den ich besiege, ist ein Monster. Das ist die Electro-Hypostasis, die ich für meine 2 Electro-Charakter, Beidou und Fischl, brauche. Ja. Was ich mit meinem umgecrafteten Resin mache, bin ich mir um ehrlich zu sein noch nicht sicher. Das heißt, ich glaube, ich benutze es heute noch gar nicht. Das dauert mir dann auch zu lang. Genau, dann gehe ich in die Character Trials, mache noch einmal diese Runic Serpent. Ich meine Rune Serpent. Das reicht dann. Surprise! Kann kein Pyro kommen? That's gonna hurt in the morning. Let me weave you a verse. Everybody stand back! Let's lock! Rain outlines your fate. Know my sword! Ship on up! Yeah! Ja, komm. Off we go! Let's light it up! Zieh halt ab, was auch immer du willst. Know my sword! Get out of here! Adventure time! Okay. Das Zeug. Davon brauche ich eine Menge, glaube ich. Ich habe... I created another universe and founded paradise for I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt. Ja. 现在不可以关。现在知道，我也学了。Okay, jetzt muss ich schauen. Hierfür brauche ich 32. I created another universe and found. Oh Gott. Jetzt muss ich zusammenrechnen. 32 plus. Warte, wie viel nochmal? Plus 46. 78, holy shit. Ich brauche eine Menge von den Teilen. Das kriege ich nicht so schnell. Das wird ein bisschen dauern. Ich sag mal kurz mal die Sache hier an. Dann... Weil ich mache, glaube ich, noch das. Das ist inzwischen auch egal. Ich mache einfach Dings, Requests. Wie lange hat nämlich die Archon Quest jetzt gedauert? Fast 7 Stunden. Das ist schon wirklich lang gewesen.
Ich glaube, das war sogar fast noch kürzer als die Summary Quest. Das muss man sich noch geben. Oh, sind die von neuen Regionen? Darauf hätte ich keinen Bock jetzt. Off we go! War die Archon Quest geil? Soll ich dir ganz ehrlich sagen? Ich war ultra gehypt, aber ich wurde schon recht enttäuscht. Manche Intros waren wirklich nicht so das, was ich erwartet habe, und ich glaube, das Game ist ein bisschen laut. Ja, bad, man. Also es ist overall nicht so kacke gewesen, es war halt... Nee, actually, was soll ich sagen? Also, wen will ich hier verarschen? Es war schon enttäuschend. Ist das Einzige, was ich sagen kann. Es hat halt übelst gehypt. Und es war vielleicht nicht komplett kacke, aber im Vergleich zu dem, was man erwartet hat, war es komplett kacke. Sie hatten halt so mit diesem Trailer so dieses... Ich weiß... Alles, was gesagt wurde im Trailer, kam auch dran. In der Quest. Aber es ist halt einfach nicht das gewesen, was du erwartet hast. Und deutlich weniger spannend gewesen. Commissions werden jetzt auch nicht mehr angezeigt auf der Map, wie es scheint. Man kann sie wahrscheinlich trotzdem noch ausführen. Ja, ich mache hier noch ein paar Sachen. Die muss ich dann eigentlich auch aufgehen. Eigentlich sollte ich schon lange aufgehen, aber... Kaum ist 4.1 Release, da kann man noch ein bisschen länger machen. Meine Mutter ist sowieso schon mad. Also jetzt nicht mehr. Ich glaube, Mutter ist nicht mehr unbedingt mad, sie ist einfach nur so fuck it, bro. So, I don't care. Ich weiß nicht, ob es besser ist, eigentlich nicht, aber... Ja. Fremdet ist... Ja, ich glaube so... Tatsächlich morgen könnte es schon Friendship 10 werden. Oder übermorgen. Ich denke morgen sogar. Weil ich kann ja noch kurz Friendship einsammeln vom anderen Ding. Adventure time. I'm going in. Ring cutter. Stimmt, der nimmt kein Hydro Damage. Neuvilletts Status, Jelan, Zhongli. Ja gut, aber das ist wegen C1, ne? Sonst. Also für mich wäre das nicht möglich. War sehr überrascht von Nilu. Oho. Ja, für mich wäre das erstmal überhaupt keine Option, weil ich habe keinen Zhongli und ich habe keine C1, wenn ich den holen würde. Du hast ja einen Shielder. Oh. Na, Digga, komm. Ja, Nemo Resistance Decreased. Wer bin ich? Du hast Zhongli nicht, right? Es
tut mir leid, dass ich... Digga, hätte ich auch schon wie gepullt, dann hätte ich nicht mehr irgendwie so auf Farina, Nahida und Dings pullen können. Da hättest du mich dafür gejudged. So, Bro, egal was ich mache. Du wirst sagen so, du wirst auslachen, weil ich die Charakter nicht habe. Ich es mir nicht leisten kann. Weil zu viel auf einmal kommt, was ich haben will. Nee, alles gut. Es klingt schon richtig judgmental. Everybody stand down! Surprise! Witness the power of Gugwa! Know my sword! Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Let me weave you up. Over here! Body and mouth. Ah, Kacke. Das ist Viech auch noch mal. Dings gedodged, kann nicht sein. So nervig. Winter shall eventually come. Was mache ich aber eigentlich auch mit meinem Friendship-Team hier? Ja, ich gehe dann noch... Wobei ich glaube, ich gehe doch dann lieber noch erst das Elektrovieh killen. Bei dem Elektrovieh brauche ich viel mehr gerade. Ich brauche da 78 Teile von denen. Habe ich halt nicht. Ein Hydrovieh. Da ging es halt... Keine Ahnung. Ich kann halt nur Bandit und Hutau benutzen, der Rest ist useless. Ah ja. Ich habe zu viel Stamina wieder verbraucht. Oh no. Adventure time. Also damit ist die letzte Bounty erledigt. Ich würde noch auch erstmal Reputation 7. Ich glaube, dafür kriege ich eine Action in Moment. Ich habe es mit 8 verwechselt. Und hier kann ich noch Sachen einsammeln. Ich gehe mal craften, dann noch kochen. Davon kriegt man ein bisschen was. Jetzt wo der Battle Pass ja resettet ist, kann man auch die ganze Belohnung wieder einsammeln. This road. Ja, das ist nicht so interessant. Ich denke jetzt wirklich, Lynette, ja, sollte morgen sogar Friendship 10 werden können. Ich bin mir nicht sicher. Ich sag, die Chancen stehen in Ordnung. $6.353. Ja. Dann wird noch einmal... Eigentlich würde ich... Ja, komm, ich koche. Ich koche erstmal. Und dann kann ich Neuvilletts auch noch im Showcase einmal ausprobieren. Oder im Character Trial. Falsche Richtung. Und damit gehe ich die Elektro-Hypostasis ein bisschen mobben. Adventure time.
whatever. Teamwork is strict. Witness the power of Gawa. Rain outlines her. Let's light it up. That's gonna hurt in the morning. Energy. Na gut, warte. Alles klar, dann wird das noch einmal eingesammelt. Ein Shit-Artefakt-Piece. Zumindest ein 3er-Drop, das ist nice. Ich habe zwar nur 3 Drops bis jetzt heute. Aber das ist in Ordnung. 27 von 78. Oh Mann. Und ja. Die kann man noch was einsammeln. Ja. Habe auch ein paar 3 Drops gekriegt. Ja, ich hab's mitbekommen. Ja. Der resetzt sich am Sonntag. Ich glaube schon. Und ansonsten würde ich sagen, gehe ich hier zur Fontaine und versuche einmal die Character Trials aus. F5. Es gibt keine anderen Events gerade. Ich denke, die beginnen erst in ein paar Tagen oder so. Dann fange ich erstmal an mit Diona. Von langweiligsten zum besten natürlich. Das ist Diona. Ist nicht besonders spannend. Was hat sie für ein Set? 4-Piece Noblesse. What? Oh Mann. Ich hab die Spiele nicht mehr ihr eigenes Game, richtig. You've been a naughty boy. Ist heftig für sie. Ist die am Anrichten mit so einem Bild. Look at you, Boozhound. Shake your ass. Die ist auf 4-Piece Thundering Fury. You're in for a little shock. Blitz. Cool it. This moment will be frozen. Try not to enjoy this too much. Stark, was soll ich hier machen? Physical Diona? Ich verstehe nicht dieses Character Trial, das ist einfach so kacke. Aber ja. Dann Hintyu Character Trial sollte deutlich besser verlaufen, wobei ich mir hier nicht sicher bin, mit welchen Charakteren gepaart wird. Muss man natürlich schauen. Mit KR, gut. Ich weiß nicht. Ich meine, ich verstehe sozusagen diesen Hintergrund, das ist wahrscheinlich 4-Piece Blizzard. Ja. Aber es ist trotzdem, ich weiß ja nicht. Ich meine, wir hätten deutlich bessere Sachen packen können. Und dann würden wir auch Hintyu so hier besser sehen können, auch wenn jeder eigentlich schon weiß, wie gut Hintyu ist. Was hat der? 4-Piece Emblems? Nein, hat nicht nur Bless und Heart of Depth, okay. Ja. Aber gut. Ich glaube, Fischl Showcase wird schon gut zeigen, wie stark sie ist, weil sie halt einfach auch alleine schon gut Schaden machen kann, denke ich. Weil sie halt deutlich offensiver auch eingestellt ist. Ja gut, also. Gut, sie ist hier ohne Constellations. Vielleicht ein paar Sachen vielleicht. Ja, ist halt alles C0.
Oh, das ging schnell. Na gut, hier die Slimes waren jetzt. Whatever, passt. Es sind halt ein bisschen zu schwache Gegner für einen gescheiten Trial und Kea Ember ist jetzt halt auch nicht das Wahre. Müsste man, wenn schon mit gescheiten Charakteren zusammenhauen. Aber hier Hutau mit Shinchu safe. Ja, Chandi und Layla? Das verstehe ich wiederum nicht, aber muss ich nicht verstehen, wirklich. Ich glaube, sie ist auf nicht 4-Piece Shimenawas, sondern auf 4-Piece Crimson Witch, ja. Wie erwartet, mit Staff of Homer. Mit 80. Okay. Ich habe dieses Gasthappen aus meiner Stimme gehört. Warte, sie haben den Guide geschaut, den du mir geschickt hast. Sie pullen sich die Hydro Application aus dem Ass. Ja gut, da wusste man es ja noch nicht ganz unbedingt. Das war ein Pre-Release, allerdings. Da wollte ich mich eigentlich nur lustig machen über den Hutau-Bild. Bei Neuvilletts wusste ich noch nicht. Ja, da, genau. Konnte ich jetzt nicht bewerten. Ich will noch mal schauen, wie viel Schaden macht die jetzt? Ja, es geht. Ist halt, also dafür, dass es eine Dings-Hutau ist, geht es sogar noch voll vom Schaden her. So, jetzt Neuvilletts, der Grande Finale. Der Grande Finale. Keine Ahnung. Was darf ich? Kamehameha. Bloß um das noch Kamehameha sagen musste. Ich muss halt nicht mal irgendwelche High Reactions machen. Das ist schon nice. Die Frage ist, was hat er für ein Bild? Magisches Seehunter? Okay, es ist aber auch schon. Also, ich will ja nichts sagen, aber für einen Trial Character, das ist schon actually ein guter Bild. By royal decree, stand clear. Animal test 60. Ja gut, also. Er ist schon. Wings of darkness. Yeah. Stand clear. Settle down. Der Schaden ist schon juicy. Justice is blind. Silence. Also ja, ich denke schon. Not bad, ne? Das ist mit dem Set aktiv. Was meinst du? Ah, ja gut, das stimmt wiederum auch. Nevermind, ich hab vergessen, dass da was war. Ja, jetzt hat er es natürlich nicht, weil er nicht unter seine HP-Threshold gehen kann. Ich meine jetzt... Ich meine trotzdem. Ich hab nichts getroffen. Ich hätte schon Bock auf ihn, das stimmt. Die größte Frage wäre aber halt wirklich einfach nur, ob ich Bock habe, dafür für Sina gleich meine Nachrichten zu riskieren. Ja gut, also. Er ist auf jeden Fall geil. Und er sendet mit Crit und er hat seine Max Crit Weapon. Ja, ich weiß, trotzdem. Also ich bin mir ja schon dessen bewusst, sonst würde er ja nicht mit solchen Artefakten so große Stats haben. Also so hohe Stats, weißt du, was ich meine. Ich bin mir schon dessen bewusst, aber
letzten Endes, you know. Ist trotzdem... Ist ja nur ein Character Showcase und dafür ist es halt schon ziemlich gut. Ansonsten... Ich meine, ich habe halt noch kein Dings-Set Marie-Chaussee Hunter, ne? Vor allem bei den Goblets. Ich meine, das ist Kacke. Ja, ne, ich denke nicht, dass ich ein Hydro-Goblet habe. Ein gescheites. Ne, natürlich nicht. Warum sollte ich? Ich würde dem Crit Damage geben müssen als Main Set, nicht Crit Rate, also ist das nicht gut. Das wäre wahrscheinlich schon gut. Wobei es geht. Ich hab's verwechselt, ich dachte das Crit Rate wäre das Crit Rate, dann wäre es gut, aber jetzt ist es nur so mit. Ich habe kein HP mit Double Crit mehr, ne? Leider. Sehr schade. Ja, das ist gut, würde ich denken. Das ist sehr gut, eigentlich. Das ist, ja, halt... Das ist wiederum nicht so gut, das ist auch nicht so gut. Also nicht auf Dings. Nicht auf den Fontaine-Charakteren, die HP brauchen. Ein bisschen schade. Ja, ansonsten denke ich, bin ich für heute durch. Ich habe zu viel gezockt, das ist heftig. 11:37 Uhr. 23:37 Uhr. Ich muss auch zu Abend essen, ne? Feder ist sehr gut, ja. Die Feder ist sehr gut, aber der Rest ist so keiner mit. Das ist halt so was Schades. Bei der Feder weiß ich, das ist halt sau viel Crit und noch ER, was halt gut ist. Und den Rest braucht man sowieso nicht wirklich, außer vielleicht noch HP, aber das habe ich jetzt halt nicht dabei. 7 Stunden 40 Stream, ja. Ja, ich habe halt die ganze Archon Quest gespielt. Die war lang. Die war fast 7 Stunden lang. Macht einiges davon aus, also. Ich meine, ansonsten... Ich könnte noch Zeug machen, eventuell. Ne, ich glaube sogar, ich habe alles gemacht. Ja gut, cool, dass du aber auch häufig dabei warst. Also größtenteils sogar noch dabei warst. Push, aber das reicht dann für heute. Also, ja, schönen Abend noch und ciao, ciao. Ich finde die Archon Quest immer noch leider recht enttäuschend. Jo, bis morgen.